Ich soll den Anfang machen? Yes. Fair Play, in dem Fall. Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Metal Servola, die noch nicht die nice Folge ist. Also wir kommen gleich auf die 69. Folge, darum. Nice. Heute haben wir dabei jemand Neues und sonst noch jemand, den ihr von diesem Podcast schon kennt. Es sind der Leni und der Umi vom Open Air Grenichen. Ahoi. Der Umi, habt ihr schon gesehen? Was? Ich glaube, ich habe den Cheers-Soundeffekt noch nicht drauf. Muss ich noch machen. Okay, ist gut, darf ich schnell die Anmoderation fertig machen? Machen Sie bitte. Verstanden, danke. Der Umi kennt ihr schon von unserem Podcast als der Booking Legend, the Man, the Myth, the Legend, der Umi. Zweitmeistgrößte Folge bis jetzt. Welches ist die meistgelöste Folge? Breakdown Sanity. Okay, wer hätte es gedacht? Macht Sinn. Von dem her, Umi, gratuliere, du hast den Yannick von Paleface von dem zweiten Platz verdrängt. Sehr, das könnt ihr am Grenichen gerade ausbeifen. Oh, yes. Sehr gut. Alte Gräben aufgerissen. Wir können mal eine Folge zusammen machen. Fight for Fame. Jungs, willkommen im Podcast. Ist mir ein cooler Tag zu kommen. Und ja, welcome back, Umi. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung, ja. Jetzt sind wir der Brian da. Ja, die Extrawurst ist auch wieder da. Sehr gut. Bin ich das oder tönt mein Mikrofon komisch? Ich finde es Beides. tönt relativ okay. Nein, das Problem ist, das ist im Vergleich der Stecker. Du spielst einfach Hallo. zuerst am Mikrofon um. Hallo, das ist okay, in dem Fall. Ja, So. Hallo. Läuft. Hallo. Nein, ist gut. Ist gut. Tipptopp. Ich glaube, es ist einfach der Stecker, der ein bisschen wackelt, weil das hat er bei mir am gesagt gemacht und dann könnte es sein, dass es dort ein bisschen ist ja gleich. Ist ja gleich. Bewegst das Mikrofon einfach nicht zu fest. Voll. Ja. Brian, cool für dich da. Danke vielmals. Ich habe gedacht, diese Chance lasse ich mir nicht entgehen. Ich weiss zwar nicht, wieso ich am Head of the Table hocke, aber für die den Podcast schauen, mega cool. Je länger wir da sind, desto mehr sehen ihr von mir, weil die Eltoni-Pyramide wird verschwinden. Sicher, wir sind alle über 30, da trinkt jetzt keiner mehr ein, sonst können wir nicht mehr schlafen. Bei erst 2 Wochen über 30, jetzt lassen wir das, okay? Vielleicht wird es einen ganz langen Abend. Also, ich würde jetzt mal behaupten, ich glaube, der Älteste am Tisch, wenn ich mich nicht täusche. Und ich gehöre zu den Leuten, die sich auch zu oben am 9 Uhr noch so einen halben Liter Energy prügeln und dann Okay, du hast einfach chronischen Schlafmangel. auch, ja. Hast du so einen gesunden Koffeinspiegel zum Schlafen? Ja, nicht zu tief. Ich könnte mir ja Fizzi am nächsten Ich glaube, Tag. wenn ich sagen, sonst wachst du am Morgen nicht mehr auf. Irgendwann bist du im Alter und musst schauen, dass du am Herzstillstand vorbeigehst. Dann haltest du den Puls da oben. Schön haben wir hier einen Podcast über älter werdende Männer und ihre kann man Gesundheitsprobleme. Genau, ich gerade sagen, eigentlich kann man über das Open Air Grenichen reden, aber das wird jetzt einfach ein Alpha-Mail-Podcast, wo Ja, wir voll. darüber reden, wie das man ein Mann ist in seinen 30er. Letztes Jahr hat mir jemand gesagt, ich bin ein Sigma-Mail und ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Ich kann es dir erklären. Ich bin... Wir haben es gegoogelt, nicht? Ja, wir haben es erstens gegoogelt und zweitens bin ich genug mit Jugendlichen das klingt jetzt auch völlig falsch, in meiner Freizeit mit Jugendlichen abgehängt, also ich weiss, was das heisst. Und zwar hast du die Alpha-Mail, das sind ja die, es gibt eigentlich nur einen, das ist der Joe Rogan, weil alle im Joe Rogan hinten drin schnurren und machen, was der sagt. Von dem her, es gibt genau einen Alpha, das ist der Ja. Joe Rogan, alle anderen sind seine Betas, sie haben aber das Gefühl, sie sind Alphas. Von dem her, das ist etwas anderes. Und der Sigma ist jemand, der sich nicht nach den konventionellen Normen von diesen anderen Leuten verhält und aus dem Grund ein Top-G ist. Der Lone Wow. Wolf. Der Lone Wolf. Nicht mehr nichts. Okay. Das heisst, das Open Air Grenichen ist eigentlich auch ziemlich Sigma. Ja. Sigma Open Air, kann man sagen. Ja. Da kann jetzt der Pressesprecher darauf reagieren. Das ist nicht Sigma Festival, sondern Sigma Fest. Also Jungs, ich würde das wirklich... Also, wir nennen es jetzt in dem Fall nicht im Grenichen, sondern einfach Top G. ja. Okay. Gut, aber das wäre Wobei es nachher, heisst ja wenn nur ich- Sigma, Ja. nicht Sig. Leni, du kannst... Leni, Ja, du kannst jetzt das Sigma-Festival brauchen, um mal U25er Leute mal näher ans Grenichen zu bringen. Du kannst einfach mal so... So, willst du mit dem sagen, wir haben kein Publikum auf 25? Ja, ich weiß nicht, wie ist eigentlich der... Aber das wäre jetzt wirklich eine Idee fürs Marketing. Einfach so ein trendy Video machen, so, hey, willst du auch mal ein Festival gehen, das völlig Sigma ist? Bist du tired von all diesen Alpha-Festivals? Und dann kannst du so volles Frauenfeld und Greenfield bashen. Ist gut für deine Aura. Ja. Aura plus 100, oder? Nein, aber aber stimmt,
Ihr habt das Ding noch nicht gemacht. Jeder hat irgendwie das Video gemacht, wo wegen, ja, wir lassen, dass der Lehrling quasi ein Video macht vom Marketing-Video oder so und er nimmt einfach nur auf, wenn du am Schnaufen bist. Hast du mal gesehen? Ja, aber wir sind viel zu Sigma für das. Ah ja, okay. Stimmt. Habe ich vergessen. Aber ja, erzähl mal, was ist so das Zielpublikum? Weißt du, eigentlich? aha, ja stimmt, wir sind gerade... Ja. Ja, Kannst du dort einsteigen? Ja, Keine wo Ahnung. sonst? Sorry. Wo wollen wir? Sonst fängst du immer bei deinen Standardfragen am Anfang an. Die könntest du jetzt eigentlich auch nicht schnell rausbrüllen. Ich habe genug von euren Podcasts schon gelost, damit ich kann sagen, dass beim Ricky auch so ist. Ihm geht ein Gedanke durch den Kopf. Ja. Das interessiert mich jetzt gerade. Und Und dann dann kommt schiesst eine er. Frage. Ja. Dann kommt jetzt fliegen. Ja. Darum, ich hatte gedacht, wahrscheinlich geht es in irgendeine Richtung. Ja, keine Ahnung in welche. Wir finden es dann raus Ja. und jetzt sehen wir es ja. Das ist schön Ja. an unserem Podcast. Das Ja. passiert öfters mal, gell, Brian? Allerdings. So, Ja, aber ein also, mündliches Labyrinth. Ja. grundsätzlich, es sollte ja für jeden etwas sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo der Umi sich ein bisschen darauf achtet. Vor allem habe ich das Gefühl gehabt, in den letzten 2-3 Jahren. Mhm. Viel mehr als vorher noch. Dass wirklich für jede Altersgruppe etwas dabei ist. Und ich glaube, schlussendlich haben wir auch eine gute Mischung an Leuten dort. Also, mir fällt auf, dass vor allem, ich glaube, so ein bisschen die 30-Generation noch ein bisschen mehr darauf anspricht. Aber das mag wahrscheinlich auch wegen der Grösse noch dran liegen. Dass es halt nicht so überfordernd ist und du nicht einen kilometergroßen Zeltplatz hast, wo sich Leute Biertrichter reinlassen und irgendwie dann, ja, dementsprechend das Chaos herrscht. Das geht alles auch auf einem übersichtlichen Campground, hast du recht. Wir haben das Chaos durchaus. Wenn die jetzt nicht absprechen. Ich glaube, zum Teil sogar ein bisschen breiter gefächert als an grösseren Festivals. Aber schlussendlich, du kannst easy mal ein bisschen daraus raus oder du bist nicht gefangen in so einem Menschenpulk. Das hast du halt nicht. Und ich glaube, das spricht dann eher mal noch jemand an, der sagt, hey, ich will mir das nicht mehr antun, mit irgendwie 40'000 Leuten noch immer in einer Menge stehen und eine Band schauen. Sondern, das stimmt, ja. aber ich gebe mir das mit 3'000-4'000 Leuten. Das ist mir viel lieber. Ich merke das selber auch. Wenn die Wege nicht mehr so lang sind. Ja, das ist Ja. eine riesige Qualität. Also Greenfield geht ja auch noch, aber zum Beispiel Rock am Ring, bist du ja auch schon gewesen, habe ich dich auch schon getroffen. Dort laufst du mal einfach so, für einen näheren Campingplatz noch 3/4 Stunde. Und Oder dann nur schon einen Bühnenwechsel. im Ja. Infield und Oder Boxengasse rumlaufen von der Formel 1-Strecke. Willst du schiessen oder so? Ja. Oh, das musst du planen. Kannst du nicht einfach so. Oder richtig los sind dann die wo du noch auf den Shuttlebus müssen zum Camping. Also das ist ja bei der Formel 1-Strecke, die haben Campgrounds, die so weit weg sind, dass ein Shuttlebus müssen. Also da kannst du nicht einfach, oh, es kommt kein Schiff, ich muss schnell eine Jacke im Zelt holen, sondern ich muss auf den Shuttlebus warten, zum Camping zurückkommen. Gut, aber das ist ja generell bei grösseren deutschen Festivals, also im Wacken ist es ja auch hure weit, wo man latschen. Ja, Also aber dort- wenn du früher kommst, dann campst du nicht. Ich habe schon 2 Minuten gehabt zum Infield von Ja, meinem ich- Campground. Also wir sind, jedes Mal, wenn ich gegangen bin, sind wir am Montag da gewesen und haben trotzdem noch 20 Minuten müssen laufen. Aber Wacken ist wenigstens ein zusammenhängender Campground. Ja, okay, ja. Also wir haben jetzt so eigentlich auch die Diskussion, um wieder einen Link machen zu unserem Festival. Wir haben ja das auch gehabt, wo wir gemerkt haben, wir sind irgendwie grösser geworden, wo die Leute mehr mit dem Camper auch gekommen sind. Eben, weil das hat sicher auch damit zu tun, wo wir von einem Tag Szene eigentlich auf 2 Tage sind. Und es sind halt auch viel mehr Leute, die vorher mit dem Auto gekommen sind, am Abend daheim haben und dann gesagt, hey, ich camp gerade das ganze Wochenende, aber ich komme mit dem Büsschen. Ja. Und dort haben wir ja nachher auch müssen, die vom Campground, wo jetzt ist, dort wo jetzt die Dusch- und WC-Anlagen sind ja eigentlich immer die Camper gewesen und die haben wir jetzt auch auf den neuen Platz, dann da, wo Richtung Bahnhof ist. Ja, also zum weit, ich sage jetzt nicht weit, sondern einfach weiter zurückgehen. Es hat es gegeben, dass früher wirklich noch Büsschen hintergefahren sind, dort wo jetzt der Campingplatz ist mit dem Zelt. Ah, echt? Und dort auch haben können parkieren noch. Das sind aber so wenig gewesen, dass es eigentlich irrelevant war. Dazu kommen jetzt noch so Naturschutzgeschichten, halt, dass man dort das Feld nicht mehr sollte befahren mit Fahrzeugen und solche Sachen. Stellt auch für uns eine Herausforderung im Auf- und Abbau dar noch. Also es ist auch nicht mehr so ganz einfach, wenn man möglichst nicht drauf fahren.
Vor allem, wenn es eben mal dann voll runterlässt, 2-3 Tage oder schon beim Aufbau und dann Worst Case, die nicht mal auf den Platz fahren können. Ja. Und das andere ist ja, man sieht jetzt, dieses Jahr haben wir ein Camperbillett gemacht für 20 Stutz. Nicht, weil wir Geld verdienen wollen. Das ist eigentlich immer so das Ziel, wenn du das Billett kaufst, solltest du eigentlich können als Festival und nicht noch okay, du musst das Klo, zahl 5 Stutz. Okay, du hast jetzt dein Auto 5 Kilometer weiter weg abgestellt, weil du es nicht anders kannst. Ja, wir haben einen Shuttle, kostet ja auch nochmal 20 Stutz. Es machen ja sehr viele Festivals. Jeder Schritt, den du machst, kostet Geld. Alles, was du willst machen, kostet Geld. Ja. Wir probieren es möglichst zu verhindern. Ja, genau. Ja. Du kannst überall noch mehr reinholen. Also, bei vielen Festivals fällt mir auf, du kaufst das Billett und du gibst nochmal so viel aus, um überhaupt zu bewegen, zum Leben. Und dann hast du aber noch nicht gegessen und getrunken. Ja, aber das ist generell in der heutigen Gesellschaft so. Alles, was irgendwie kann, wird auf ein Streaming gemacht und irgendwo noch ein Cloud-Service angeboten, damit auch ja noch musst irgendein Abo abschliessen. Aber da haben wir das Grenchen, das genau gegen das geht. Oder? Ja, aber eben, das geht halt Bis auch zu nicht. den Camper-Tickets. Nein, es geht halt auch nicht jetzt gerade rechtfertigen. alle Richtigen. Wir haben zum Beispiel die 20 Stutz für einen Camper pro Fahrzeug und 5 Stutz jetzt, wenn du dein Auto kommst, abstellen. Aber das ist nicht für uns schlussendlich, sondern du musst ja die Wiese haben, wo die Autos haben können. Und jetzt bist du ein Bauer, der so eine Wiese hat. Jetzt kommt ein Open Air als Verein und sagt, hey, können wir die Wiese nutzen? Das heißt, du eher versichert man die Wiese, vor allem bei Schlechtwetter. Und ja noch Kosten, die entstehen. Ja, wer zahlt mir die denn? Klar, wir zahlen die blöd gesagt ja schon. Aber irgendwann müssten wir es einfach aufs Ticket abwälzen und das Ticket wird teurer. Und dann hast du aber viele, die mit dem ÖV anreisen. Und dann haben wir müssen sagen, ja, wäre eigentlich unfair zu sagen, ja gut, zahlen dann alle zusammen, egal mit was das kommst. Du kannst das ja frei entscheiden und dann zahlt halt nur der sagt, ich will mit dem Auto kommen oder ich will campen. Und halt wirklich nur pro Fahrzeug und nicht irgendwie pro Person oder irgendwie sonst, sondern einfach nur, wir schauen, dass Bauern auch etwas davon haben und es geht eigentlich 1:1 weiter und es finanzieren es die Leute, die es nutzen. Und nicht einfach alle kollektiv. Ja, 20 Stutz ist aber auch noch fair. Ja. Ja, also im ja Gegensatz zu anderen Festivals, wenn du es vergleichst, ist es einmal gar nichts. Und wir haben das eigentlich auch diskutiert, jetzt gerade vor allem die Camper, also Caravanplätze, nicht die normalen Parking für 5, sondern die für 20, weil wir dort dann auch jetzt 1-2 Mal wirklich an eine Limite gekommen sind, weil bisher hast du einfach können am Freitagmorgen daheim losfahren und wir haben wirklich, das hat im Verkehrsressort Bauchweh gegeben, die nicht gewusst, kommen 50 oder 500. Und durch das haben wir uns das auch wirklich müssen limitieren, dass man auch eben kann sagen, bei schlechtem Wetter kann jetzt, wenn wir, also was sind es, glaube ich, schon viele weg, also wer noch unbedingt eins braucht, soll sie jetzt, glaube ich, kaufen. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Ja, aber wir können dann auch 100 Billette und 70 sind weg. Genau, und dann ist halt der Vorteil, dass dann auch das Verkehrsressort durch die Planungssicherheit, dass die schon wie weg sind und die 100 kommen, kann man dann auch zum Beispiel schon genug früh, wenn man merkt, der Wetterbericht wird sehr schlecht, schon Alternativstandort organisieren und dann zum Beispiel irgendwo in der Gemeinde und eben dann vielleicht eine andere Lösung dann sagt, ihr müsst so viel zahlen und sonst gebe ich euch das nicht. Dass man dann auch etwas eben in der Hand hat, weil sonst haben wir einfach einen Platz, dann sage ich es dort runter und dann geht der nicht und nachher müssen wir all diesen Leuten sagen, hey, schau, es geht nicht. Also das würde auch einen Frust geben. Also es gibt auch für die Fans Planungssicherheit, das ist eigentlich so für die Unkostenbeitrag, wenn ich es jetzt nicht würde sagen, auch sie mehr davon können ausgehen, dass das auch wird bei Schlechtwetter klappen und eben, dass sie auch genug Platz haben, weil sonst haben wir nachher am Freitagabend die Letzten, die kommen und dann müssen wir die weiss nicht wo abstellen oder halt sagen, ihr müsst auf den Parkplatz und dürfen nicht dort campen. Ja, und gerade bei den Camper war halt noch so ein Thema, die Abschlepperei. Das sind die schweren also von den Fahrzeuge. Autos. Das war das mühsamste, halt, weil wir wirklich ein VK haben, das war durch dieses Jahr. Das gibt es, das kann es überall geben, aber das sind dann auch Freiwillige, die einfach so mit den Traktoren kommen und können auf Fahrzeuge rausziehen. Und wenn dann natürlich plötzlich, wenn es komplett eskaliert, was man halt einfach bei Corona jetzt gemerkt hat, alle haben sich einen Van gekauft, alle haben sich ein Wohnmobil gekauft, nichts Gescheiteres zu tun gehabt. Ja, was mache ich jetzt mit dem ganzen Ding? Eigentlich kann ich jetzt alles wieder machen und gehe jetzt wieder, ja, scheiß auf Klima, ich gehe jetzt wieder mit dem Flugzeug in die Ferien.
aber für irgendetwas muss ich ja den Camper noch brauchen. Okay, ich gehe an ein Festival, fahre mit dem Camper her, zack, es hat viel mehr drauf und was passiert ist einfach dann da eben, wenn es dann mal so eine Situation gibt, wie wir letztes Jahr hatten, das ist eine Heidenarbeit, die Leute irgendwie rauszuziehen. Da musst du zuerst auch mal stemmen. Und wenn du das ein bisschen kannst begrenzen, dann bist du dann auch froh darum schlussendlich. Und die Leute werden dann auch nicht hässig, weil wenn sie raus wollen, kommen sie auch noch raus. Das stimmt, ja. Und das ist ja letztes Jahr, ich weiß nicht, wie viel das mitbekommt, aber es ist ja letztes Jahr vor allem am ersten Abend, am Freitag, sind so teils schon prekäre Zustände gewesen. Also ich mag mich noch erinnern, es hat ja nachher wirklich die Durchsage gegeben, wer noch wie heute heim will, so soll jetzt zum Auto gehen, dass man die noch zeitig rausziehen kann. Ja, also wir haben Leute gehabt, die haben nicht viel geschlafen und haben wirklich einfach jede wache Stunde damit verbracht, ein Auto nach dem anderen aus dem Feld rauszuziehen. Ja. Das ist recht, das habe ich voll verdrängt, dass am Freitag aber schön Wetter angesagt war und nachher hat es irgendwie ab der 5 hat's nur noch geschiffen gehabt. Es hat aber nicht so lang, das war etwas Komisches. Es ist eigentlich nachher ja wieder es gut hat Fäden geregnet, wirklich. Ja, aber, wirklich. aber ja, wir haben ja auch noch so ein hohes Szenario gehabt bei uns in der Gruppe. Dort ist ja auch irgendwie, der Kollege ist früher heim, dann ist er uns wieder geholt, weil das Auto von der Kollegin, die es eigentlich heimholen abgelegen ist, also nicht abgelegen ist, aber halt nicht rausgekommen ist. Dann haben wir gesagt, okay gut, den Karren können wir morgen holen. Das heisst, du fährst jetzt, der Kollege kommt uns holen, dann fahren wir zu mir heim, dann kannst du mein Auto haben, um zu dir heimzukommen, dann kannst du morgen mit meinem Auto wieder zu mir und dann fahren wir ins Grenchen. Und am nächsten Morgen haben wir Gummistiefel mitgebracht. Das stimmt. Brian und seine Gummistiefel. Oh, das ja durch Harmonie Campen, durch und Was? durch. Das ist ja durch Campen. Spinnst halt, ich wohne 15 Minuten von dem Festival weg. Ich camp ganz sicher. come Sicher on. schon campen. Come Ja, on. machen die das, Alter? Ich campe in Machen meiner wir Wohnung. Metal Server Camp. Ist ja gut. Nein, Ja, wirklich. nein, 100%. nein, ich bin zu alt für den Scheiß, wirklich. Wir sind gleich alt. Es ist Camp- Arbeitszeit, kannst du Camp so schon, sagen. Es ist Camp nicht schon am Freizeit. Greenfield, das macht mich psychisch kaputt. Wir müssen das ganze Erlebnis erleben im Sigma Festival. Ja, mach du das. Das ist etwas anderes. Ich weiss, dass es etwas anderes ist. Aber mein Hauptproblem ist, wenn ich dort campe, weiss ich, Hawaii Bar bis um 6 Uhr da habe ich das Problem mit einer Genau. Inselgruppe vor Amerika. Weil die Hure Hawaii-Bar ist, ja, wie der Umi das schon öfters mal in unseren privaten Chats oder sonst auch angekündigt hat, das ist, sagen wir mal, das ist eine saugefährliche Aktion. Es ist wie, wenn man das also astronomisch beschreibt, wirklich wie ein schwarzes Loch. Also es zieht dich wie an. Also wenn du Ist näher so, kommst, wirst du wie reingezogen Und du kommst nicht mehr raus. und du verschwindest. Stimmt. Und man weiss nicht, was dahinter ist. Du kannst Quasi noch, alle, die wollen schauen, was dort drinnen läuft, die sind verschwunden. Die sind nicht ja, rausgekommen. Also so am 3 Uhr morgen sieht es schon so ein bisschen aus wie so ein Mockenbrutzler eigentlich. Wenn du jetzt mit auf dem Feld stehst, kannst du nach hinten schauen und dann siehst du dort ein helles Licht, es ist laut, es passiert viel und einfach so drumherum schwirren Leute. Und ab und zu ein Löscherippe. Ja. Oh ja. Ab und zu macht es Schotten So dicht, das- habe ich gehört. Das Psst, weißt du, das Gerüst. Eben, deswegen. Unbedingt. Ja, jetzt da können wir zu einem späteren Zeitpunkt darüber diskutieren. Ja, aber zum den Rotfaden wieder aufnehmen, zurück zu den Alterskategorien, die wir haben. Ich glaube, es ist schlussendlich eben dann der Effekt, dass alles viel angenehmer ist. Und ganz ehrlich, mit 20 habe ich mir noch nie überlegt, wo ist es auch angenehmer. Das stimmt, ja. Da ist mir scheißegal gewesen. Da bin ich mit so einer, ja, nein, Isomatte habe ich am Anfang nicht einmal gehabt. Da habe ich so ein altes Zelt vom Vater genommen, wo nicht mehr so wirklich Badtuch am dicht Boden. war. Nein, nicht mal da, also wirklich im Oder das Schlafsack, räudige irgendwie ein paar Interdiscount-Zelt, Kleider und wo alle das hatten, das 24er rote. Pack Ankerbier, weil es Voll. gerade günstigste war, weil ich kein Geld hatte, und eine Ravioli-Dose, wenn es hochgekommen ist. Das war genau mein Klassiker. erster Greenfield, gewesen, alles, was du sagst. Wirklich. Ja, Ja, ich habe jetzt gerade das im Kopf, das war 2005. Gewesen. Das war, by the way, das erste Greenfield. gewesen. Heavy. Und dann wird es irgendwann komfortabler, weil man ja ein bisschen, ja, denkt, Man lernt. muss ich mir das noch antun? Ja, ich habe auch 2-3 Mal das Gefühl gehabt, nein, so ein kleiner so ein Rucksack langt fürs Festival, ich muss den mitnehmen. Dann hast du noch die Fraktion, die irgendwann das Gefühl hat, so, ja, noch einmal wacken bis duschen, wo ich dann also das Gefühl hatte, so, ja, das habe ich auch nur durchgezogen, weil wir so ziemlich jeden Tag in die Bodyführer sind und dort sind baden. Wieso? Das kannst du dir ja nicht geben. Also wenn du das Wacken durchziehst, ohne zu duschen, muss ich einfach sagen, Alter, fick dein Knie, hey. Ich habe Das ist ja grusig. Wacken 16 habe ich tatsächlich nur einmal duschen gehabt und dort habe ich böse gestunken. Nachher. Die Nach dem bekannte Duschen. Schlammkur. Ja, genau. Ah, gut, aber dann kommt es auch nicht drauf an.
Wenn du die ganze Zeit voll mit Schlamm bist, dann ist es Aber eigentlich kann man ja sagen, wenn wir eben das, jetzt sind wir vorher eben haben wir ein bisschen ausgeführt über, wegen dem Parken, aber was man jetzt da eben noch den Link kann machen eigentlich von der Altersgruppe, ist natürlich auch immer ein grosses und wichtiges Thema im OK, der Komfort für die Gäste. Und dort ist natürlich jetzt sehr hilfreich, dass wir den Shuttlebus eingeführt haben, wo einerseits für die Leute einfacher macht zum Heimkommen, auch bis auf Zürich oder Bern, weil der fährt gratis alle halbe Stunde bis auf Aarau. Aha, okay. Shuttlebus auf Aarau, nicht Shuttlebus auf Bern. Nein, Gut, dann habe ich aber du gerade hast falsch nachher verstanden. Anschluss noch an diverse Züge, die man auf der Webseite auflistet, und das hat zum Beispiel den Vorteil, das Grüne. Danke. Alles der Rollenbrot. Hat den Vorteil, dass eben jetzt zum Beispiel auch Altersklassen, die jetzt sagen, ich gehe nicht mehr campen, zum Beispiel so viel einfacher noch irgendwo können ein Hotel buchen oder bei Friends übernachten, wenn du halt noch alle halbe Stunde auf Aarau kommst und unterwegs haltet er glaube ich auch noch 1-2 Mal Sur und... Ja, ich glaube, er haltet Ende Dorf schon mal, das Gränichen noch, dann Sur, dann Aarau und dann kehrt er wieder um und fährt wieder zurück. Und der ist einfach gratis. Ja, dank Crazy. einem sehr lieben Sponsor, der dann auch prominent und zu Recht erwähnt wird. Fängt mit Natürlich. H, hört mit SGR auf. Ich glaube, jetzt heisst es AVA. Ich bin da nicht mehr so ganz up to date. Gerade kannst du meine bleiben, bitte. Aber wir werden es demnächst wieder posten, und eben, das ist natürlich auch cool, eben, wenn du dann sagst, eben, kannst du irgendwo bei Friends auf der Couch pennen oder ja. Also muss ich jetzt bleiben? Nein, ich glaube Okay. nicht. Das ist Gratis-Werbung. Okay. Das war gratis Werbung für eine Firma, die vielleicht nicht einmal am Festival ist. Aber Okay. Ihr habt jetzt ein paar Mal gesagt, wir, oder? Das Gränichen ist für die es nicht wissen, als Verein organisiert. Ist das korrekt? Ja, das ist etwas, da geht, das finde ich krass, wie viele Leute das gar nicht bewusst ist. wenn wir sonst jetzt einfach mal die Chance nutzen und das machen, was wir sonst immer machen, wenn wir da Gäste haben, dass wir das ganz am Anfang an aufrollen. So, weißt du, dass man auch mal kurz kann, also nicht so lange, einfach natürlich. Lili, was blästest du? Nein, wir ich können schon hätte bei jetzt uns im eher Podcast gedacht. anfangen. Wir müssen nicht weiterführen. So weit zurück Nein, aber einfach, dass vielleicht mal einer von euch schnell kurz sich auch 5 Minuten Zeit nimmt und generell mal den Leuten, die vielleicht noch nie vom Open Air Gränichen gehört haben, was ich sehr bezweifle, wenn ihr einen Podcast hört. Aber ja, das kann sein. Checkt die letzte Jahresfolge aus. Es war mega gut gewesen. Auch wenn der Ricky nicht dabei ist, im Geiste ist er dabei gewesen. Und wir haben einen interviewt, der Ricky geheißen hat. Also, Ja. Ja. Ja, Leni, da bin ich gespannt. Mein erste, egal ob jetzt wie ich involviert war, glaube, also bin ich einfach privat als Gast gewesen, war 2012 gewesen. Also eher spät. Ja, weil nicht- das Ding ist, ich habe letztes Jahr im Backstage und zwar auch die Posters gesehen von diesen früheren Gränichens und eigentlich ist das Line-Up schon am Anfang ziemlich stabil gewesen. Ja, nicht ganz. Ja, Also, ich habe gesagt, ziemlich stabil, nicht? nicht ganz am Anfang. Ja, schon es nach ein hat paar viel Jahren. Ja, es hat halt wirklich klein angefangen. So Klibi und Caroline war mal gewesen, oder? Faktenchecker roastet mich, falls es nicht stimmt, lieber Verein, aber Jetzt hocken sie daheim mit ihren Notizblöcken. Roast, wenn auch Falsches stimmt, ich weil erzähle jetzt einfach noch Engagement das ist aus gut. 30 Jahren Geschichte, die ich so noch aus persönlicher Sicht im Kopf habe. Wo ich selber auch nicht dabei war, war der ganze Anfang. Wir haben aber tatsächlich auch noch Leute im Verein, die seit komplett am Anfang dabei sind. Ist es von Anfang an ein Verein gewesen, oder ist es einfach das erste Mal ein paar Leute gewesen, die das Festival organisiert haben und dann ist der Verein später daraus geworden? Aber jetzt kommt der erste Halbfakt. Also, soweit ich weiss, ist es eigentlich Fatih und Jungschi zusammen gewesen. Vielleicht auch nur eins von beiden, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich habe gemeint, es sind eigentlich beide zusammen gewesen, die eigentlich so eine Veranstaltung gemacht haben für einen Tag. Und dann gemerkt haben, dass es eigentlich ankommt, dass das Dorf und ein bisschen die Umgebung will, dass es cool ist. Haben das nächstes Jahr dann wieder gemacht. Darum hat es auch noch so, inzwischen finde ich es kultig, aber eigentlich ein recht oldschooliger Name mit Open Air Gränichen, weil heute wirst du jedes, das was wir machen, Festival nennen und nicht Open Das wäre Air. Sigma Opener, oder? Aber wieso kannst du den Unterschied Festival und Open Air? Ja, der Begriff ist eben Das ist viel cooler weißt du, heutzutage. Ja, oder auch nicht mehr Ortnamen nehmen. Voll. Wenn mal wirklich, ja, keine okay. Ahnung, irgendein stimmt, Gelände, ja. das elementarisch verlierst. Ja, voll. Warum Und am nachher- Ring?
Zum Beispiel. Ja, aber dann das ist Zeppelin eben das Feld Gegenbeispiel. Aber wenn es Open Air oder bla bla, aber also eben, wenn's Gelände Stadtname... verlierst. Genau, eben, Ja. dann ist nachher prekär. Das ist ja dort passiert, oder? Das ist Ja, Rock am Ring. Zeppelinfeld sind es ein paar Jahre gewesen, ja. Aber jetzt sind sie zurück auf dem Ring. Auf jeden Fall. Anyway, Leni, würdest du dich bitte nicht von uns wieder draus bringen Ja. lassen? Und Da ihr ist ja habt Geduld. ihr sind gegen den Trend, das wollte ich noch sagen. Jetzt nennt ja jede Band, wenn sie ein Indoor-Konzert mit mehr als 3 Bands organisiert, irgendwie ein Festival, oder? Hey, das habe ich früher auch gemacht. Nein, Bonebreaker Ball ist nicht als Festival bezeichnet. Doch, einmal schon dort Einmal? im Zug. Okay. Das Dort mit Ailstorm. Ja, voll. Und Unearth und so. Ja. Ja, weiss welches. Aber bin ich abgestraft worden mit Vorverkaufszahlen. Und es ist ja 3 Tage gegangen. Es ist Ja. nicht nur 5 Bands. ja, gewesen. ja. Ich Also- habe vor allem einfach gedacht, ich habe immer aus dem Podcast rausgehört, dass Metal Servola mit sehr vielen Festivals verpartnert ist, auch so mit diesen typischen Indoor-Festivals mit mehr als 3 Bands. Darum ist gerade ein bisschen Heikles Dünnsys. Ja, aber ihr sind ja fast das einzige Open Air. Ein Freiluftkonzert. Boah, das wäre aber geil. Freiluftkonzert Grenichen. Und dann spielen zwei hässige Bands. Es ist das einmal dann angewachsen und irgendwann ist der Schritt gekommen, so okay, wir machen doch einen zweiten Tag dazu. Wenn man schon etwas aufstellt, dann wird man es ja auch nutzen. Und dort ist dann wie so ein bisschen ein Split entstanden, dass mit der Zeit die Musik ein bisschen härter geworden ist. Mhm. Wie Wie war am Anfang gewesen, von der Musik her? Einfach so ein bisschen Dorffest. Ja. So ein bisschen Pop-Rock. So Kilby gewesen? Also zum Beispiel auf einem von den ersten ist ein Band wie Subsonic drauf. Ja, so Also ich Mundart-Bands glaub, sind ja, etwa was die ist das, gewesen. Ja. 98, 99 oder so. Okay, Also ja. so viel zum Thema, es ist am Anfang nicht ein stabiles Line-Up gewesen. Ich glaube, Subsonic ist ja 98, 99 relativ ein grosser Name gewesen Ja, in der aber Schweiz. Zum Aber es ist Beispiel jetzt, eben- glaube ich, nicht so ein Szenenfestival gewesen. Ah, ja. Geschweige denn, wenn man jetzt hockt, eigentlich vergleichsweise alles junge Leute. Ich meine, vor dem Greenfield hat es ja auch nicht wirklich ein Szenenfestival gegeben. Es hat Gut, das stimmt. das ehemalige Frauenfeld gehabt, wo... Out in the Green, ja. Genau, aber das hat sich heute auch gewandelt. Aber bis zum Greenfield haben einfach die Bands auf die anderen verteilt müssen spielen. Da hat es gar kein so ein Metal-Festival gegeben eigentlich. Haben wir nicht dort, wo wir Comania geplaut haben, nein, nicht geplaut haben, mit Days of Ruin, weißt du noch? Dort haben sie gesagt, ja damals hat es da vor 20 Jahren ein grosses Festival gegeben mit hohen Headliners, weißt du noch? Ja, das kann sein. Voll. Aber den Namen weiss ich nicht mehr. Ja, ist gut möglich, dass Ja. sie das gesagt haben. Ja. Keine Ahnung. Mach weiter. Ich habe noch weniger Ahnung, wie du Ja, ich Telefon-Joker. Schnell Comania geläutet. Nein, ist so ein älterer Herr gewesen. Wie der hat der ist Crowd denn dem was von gesagt dazu gekommen, dass es weg ist, so ein bisschen von den Local Bands und Schweizer Acts hin zu so Aber das ist ja HC, nicht. Punk und Rock und Metal? Also weg von den Schweizer Bands ist es ja nicht. Nein, aber von den Popbands, Ah, sagen ja, wir okay. mal. Ja, also eben, schon so etwas wie Subsonic, das hat ein paar Jahre gebraucht. Eben, müsstest du die ganz vorigen noch anschauen, dort ist es halt wirklich noch kleiner. Ja gut, aber das ist auch fair. Jeder fängt mal ein bisschen an. Wenn Ja. es nicht gerade eine grosse Firma ist, die jetzt da rein swoopt und sagt, wir stellen jetzt ein Greenfield an. Ja, als erste Wacken hat keine riesen Bands gehabt. Und Das eben, ist es ist ja lange her. Also wir Ja. haben jetzt die 29. Ausgabe dieses Jahr. crazy. Also wir haben 30 Jahre ja gefeiert letztes Jahr, weil es wegen Corona jetzt wird 2 Jahre verschoben. Aber also nächstes Jahr ist die 30. Ausgabe, aber ich glaube schon in dem Fall 32 Jahre nach dem ersten. Ja, wäre vielleicht auch noch ein Fakt, der bei Bahn ein bisschen untergegangen ist. Letztes Jahr haben wir 30 Jahre Verein gefeiert. Und eigentlich können wir nächstes Jahr dann das 30. feiern. das Sinn. 30. Macht Sinn. Hat sich halt ein Festival. bisschen Ja. verschoben. Jubiläum eignet sich ja immer zum Feiern. Also Ja. go for it. Natürlich. Gut, wir haben schon genug Gründe jetzt zum Feiern. Oder? Das Die ist Leute so. finden immer einen. Ja. wenn du das ganze Jahr Sitzungen hast, über dass du ein Event planst, wo dann einmal über die Bühne geht, dann feierst du am liebsten selber. Das funktioniert einfach. Aber das machen wir auch recht gut, habe ich gerade sagen. Eigentlich machen wir es nur für uns als OK. Aber das ist Ja. geil. Ich habe das Gefühl, das merkt man auch im Festival. Also an dem, nicht euch, nicht euch ein Festival, also nicht euch ein 2-Festival, aber auf dem Festival auch, dass es nicht gemacht wird fürs Geld, sondern dass es gemacht wird, weil ihr es geil findet. Ja, Mitarbeiter sind meistens die am härtesten mitfeiern. Alle die helfen, mitorganisieren oder in irgendeiner Form mitschaffen. Weil, muss ich auch noch unterscheiden, es gibt den OK, was sind das, 40 Leute? Ja, teils eben doppelt besetzt, weil es so viel Arbeit gibt. Und wir haben ein kurz- 600 Helfer. Also, da hat es Leute, die stehen vielleicht mal 2 mal 3 Stunden in der Küche und helfen irgendwie zum Beispiel
danke Mom, Pasta ausschenken. Also die geben Pasta raus für ein paar Stunden und sagen, das reicht mir, mehr will ich nicht machen. Und es gibt Leute, die nehmen 2 Wochen Ferien und sind den Rest des Jahres auch noch damit beschäftigt, die ganze Zeit eigentlich fürs Open Air Zeugs zu machen. Aber jeder von denen, ob mehr oder weniger, braucht es. Und jeder von denen ist dann meistens am heftigsten, am Feiern von allen, weil die einfach sagen, hey, hilf da mit, ich organisiere das mit, jetzt wird gefestet. Also sonst mal eine kleine Verständigungsfrage für mich, der halbe Ausländer da. Weil ich verstehe noch nicht ganz, wie ein Verein funktioniert. Und ich habe öfters Wörter wie OK und Dings. Also, könnt ihr mal für meinen nicht wissenden Stand einfach mal kurz erklären, wie das funktioniert von einem organisatorischen Standpoint? Das ist Bildungsfernsehen. Würdest du gerne die Wikipedia-Erklärung oder willst du aber auf euer Verein genau. bezogen, Sigma-Erklärung? Von eurer eigenen Erfahrung mit dem Open Air. Wie soll ich da kurz fassen? Also ein Verein ist grundsätzlich einfach ein Unternehmens- oder eine Form von eben so wie AG oder GmbH. Und wir sind eigentlich so als Verein organisiert, dass man dann halt eine gewisse Struktur hat. Wir haben einmal im Jahr eine Generalversammlung, wo aktiv wie passiv Mitglieder eingeladen sind und dann auch, wir tun dann wirklich auch über das Budget, über den Vorstand und so abstimmen. Also das ist ein offizieller Anlass, den du machen musst, und wir haben Statuten, wo man eigentlich zusammenfasst, was der Zweck vom Verein ist, wie ist der Verein organisiert. So eigentlich wie eine Zusammenfassung von wie wir organisiert sind. Denn ich bin jetzt eben aus meiner Perspektive aktiv Mitglied, weil ich das Ressort Booking habe. Und die 40 Leute, die jetzt du erwähnt hast, wir treffen sich eigentlich ist es immer der erste Mittwoch jeden Monat, wo wir uns treffen, wo wir das Festival plant, also von Feedback-Sitzung nach dem Festival, da haben wir eine Budgetsitzung, da haben wir eben die wichtigste ist schon immer die Anfang Juli, wo dann auch geht noch mal alles durch, ist jedes Ressort ready, hat es noch offene Fragen, und weil wir eben ein Verein ist, haben wir auch noch zusätzliche Events, die nur für Vereinsmitglieder sind, vom Raclette-Essen, wir haben schon einmal gemacht, so ein Weekend, wo alle Vereinsmitglieder können teilnehmen können, wo wir dann halt so wie ein Skilager oder so. Also ich glaube, ich habe inzwischen in meinem Kopf die perfekte Erklärung für eine Wiki zusammen. Perfekt. Ich glaube, wenn du es dann nicht verstehst, dann mache ich Mic Drop und gehe heim. Dann muss ein Mitglied werden bei euch, ganz einfach. Jetzt wird auch noch BWL unterrichtet, das finde ich super. Also Erklär eigentlich uns mal die funktioniert es juristische gleich Person. wie in einer Steuern Band, die sparen. regelmäßig Zeugs macht. Es hat Leute, die kommen zusammen, die interessieren sich fürs Gleiche, machen zusammen etwas, die fangen sich an zu organisieren. Plötzlich fährst du an von Konzert geben. Also musst du irgendwie, da hast Einnahmen, dann musst du irgendeinen für Kassen verantwortlich machen. Du musst irgendeinen verantwortlich machen für, keine Ahnung, für Shirts, für Equipment, für sonst irgendetwas. Und dann fährst du an Aufgaben verteilen innerhalb von dieser Interessensgruppe. Jetzt kommt nur noch der Aspekt dazu, dass du entweder würdest du eine Firma gründen und sagen, wir wären kapitalistisch, wir wollen nicht Geld verdienen. Oder du sagst, wir machen das aus nicht kapitalistischen Gründen, wollen aber trotzdem nicht als einzelne Personen agieren, sondern eben wie als Firma. Also kannst du einen Verein anmelden und dann machst du das als Verein. Kannst dann auch sagen, nicht ich als Person, sondern der Verein als Institution macht etwas. Ja. Genau, da gibt es auch Regeln dazu. Dran, aber Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Deal mache mit einer Headliner-Band, mache ich das eben dann als Absicherung für alle Beteiligten, eben auch nicht ich jetzt mit meiner Privatadresse, so wie wenn ich etwas im Internet bestelle, sondern eigentlich im Namen vom Verein. Also ich habe dann auch eine Transparenzpflicht, zum Beispiel gegenüber dem Kassier und dem dem Vorstand. Also die könnten jederzeit sagen, so, sag mal, welche Gagen ausgegeben hast und wie viel noch offen ist vom Budget. Und eben die sind auch die Hoheit, dass alle im Budget bleiben. Und wenn jetzt jemand voll überschiessen würde, jetzt ja schon selten auch gegeben, das kann halt passieren. Und dann schauen sie auch als Kontrollinstanz, wieso ist das passiert, wie kann man nächstes Jahr schauen, dass man dort irgendwo Kosten im Griff haben kann. Ja. Und eben so tritt man eigentlich auch einheitlich auf. Also wenn wir mit dem Partner für Getränke oder für alles, was wir brauchen, eigentlich Bühne,
Material, eben Booking, hat man so eigentlich immer einen gemeinsamen Auftritt. Und auch eben eine Rechtsform. Ja. Wo man dann quasi, wenn dann eine Rechnung nicht gezahlt wird, wirst nicht du betrieben, blöd gesagt, sondern der Verein. Ja, voll. Genau. Cool. Top. Und das hebt es halt auch ab von anderen Festivals, die halt wirklich eher dazu gedacht sind, damit möglichst viele Partner davon können Geld verdienen. Die es veranstalten, die liefern, die auftreten etc. Also bei ihnen steht, so wie ich es annehme, nicht der Profit im Vordergrund, sondern man versucht eher einfach rauszukommen, oder? Das sagen sie jetzt, aber die Rolex haben sie dorthin angelegt. Beide. Ja, nein, aber ich meine, das kann ja nachher dann, wir kennen ja auch aus Zürich einen sehr bekannten Verein, der weltweite Turniere organisiert, aber als Vereinsform existiert. Das schließt sich ja nicht aus, aber eben, das wird eigentlich nachher in den Statuten geregelt. Der Halt fängt auch mit den der FA und Zweck. hört mit IV auf, oder? Ist der? Okay, gut, einfach. Ja, also, das habe ich nicht schlussendlich gewusst, ist das ist bei uns interessant. eigentlich jede Was? GV Welche? funktioniert so, dass wir probieren, irgendein schwarzes Null zu schreiben. Das wird immer, da müssen wir uns auch rechtfertigen, den Mitgliedern gegenüber. Was machen wir mit dem Geld überhaupt? Und dann legen wir einen Plan vor, was haben wir vor auszugeben, was haben wir vor einzunehmen, was haben wir geplant einzunehmen. Und das Ziel ist immer so, ungefähr 0. Ja. Vielleicht ein bisschen plus, das wäre schön. Ein bisschen Polster. Aber nur zum da zurücklegen, falls mal etwas schlecht läuft, dass wir nicht gerade aufgeschmissen sind und sagen, nächstes Jahr passiert jetzt nichts mehr, wir lösen uns auf. Weil ich glaube, nach 30 Jahren wird das eigentlich niemand. Ja. Gelingt es mehr schlecht als recht. Das liegt dann auch wieder an den Mitgliedern, die halt motiviert sind. Das fängt beim Umi an, und dann sagen, hey, ich könnte aber die Band noch buchen, es kostet halt ein bisschen mehr, wenn wir irgendetwas machen. Und dann haben wir zwar auch wieder Abstimmung, aber jetzt natürlich alles motivierte Leute dabei, die dann wieder sagen, ja, es kostet mehr. Ja, aber es ist schon geil. Und dann kommt irgendjemand hinterführen mit, wir könnten noch das bauen, wir könnten noch das zusätzlich machen, wo man glaube es mehr oder weniger ein bisschen sieht oder halt während dem, gerade infrastrukturtechnisch, während dem Aufbau passiert dann einfach noch Zeug. Ja, klar. Dann fängt man an, etwas zu bauen, ja, da bauen wir jetzt auch noch dazu, ja, da bauen wir auch noch dazu, ja scheiße, man hat kein Holz mehr. Kann jemand Holz holen? Ja, wie viel kostet es? Ja, wir bräuchten noch mega viel. Und dann entstehen Kosten, die eigentlich gar nicht sollten. Ja. Und das mindert dann wieder das Polster und dann wird das immer eine sehr, 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 sehr enge Geschichte. Und für da ist ja dann eigentlich immer eine Ressortleitung für jedes Departement, wo dann auch eben durchs Jahr durch oder auch am Anlass dort dann auch, wie soll ich sagen, wo man dann halt auch muss zusammenarbeiten muss. Also es ist dann nicht so, dass einfach, also beispielsweise aus meiner Perspektive, ich bin ja mit gefühlt der Hälfte von der Ressort im direkten Kontakt für das Gelingen, weil ich brauche das Backstage und das Bühnenteam, dass Bands betreut werden und können spielen, aber gleichzeitig auch jetzt mit seinem Team, wo Social Media, Marketing, Promo macht, dass man sich dort abstimmt. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade von einer Band von sich aus haben die da geschickt, das Shoutout-Video und dann eben übergebe ich das auch ihnen. Sie entscheiden dann, wenn es postet. Und eben grundsätzlich ist jedes Ressort autonom, aber halt eben in Abstimmung. Also ich gehe auch nicht, ich bin nicht mal im Vorstand oder so. Eben dort haben wir alles jetzt separate Leute. Das sind eigentlich nicht mehr die Doppelfunktionen, wie es früher gegeben hat. Das hat wirklich jemand ist nur im Vorstand und hat aber nicht nur ein Ressort, dass man dort auch unabhängig ist. Und das gibt einfach eine Stabilität, die dann gut ist, weil ich kann auch nicht den Infra gut reinreden, Logistik redet innen nicht rein und manchmal gibt es Inputs, aber dann hat man auch eben die Sitzung, wo dann auch jemand, und das ist auch gewünscht, dass alle sich auch dürfen beteiligen und sagen, hey, look, können wir nicht das nächstes Jahr besser machen, wir haben auch ein internes Feedback, wie auch das, was wir immer an die Gäste verschicken, um eben auch zu schauen, was hat funktioniert und was nicht. Und manchmal merken wir dann, hey, look, das haben wir das Jahr, irgendwie sind die WCs nicht sauber gewesen oder dort hat etwas nicht funktioniert und dann tun wir das auch aufarbeiten und eben es ist wirklich zugänglich. Eben, wir haben auch immer wieder neue Leute jedes Jahr, die ins OK wechseln, die vielleicht schon jahrelang, oder echt die meisten irgendwie schon mal irgendwie Helferschichten übernommen, haben sich dann irgendwie mehr in das reingelebt und dann irgendwie ist jemand, zum Beispiel jemand hat aufgehört, weil es zeitlich nicht mehr geht, eben, es ist immer noch komplett ehrenamtlich, also es kommt niemand irgendwie 1 Franken auszahlt über, der das organisiert. Machen dann die Leute dann den Schritt in ein Ressort und ja.
machen dann das pflichtbewusst und Ja, sie würde das Ganze schon ein bisschen aufsplitten, weil es gibt, also, okay, vielleicht denke ich ein bisschen schwarz und weiß, aber Gib ihm. es gibt so ein bisschen wie zwei Menschengruppen. Es gibt die sagen zum Beispiel, Open Air finde ich geil, finde ich super. Ja, ich komme helfen. Ja, was komme ich denn über? Und dann sage ich schon mal als Antwort, wenn ich so eine Unterhaltung führe, auf das kommt es eigentlich nicht drauf an. Aber es ist ja nicht so, dass wir einfach sagen, hey, du kommst jetzt einfach helfen und hast gar nichts davon, sondern es ist ja schon, wenn du kommst helfen, umso mehr du hilfst, am Anfang fängt es an mit, du kommst das Ticket über. Dann kommst Konsumationsbons über. Und wenn du einer bist von denen, wo zum Beispiel eben, wir haben viele Leute, die wirklich 2 Wochen Ferien durcheinander und dann vom Morgen bis zum Abend, also wir fangen morgen um 7:30 Kaffeegipfel, fangen wir an, um 8 fangen wir an, von Zeug aufstellen. Und das, ja, es wird dann zu Mittag gekocht, es wird zu Nacht gekocht, Getränke werden gestellt von uns und dann wird einfach weitergemacht, bis es dunkel wird. Und zum Teil sind die Leute dann noch so motiviert, stellen sich eine Lampe her und arbeiten noch weiter, bis irgendwann musst du sagen, hey Leute, morgen wieder, come on. Ja. Aber das ist genau der Unterschied. Dann hast du deren, die einfach nur kommen, sagen, ja, meine Zeit ist um, ich habe zum Beispiel ein Billett wählen, das reicht für mich und gehen wieder. Ja. Und kommen dann, wenn sie überhaupt wieder kommen, aus dem Grund wieder und können nur echt die Zeit machen. Nicht, dass es die Leute nicht auch bräuchte, aber das sind dann auch die vielleicht nach 2 Jahren dann sagen, ja okay, nächstes Jahr kaufen wir einfach das Billett. Die kommen dann nicht mehr. Und dann ist die anderen, die sagen, oh, ist das geil. Ja, ich kann jetzt halt nur zu oben kommen, weil ich muss noch arbeiten und Zeug und Sachen. Aber nächstes Jahr, das sind die nächstes Jahr schon 2 Wochen Ferien nehmen. Ja. Und dann auch durchs Jahr durch, hey, wir sind dahinter, wir machen irgendetwas, wir sind irgendetwas am Bauen. Ja, ich komme auch gerade. Und die siehst permanent das ganze Jahr wieder. Und sobald irgendwie bei einem Ressort, dann heisst es ja, hört jemand auf. Oh, das würde ich eigentlich gerne machen und übernehmen dann ein Ressort. Eben, es ist eigentlich viel mehr als nur das Wochenende. Also das sind Freundschaften und Connections, die weit über das rausgehen, eben, wo man sich dann auch, wo eben gewisse Leute zum Beispiel jetzt, wo das auf- und abbauen, die 2 Wochen Ferien nehmen, die vielleicht nicht mal so die Musik hören, aber einfach sagen, mit diesen Leuten die 2 Wochen, das ist absolut das Geilste in diesem Jahr. Und eben, du hast es schön gesagt, eben, wir brauchen beides. Eben, die Zahl ist auch wie die Zahl der Gäste an sich auch gewachsen, weil wir halt immer mehr, eben, wir haben ja den Wechsel gemacht von einem Tag fürs Dorf, einen Tag für die Szene. Jetzt sind wir auf 2 volle Tage mit je 14 Bands. Und das hat nur schon x mehr Barschichten generiert, weil halt die ersten wollen schon um 12 Uhr und ein Bier und die letzten wollen am Morgen um 5 Uhr in der Hawaii-Bar noch eins. Und irgendjemand muss ja immer am Arbeiten sein. Und darum ist die Zahl so hoch. Aber wir haben halt, was ist momentan die Regel? Am Anlass selber, wie viele Stunden? Ich glaube 6. Aber schaut nochmal auf der Webseite nach. Es wird dann auch anders gezählt. Also wenn du beim Aufbau hilfst, zählt es nicht gleich wie am Anlass. Ja. Dann zählt es mehr. Das ist alles aber schön auf der Webseite beschrieben. Aber grundsätzlich, auch wenn du nur schon eine Schicht übernimmst, ist das schon mega geholfen. Weil es ist immer, du trägst zum Festival bei, dass es kann stattfinden kann. Weil am Schluss sind alle wichtig. Egal in welchem Ressort das hilfst. Ob du im Backstage Bands rumfährst, oder ob du am Grillstand bist oder Steward bist und einen Eingang bewachst. Ja, aber mit der Grösse kommen dann eben ein Problem, dass es auch wirklich Leute gibt, die sich anmelden und dann gar nicht aufkreuzen, was zu einem Problem wird. Obwohl wir Backup-Lösungen haben, geht es natürlich nicht endlos. Und wenn wir auch Leute verwünschen, die sich irgendwie reingeschlichen haben, durch das sich angemeldet haben und dann nicht antreten zu dem, was sie gesagt haben, sich immer helfen kann, sind wir inzwischen wirklich rigoros von Glänzstellen und Blacklisten, dass wir wirklich sagen, hey, wir wollen mit so Leuten nichts zu tun haben, wir wollen euch auch nicht auf dem Gelände haben. Das so nett wie wir zu allen wollen sein, aber dort hört der Spass dann irgendwann auf. Ja, voll. Das erklärt, wo wir auch müssen unterschreiben letztes Jahr, wo wir reingekommen sind, wo wir den Backstage-Pass bekommen haben, haben wir müssen unterschreiben, wir geben niemandem Essen und Trinken vom Backstage, wir geben niemandem unseren Pass ab, sonst sind wir weg und Blacklist. Das ist aber auch fair. Es macht absolut Sinn. Ja, Aber, es geht nicht anders. ja, es ist absolut fair, aber ich weiss, in dem Moment, wir haben es angeschaut, okay, wir müssen uns benehmen. Es sind halt die Sachen, du willst es überhaupt nicht. Jeder schießt es an, so Regeln aufstellen, weil eigentlich sind wir ein Haufen Chaoten. Also spätestens, wenn wir eigentlich an einer
an der Infrasitzung gehockt ist. Das Ressort ist inzwischen so gross, dass es eigentlich Sitzungen gibt mit 20 Personen zum Teil, wo es nur darum geht, zu planen, wie das Gelände aufgestellt wird. Und beim Aufbau sind es nämlich bis zu, ich glaube jetzt inzwischen macht man einen Cut bei etwa 70, 80 Leuten. Aber es sind mega viele Leute. Und dort ist auch eine Kreuz- und Quer-Diskussion, dass man dann zwischen wieder auf den Tisch hauen und sagen, hey, Leute, ein bisschen geht nicht. Weil man Chaoten sind. Mhm. Aber irgendwann kommt so Zeichen, es passiert so Zeug, dass eben zum Beispiel jemand in Backstage läuft und einfach probiert, all seine Kollegen irgendwie noch mit Bier zu versorgen. Und wir sagen, hey, wir können uns nicht alles leisten, es geht nicht. Wir rechnen nicht mit, eben, wir haben keine Rolex. Wir gehen fett ins Minus, wenn jeder das Gefühl hat, er muss so Zeug machen. Darum und es ist halt auch schade, weil wir ja eigentlich schon versuchen, so viele Freiheiten wie überhaupt noch möglich ist. Ja, ich meine, man kann ja bei euch Getränke mit reinnehmen. Genau, und dann ist halt eben, das sage ich jetzt aber mehr als Privatperson, ist mir eben bei so Leuten schon das Rätsel, eben, wo sich dann irgendwie so gehen, noch eben eigentlich so auf den Nacken vom Festival go unerlaubt noch Getränke. Ja, ich kann wirklich sagen, Gauner, weil es ist gedacht, dass die Person, die hilft, für das entschädigt wird und nicht nur 5 andere. Und eben, ich finde, gerade wenn du deine eigenen Bierdosen reinnehmen, ich meine, wo kannst du das schon noch? Ist es halt einfach für uns, eben, wo uns eigentlich, ja, so auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreissen, dass alle ein mega cooles Wochenende haben und irgendwie Teil von etwas können sein, wo so eigentlich Spass macht, eben für aus Gäste wie auch aus OK-Sicht, weil es eben noch so eine gewisse Magie hat, die eben schon nicht mehr hast bei allen, dass man das irgendwie ein bisschen schätzt und halt sagt so, hey, look, ja, ich finde, man kann jetzt ein Beispiel machen, wenn es irgendwie gerade knapp bei Kasse ist, kannst du am Festival go helfen und eben kannst du sogar noch die Bier selber mitnehmen. Klar, du kannst das Festival supporten, da haben wir nichts dagegen, aber es ist sehr zugänglich. Du kannst auch zum Pfefferstand gehen. Ja, aber das sind die geilsten Unterhaltungen, die du während dem Open Air amix hast. Da kommt dir irgendeiner entgegen, das haben wir geil gemacht, sagst danke vielmals. Hey, aber geh noch ein Bier saufen, schau, da haben wir jetzt wieder irgendetwas durchs Jahr aufgestellt, zum Beispiel jetzt gerade das Eingangstor ist sehr gut angekommen letztes Jahr. Da haben sich ein paar Leute sehr viel Zeit und Mühe damit gemacht, dass das Tor so aussieht. Die sind ja fast ein halbes Jahr dran gewesen. Ja, das ist wirklich, ich glaube... Immer am Wochenende oder wenn es Zeit hatte. Februar war Planung, im März hat es angefangen mit dem Bau von dem Ding. Und das war wirklich eine riesige Bühne gewesen. Und es kostet auch etwas, das dann zu machen. Und dann sage ich so, hey, geh noch ein Bier trinken, weil dann können wir nächstes Jahr wieder noch irgendein Seich mehr herstellen, weil wir das finanzieren können. Und dann kommst du als Antwort über, ja, High Five, ich gehe noch 5 saufen. Gut, danke vielmals. Nachdem es schon 5 haben meistens, oder? Ja. Ja, eben. Also aber für uns man kann ist so oft man kann das. Passivmitglied werden, man kann Merch kaufen, also nicht so, dass man jetzt nur mit Alkohol das Festival kann supporten, aber es gibt so viele Wege, eben monetär etwas ausgeben oder eben auch nur schon mit seiner Arbeit. Also da kann nur schon sein, wenn man seinen Friends erzählt, hey, kommt doch auch. Das sind jetzt vielleicht halt nicht die Bands, die im Hallenstadion spielen, die dort sind, aber das hilft uns auch. Eben jedes Billett, das verkauft ist, gibt uns Planungssicherheit. Ich sage es immer so, umso mehr das Zau rauslässt, umso geileres Zeug können wir nächstes Jahr machen. Weil es ist dann auch so, weil du jetzt 6 das gegessen, das getrunken hast, Merch gekauft hast, dann geht es der Kasse vielleicht ein bisschen besser, was bei uns im Umkehrschluss dann bedeutet, hey Leute, wir haben plötzlich ein bisschen mehr Geld. Bei euch ist was das stellen so, wir noch her nächstes Jahr? Bei euch geht ja alles das direkt ins Festival. Nicht so wie bei einem grossen, ich nenne jetzt keinen Namen, oder andere Festivals, die da in der Schweiz Rock und Metal machen, wo du ja eigentlich, wenn du das Geld ausgibst, nur einem Foodvendor Geld in den Arsch drückst, oder? Oder ist das so, oder wie muss ich das jetzt sehen, wie euch? Weil ihr habt ja auch Foodstände. Ja, das ist der einzige kleine Unterschied. Wir haben interne und externe Foodstände. Die internen Foodstände. Der Food Mosh Pit, das grosse Zelt, das vorher rechts vor der Bühne gestanden ist jetzt dieses Jahr, und wir zusammengenommen haben. Direkt am Eingang zum Backstage. I know which yes. Wo Burger, Grill und Pasta war. Zu sehr erschwinglichen Preisen. Die Stände sind von uns organisiert.
die gehen auch in unsere Kassen rein. Die anderen sind eigentlich einfach auch wieder dazu da. Wir wollen ja nicht, dass der Besucher dann irgendwie 4 verschiedene Menüs zur Wahl hat, sondern dass er möglichst Food Festival auch noch gerade hat. Da sind wir auch mega gewachsen. Auch das Angebot von veganem Essen. Was haben wir noch gehabt? Also, wo ihr da immer euer Sandwich da Der Fried Chicken. Der Fried Chicken ist geil. Ja. vom Meatstand, wo auch immer ich glaube, für den Kopf sorgt im Positiven. Aber Ja, aber erst am nächsten Tag. Ja, aber eben, die Stände, die werden halt wirklich, da werden Standplätze vermietet von uns. Also wir bekommen schon etwas dafür, Ja, aber logisch, verlangen ja. wir einen Fixpreis und die sind auch verhältnismäßig so niedrig, dass wir fast überrannt werden mit Anfragen von Foodständen. Machen dir Tasting zum Schauen, wer ich rauswähle. Nein. Also, aber wir würden aufs Feedback schauen. Also wenn Ja, jetzt ein Stand mega schlecht erwähnt wird bei der Umfrage, würden wir natürlich dann auch schauen, wie wir doof so, aber so die Experience kann nächstes Jahr besser machen. Also das ist bei uns der Pascal, der macht das sehr gut. Er schaut eigentlich immer so ein bisschen, welche Stände sind beliebt gewesen, welche nicht so. Haben die Leute irgendwo gesagt, es fehlt noch etwas an einem bestimmten Essen oder so, also einem Stil. Ja. Oder von dem hat es viel zu viel gehabt. Wir machen eine Umfrage nach dem Festival, oder? Das auch, ja. Die geht eigentlich immer so in der Woche, wenn dann alle wieder mal daheim sind, die Schuhe gewaschen, Die haben mir, glaube ich, auch geteilt sogar auf unserem Podcast. wieder mal Wasser getrunken, dann... Genau. Und da sind wir mega froh, also eben auch dort kann man uns helfen, wenn wir einfach schnell, muss ich nicht mal alles ausfüllen, aber einfach sagen, hey, das habe ich cool gefunden, das könnt ihr nächstes Jahr besser machen. Das ist mega wichtig, eben zum Beispiel, was wir jetzt auch optimiert haben, wo jetzt glaube, also das haben wir wirklich nachher in der Umfrage gesehen, wo ist zum Beispiel die Soundqualität bei der Zeltbühne gewesen, wo die Leute gesagt haben, hey, mega schade, irgendwie auf der Hauptbühne hat es viel druckvoller getönt. Und dann haben wir dort auch Lösungen gesucht. Und das ist dann nach ein Jahr drauf, hat man dann das wirklich gemerkt, dass wir eben, ist dann nicht gratis, machen wir auch wieder für die Bands und für die Gäste, aber wo wir gesagt haben, hey, das ist wichtig, weil es geht um die Musik und es muss drücken. Das ist eigentlich der Hauptteil von dem Festival, oder? Ja, Genau. Da würde jedes andere Festival irgendwann einfach aufgeben. Weil was mir auffällt, ist so in den letzten 10 Jahren, was so passiert ist, es hat geheißen, ja, in der Sounderia, also in der Nebenbühne, da ist der Sound scheiße. Da ist alles so blurry, geht nicht. Und dann Und du so einen Tisch drin hatten. Ja, dann haben wir es verbessert. Dann hat es gesagt, oh, jetzt ist super, der Sounderia, jetzt müsste nur noch die Hauptbühne besser werden. Macht man die Hauptbühne besser? Das, ja, die Sounderia ist halt nicht so. Es ist immer so, sie holen sich gegenseitig ab. Ja. Natürlich ist dann, wenn man in der Hauptbühne wieder aufrüstet, hast du noch ein anderes Verhältnis wieder. Wenn du von der Hauptbühne in die Sounderia reinlaufst, dann hast du dann das Gefühl, wieder, es lenkt wieder nicht. Ja, Dann rüstet man immer nachher. Ich würde einfach zweimal die gleiche grosse Bühne aufstellen. Wir brauchen 2 Mainstages, aber das wird dann schwierig mit dem Platz. He? Ist wieder mit Kosten verbunden. Genau. Aber hey, jetzt kurz bevor, wir sind ein bisschen eskaliert. Jetzt, Ja, ich wollte sagen, eigentlich müssen ihr, wir den roten Faden wieder wie habt ihr es aufnehmen. eigentlich, wir haben es ja vorher gehabt, dass jetzt sogar noch ein Food Festival bei euch rum ist. So, wie ist es jetzt gekommen, dass wir sind ja vorhin, bevor wir da den Exkurs gemacht haben, über die juristische Person, wo das Festival doch ist. Wie ist es dann gekommen von dem Pfadi organisierten Eintagesdings, dass jetzt doch auch noch Foodstände dort sind? So, wenn ist weil wir sind, wo sind wir dort vorhin? Vor allem, gewesen? wie das ein Szenenfestival geworden Genau, ist. das ist auch noch das nimmt wichtig. mich vor allem Wie ist der passiert? So, wie ist der Schritt passiert, dass dann plötzlich irgendwann geheißen hat, okay, es hat jetzt doch mal Heaven Shall Burn da gespielt. Heaven So Shall vom Burn hat Mundart gespielt zu bei euch, Fried ja? Chicken. Ja. Oder wie ist passiert? Nein, von Bullet zu Fried Chicken. Sind wir wieder im Foodblock. Genau, Foodblock-Rennen. Eigentlich ist es ein Streetfood-Festival mit ein Ihr bisschen sollt- musikalischer Ihr Begleitung. solltet noch einen zweiten Das- Instagram-Kanal machen, Streetfood-Rennen. Ja, wo sind wir jetzt gewesen? Jetzt hast du wieder Beim verloren. Line-Up, wie ist es du hast quasi? gesagt, es ist 30 Jahre haben wir den Verein jetzt schon und dann hat der Ricky das Gefühl gehabt, wir müssen herausfinden, wie ein Verein funktioniert. Und da haben wir abgehökelt. Und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir leicht davon gedriftet, das war vor etwa 3 Stunden. gewesen. Geschätzt, ja. Nein, also, Die Sonne geht wieder auf. was ich noch gut in Erinnerung habe, ist, dass der Freitag eigentlich immer so ein bisschen lockerer geblieben ist. Das ist, glaub, ja, es ist wirklich am 6 Uhr oben aufgegangen. Aber das Und- war bis im 18. noch gewesen, oder? Ja, das hat sich dann lang gehabt. Danke. Und das ist so,
ja, dort war es immer so ein bisschen Blues gewesen, so, auch zum Teil noch ein bisschen Comedy mit drin gewesen, aber das ist, glaube ich, erst ein bisschen später gekommen, bin nicht so sicher. Und der Samstag ist dann durchwachsen worden. Also dort haben dann schon auch ein Pop-Act gespielt, ein Singer-Songwriter-Act hat gespielt, aber dann haben sich so einzelne Bands angefangen reinschleichen. So Anfang 2000er, wenn ich so Poster, also ich mache es ja auch erst seit dem 16, das war mein erstes Jahr gewesen, und eben seit dem 12 als Gast. Und ich glaube, so Anfang 2000er hat es dann eben, wie du sagst, so, immer so ein bisschen, so durch die Hintertüren sind es ein bisschen, das hat, glaube ich, zuerst mehr mit Punk und Ska angefangen. Ja, also, wenn ich jetzt gerade erwähnen noch, da hat es eigentlich, das kann man sich so vorstellen, kleiner als die Hawaii Bar, glaub's, hat es eine Nebenbühne gegeben. Und das war gerade so zu dieser Zeit gewesen. Ich glaube, das müsste so 2002, 2004 irgendwo in die Richtung sein. Die kleine Bühne war eine Ska-Bühne, wo eigentlich dann nur Ska-Bands gespielt haben. Und auf der Hauptbühne war noch ein bisschen gemischt gewesen. Und dort hat wirklich alles gespielt. Aber ich mag mich an einen Moment noch gut erinnern, müsste eigentlich um 2004, 2005 herum gewesen sein. Dann hat Anti-Flag gespielt. Schlecht gealtert, aber... Kann jetzt niemand etwas dafür. Er hat jetzt nichts gesagt, ausnahmsweise mal. Ja, das absolut vergessen. Ja, nein, aber da war das halt wirklich ein Thema gewesen. Anti-Flag spielt in Gränichen. Und die Bühne war hier noch dort, wo der Campingplatz ist jetzt. Also eigentlich ist nur der Eingang... Neben dem Haus dort, oder? Dort, wo die Hawaii Bar jetzt ist der Eingang überhaupt zum Gelände gewesen. Ah ja. Es hat noch keine Abtrennung gegeben, wenn einer zeltet hat. Förderband hinter dem Ecke. Mit dem... Das Förderband hat noch nie existiert. Oh. So ist Kies Group eigentlich nur auf der einen Seite gewesen. Das ist, ja, ich würde sagen, dort habe ich noch in den Daumen genuckelt wahrscheinlich. Nein, 2005. Oder was hast du gesagt? Ja, dort hast du nein, angefangen mit ja. Linkin Park. Ja, aber ja. jetzt macht dich nicht selber fertig. Da habe ich Bullet from a Valentine gelost. Okay. Ja, aber dort müsste ich so, ja, mal. Habe ich nicht. 17 wäre ich dort. Was war denn dein erste gewesen, eigentlich, so für den Zeitstrahl? Ich könnte es gar nicht wirklich sagen, weil die Eltern, vor allem der Vater, haben mich hintergenommen, schon als Kind. Natürlich, weil ich bin aufgewachsen. Ah, du kommst von das ist Gränichen? 300 Meter weg von dort. Du bist auf dem Gelände geboren? Quasi, ja. Ja. Also ich hatte Er ist vom Sacred dort Ground. hinten das Bächli, was es noch hat und so, schon gestaut als kleiner Was ist 9 Monate vor August? November? Ich bin jetzt alt. November. Nein. Dann musst Nein, du aber- nach 9 Monate später. Ja, eben. Das wäre irgendwann Februar. Wann hast du Geburtstag? Was? Im März? Das Oh. geht etwa auf. Also Knebel kommt es an. Ja. Durch und durch, Gränichen. Ah, yeah. Nein, also du hast wirklich nur im hinteren Teil etwas gewesen. Und das ist noch, das ist, verhältnismäßig ist das noch nichts gewesen. Aber es ist dann halt eine grosse Nummer gewesen, Anti-Flag gespielt. Und dann ist, eigentlich geht ja auf der Seite links, wenn man eigentlich hinter auf den Campingplatz schaut, geht es dort so ein bisschen den Hocker drauf. Und da hat man das Bächli mit Stahlplatten abgedeckt. Und dort ist es draufgegangen und dort war alles voll mit Leuten gewesen. Und das war so eine Begeisterung für die Open-Air-Leute, dass es so viele Leute dort hinten hat, dass der Hang voll ist mit Leuten. Und ja, verhältnismäßig wäre auch so viel jetzt wie, keine Ahnung, Nachmittag um 3 vor der Hauptbühne. Aber da ist das dann wirklich eine Nummer gewesen. Hey, plötzlich hat es mega viele Leute dort hinten. Man könnte eigentlich schauen, dass man es noch ein bisschen ausbaut. Und dann hat es wie so ein bisschen einen Wachstumsschritt genommen und ist 2006 dann auch auf den Vorderteil vom Gelände gewandert. Ursprünglich, Also auf 2 Bühnen dann. ja, das ist ja, also, muss ich ehrlich sein, das erste Jahr habe ich recht Katastrophe gefunden. Dann bin ich wirklich auch als Besucher dort gewesen. Ich habe zwischendurch mal geholfen, dann ein Zeitchen nicht mehr und dann wieder angefangen. Und das erste Jahr, das davor war, hat eigentlich die Hauptbühne, so wie jetzt schon, nach hinten geschaltet und die Nebenbühne von hinten nach vorne geschaltet und in der Mitte ist ein Bar, der auch noch geschaltet hat, also man ist permanent beschallt worden. Wo man dann aber auch muss sagen, es war 2006 gewesen, also ich bin gerne beschallt worden auf der Nebenbühne am 2 Uhr am Nachmittag von Parkway Drive. Ja, mit diesen 30, 40 Leuten Maximum vor der Bühne gestanden sind und irgendeine
No-Name australische Band, die das erste Mal in der Schweiz ist. Können wir sich jetzt auch nicht mehr vorstellen und wir können sie uns leider auch nicht mehr leisten. Das war wahrscheinlich einer von den ersten so Tour Band Europa-Tour gewesen, ja. Ja, so Dokumentarfilm gemacht. Nachher sind sie, glaube ich, nochmal in Börum gewesen. In Börum, Da bin ich mir nicht sicher. Börum, wenn wir so in Geschichtsbücher zurückgehen, weiss ich nur noch, dass dort einmal als Vorband von... Meinst du Vollbeat? Ja, hat, aber was haben Als sie? Vorband von Hatesphere. Genau. Ich habe jetzt noch einen Koffer daheim mit diesen Hatesphere-Kleber von dem Konzert hier. So gut. Das war, glaube ich, 2004 gewesen, oder so. Aber magst du noch kurz auf den Tisch klopfen für das Lexikon Brian da? Das ist absolut... Ja. Aber die haben hier auch ein bisschen andere Musik gemacht. Ja, aber ich weiss nicht, ob Parkway dann auch noch mal in Börum war. Ey, ich bin zu jung gewesen. Ich bin 2006, hast du gesagt. Ja. Bin ich 13 gewesen. Ja, Aber ich Parkway glaube, das Drive ist das viel- gleiche Ich bin Jahr wahrscheinlich gewesen, in wo- 07 bin ich das erste Mal an Greenfield mit 14. Also das ist, Ich habe mich hier auf Bands gefreut wie Remembering Never und bin zufälligerweise auf Parkway Drive gestoßen. Remembering Never kennt man heute eigentlich nicht mehr, aber Parkway Drive... Ich wollte gerade sagen, willst du mal ein bisschen mehr erklären dazu? Nein, aber es ist dann wirklich halt so gewesen, dass das immer noch so ein bisschen Stück für Stück hat's angefangen, dass man dann auch halt anstatt eine reine Bluesband Blues Rock genommen hat, dann als Zuschauermagnet dann angefangen hat, so ein bisschen in einen rockiger Bereich hineingehen, dann hat man höchstens so gesagt, okay, man nimmt eine Classic Rock Band, man nimmt eine Hardcore Band, man nimmt eine Punk Band, man mischt im Rock-Bereich noch durch am Samstag und trennt das eher ein bisschen vom Freitag, weil mit der Grösse, die gekommen ist auch die Mischung der Leute natürlich gekommen. Und dann hat man gesagt, ja, man verliert sonst wie so ein bisschen den Anschluss zum Dorf. Wie will eine Familie mit ihren Kindern mal hinterkommen und sagen, okay, wir wollen eine Flasche Wein trinken und etwas essen und dann und dann irgendwie noch spielt Parkway schauen. Drive dort. Und gleichzeitig hat es einen Horde Punks, die gerne moschen wollen. Und man will beide nicht in den Raum lassen. Also hat man Freitag und Samstag wie so ein bisschen angefangen voneinander zu nehmen. Und das hat sich dann angefangen über die Jahre wie so ein bisschen festigen eigentlich. Und das Gelände ist dann eigentlich immer nur so in ganz kleinen Schritten mal angewachsen. Es mag heissen, okay, wir können vielleicht die Hawaii-Bahn noch mal ein bisschen grösser, dann können hier noch mal ein bisschen mehr und eigentlich jedes Jahr so ein bisschen Schrittchen dazugekommen ist. Und der letzte grosse Umbruch ist dann eigentlich so zwischen 2017 und 2019 passiert. 2017 hat man es noch so gemacht, dass nur noch der Freitag und Samstag eigentlich war. Der Freitag hat dann aber auch schon so ein bisschen Rock-Attitüde Phil Campbell. gehabt. Gell, Phil Campbell war Freitags-Headliner im 17. Eben, es ist noch Ja, tauglich mit gewesen für... JBO. Ja. Ist Hatebreed Dafür haben wir vom 16 gewesen? Ja, das war mein erstes Jahr. Das war schon mein erstes Mal dort gewesen. Ja. Aber dort ist auch nur am Samstag so Eben, und gell? am Eben, gell? Freitag habe ich, wer war das gewesen? Haben wir Chakra gehabt. Das Headliner. Und Damals hast du noch nicht campen, oder? mal, aber Mal. eben, es sind nachher, das ist glaube ich der intensivste Diskussionsteil gewesen, den ich in den letzten 7-8 Jahren halt erlebt habe, weil wir dort, ich halt einer von diesen eher neuen Leuten war, die dann halt auch die Reform wollte durchbringen für das Wohlwollen vom Festival. Das hat aber natürlich sehr intensive Diskussionen gegeben, wo halt Leute im Team auch berechtigt halt, das ist ja gut, wenn du dort diverse Meinungen hast, halt wie Angst gehabt haben, dass es dann irgendwie zu Ungunsten von der Zukunft und einfach irgendwie von dem Schritt eben, es hat recht viel Überzeugungsarbeit gebraucht, wo jetzt zum Glück eben kann man sagen, es ist der richtige Entscheid gewesen, weil was dort das Problem war mit diesen zwei Zielgruppen, ist, dass eben wie im 16. hat man zwar Hatebreed als Headliner, so endlich so der grosse Name, wo noch nie halt hat können spielen, aber du bist jetzt nachhinein betrachtet, das Festival nicht genug attraktiv gewesen, dass zum Beispiel jetzt Leute von der Romandie kommen für nur einen Tag. Auch wenn du kannst campen, aber dann sagst du also, ja, komm jetzt wegen 3 Bands. Und gleichzeitig, weil halt auch schon damals vor Corona die Gagen immer ein bisschen gestiegen sind und man hat irgendetwas Gescheites präsentieren, hat mir dort auch wirklich schon vor mir grössere Sachen gebucht, mit Pete Schweber gehabt, mit EAV gehabt,
man hat auch immer ein bisschen experimentiert und der Freitag ist aber immer ein bisschen abgesackt, weil man hat gesagt, die Zielgruppe ist das Dorf, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, hat eben das Dorf gar nicht wollen, irgendwelche Rockbands haben, 40, 50 Steinzahlen, sondern die haben wollen die Leute aus ihrer Nachbarschaft sehen, ein bisschen Kinderprogramm, und die haben gar nicht wollen, so die grossen nehmen. Und dann haben wir dann eben nachher die Reform gemacht, dass man fürs Dorf den Donnerstag hat, wo aber komplett zugänglich ist, also ohne Eintritt. Und dass wir eigentlich dafür für die Szene können einen zweiten Tag machen, wo wir dann nachher ab 2018 haben wir das erste Mal so gemacht, aber der Freitag nur mit 7 Bands. Und weil das nachher gut angekommen ist und wir haben nachher viel mehr Zweitagespässe verkauft, sind wir dort nachher auch 14 Bands auf, und dann ist, glaube ich, für alle junge wie auch ältere Leute im OK ein mega spezieller Moment gewesen, wo wir dort, eben, wir haben schon eine Woche, 2 aufgebaut und plötzlich sieht man am 10 Uhr am Morgen Leute anstehen. Das haben wir schon nur vom Greenfield oder so gekannt. Und das sind wirklich das erste Mal sind Leute am Morgen mit ihrem ganzen Gepäck für wirklich 2 Nächte campen und einem 24er in der Hand und noch irgendeinen Schubkarren. Und Ja, also 2018 ist ja der erste Schritt passiert einmal, wo man dann ja gesagt hat, so, okay, wir machen jetzt die 3 Tage daraus, machen den Donnerstag als Versuch, schauen, hat das Dorf mehr Bock als mit so durchmischtem Publikum und Eintrittszahlen und so. Hey, kommt doch einfach am Donnerstag. Mega gut angekommen. Am Freitag, halt um 6 Uhr oben auf, dann hast du schon gemerkt, plötzlich haben wir ein bisschen mehr mit Zelt, weil vorher war es halt wirklich so gewesen, man hat vielleicht 30 Zelte gehabt, mehr nicht. Die meisten sind wirklich eintägig gekommen oder sind zwischendrin heimgefahren oder aber es ist nicht wirklich so ein Camper. Es gibt Gibt's ja auch heute noch. Mache ich auch das Jahr. Ja, aber es ist nicht wirklich so ein Festival, wo du gecampt hast. Helfen mir bitte den Bella Moppe, dass er am gar nicht erkennt. Wenn du mich würdest kennen, wüsstest du, dass es nicht wird funktionieren. Geht in den Kommentaren und könnt den Bella moppen. Das funktioniert noch weniger. Sorry. Das war wichtig. 2018 hast du plötzlich jetzt ein bisschen mehr Leute gehabt, die wollen campen. Und was ja, wirklich der grosse Punkt war ja der 2019 gewesen. Da wissen viele gar nicht, dass 2018 zum Beispiel hat es nicht mehr gegeben als eine Freiluftdusche. Eigentlich die jetzt immer noch über ein Bächlein war, wo man Hahn aufdrehen und sich ein bisschen nass machen. Da hast eigentlich alles gehabt. Es hat sonst keine Möglichkeit gegeben zum Duschen dort hinten. Hätte es ja nicht gebraucht, wenn du halt nur eine Nacht dort bist. Ja, Klar, ja. Du bist irgendwie um 3, 4 Uhr Nachmittag angekommen, hast schnell dein Zelt angerotzt, dann hast du vielleicht einen Rucksack, so einen kleinen Schulrucksack dabei gehabt. Und am nächsten Tag, wenn der Grind wieder gegangen ist, bist du heim. Ja, also es hat schon deren gehabt, die ja dann vom Freitag gekommen sind, eben gerade spezifisch 2018 sind es mehr geworden, die am Freitag gekommen sind und am Sonntag heim sind. Aber das waren halt so die gewesen. Ja, das ist uns völlig egal, die 2 Tage nicht duschen, egal, und sonst stehen wir die kurz drunter, da tut es auch. Aber das ist ja auch genau eigentlich die Zeit, wo das Glamping, und ich will ein bisschen mehr von einem Festival als einfach 3 Tage Dreck wichtiger geworden ist. Und dann 2019 hat man ja gesagt, weil eigentlich das ganze Konzept funktioniert hat, hey, wir machen 2 volle Tage, Freitag und Samstag, 3 Ballern mit harter Musik, dass die Leute wirklich können sagen, hey, das ist ein Wochenende, bis Wochenende dort. Und das war auch ein Jahr, wo ich dann, das war gerade eine rechte Herausforderung. Ist das nicht auch noch das 25. gewesen? Das war 25-Jährige. Das war auch noch ein Grund, warum sie gesagt hat, ja komm, wir legen noch mal Schippen drauf. Und ich hatte dort Infra übernommen, weil sich niemand so ganz freiwillig gemeldet hat. Dann habe ich gesagt, ja, wir müssen wahrscheinlich helfen, aber ich mache das mal. Und habe dann schnell mal müssen realisieren, im Moment, wenn wir das machen, und 2018 hat es schon zugenommen mit dem Zelten, und im Feedback ist schon dann langsam die Meldung gekommen, hey, Duschen und so wäre vielleicht ein Thema, und ja. Das ist doch nicht ganz wacken. Es hat dann hinten Toy-Toys, und die 3 Toy-Toys, die auf dem Zeltplatz stehen, die haben einfach nicht so ganz gelangt. Es wäre ja nicht so, dass vorher 2010 aber so Wege gewesen, mit WCs, aber ja, man nimmt ja doch den kürzesten Weg, und es hat dann nicht mehr so ganz gelangt dort.
dass man dort auch eine Schippe drauflegen muss. Und dann hat man wirklich angefangen mit, okay, wir müssen Duschcontainer haben, wir müssen mehr WCs haben. Und dann hat es dann eigentlich wirklich geklopft. Dann ist 2019 ist der Zeltplatz voll mit Leuten. Und wirklich sehr, sehr, sehr voll. Wir hätten dort fast noch den Haken zu oberst oben verschieben. Und ich bin dann einmal dort drüber gelaufen und wirklich gedacht so, das sind nicht nur irgendwie so ein paar verstreute Zelte. Da hast du wirklich so 2 Strassen, wo die Leute mit ihrer Boombox am Sound hören waren. Ein paar sind irgendwie auf irgendwelchen Metal draussen am Schlafen gewesen. Du hast wirklich so ein bisschen eben gedacht so, Kopf, das ist ja gross geworden. Ja, man hat gar nicht so geplant, dass wir eigentlich die ganze Wiese hinten würden brauchen. Und dann plötzlich gemerkt, hey, das geht nicht mehr. Kommen wir immer mehr mit den Zelten. Das 19 war das erste, das ausverkauft war. Genau. Ja. Und dann haben wir wirklich geschaut, dass wir jetzt wirklich jeden Fleck dürfen nutzen, der geht. Und eben auch Camper wiederum, wo ja bisher eigentlich auch gutes Feedback kommt, bis auf eigentlich, wo wir gezwungen waren, Camper zu verteilen. Halt auch wetterbedingt. Aber irgendwo muss man sich ja noch verbessern. Nein, aber also, schlussendlich ist es eigentlich ein bisschen so abgelaufen, dass wie ein Selbstläufer geworden ist und wir eigentlich nur noch reagiert haben. Im Sinne von, hey, wir müssen irgendetwas machen. Weil wir selber den Anspruch hatten, so, es geht doch nicht, dass wir einfach so, ja, kommt mal und dann schauen wir dann, ob es gut kommt oder nicht. So, wir haben dann wollen, so, hey, das geht doch nicht, dass wir jetzt einfach, okay, 3 Toy-Toys haben nicht gelangt, stellen wir 4 her. Und das Feedback ist dann immer dementsprechend gekommen, seitens Bands. Wow, mega geil, plötzlich sind so viele Bands, meistens so grosse Acts, die am Gränichen spielen. Leute, die gesagt haben, ich bin noch nie gewesen, aber jetzt muss ich trotzdem mal kommen. Dann, ich mag mich noch erinnern, das war auch 2019 gewesen, an dem Post, dass wir kein einziges Toy-Toy auf dem Gelände haben, dass es nur spülbare WCs hat. Er hat hier mehr Likes gehabt als Line-Up. Ja. So geil. Und seitdem ist allen, spätestens seitdem ist allen bewusst, wie wichtig das ist, dass die Leute einfach in Ruhe aufs Klo können und können schiessen am Morgen. Weil wenn das funktioniert, dann kann ich das Open Air geniessen. Ja, wenn nicht, so. dann schießt mich alles an, dann gehe ich nicht. Ja, aber da gibt es ganz ich viele Entscheidungen von Hey, dem. ich kann mich daran erinnern, dass ich dich mal an einem anderen Festival in der Schweiz getroffen habe und das Erste, was du mir einfach gesagt hast, war wirklich Gott verdammt, das kann es ja nicht sein, dass es da weniger Scheissen hat, wie das, was ich in einem Monat wieder dort anstelle. Wir nennen keinen Namen. Etwa Wortlaut, etwa so. Ja, aber es hat wirklich, also es fällt halt auf, Teil Festivals haben auf einem Zeltplatz, wo, keine Ahnung, 5000 Leute am Campen sind, stehen irgendwo 10 Toy-Toys rum, so nach dem Motto, ja, geh dich zufrieden mit dem. Nach 24 Stunden leeren wir die vielleicht mal und tun wieder 2 Rollen Klopapier rein, den Rest müssen wir halt selber Da habe schauen. ich einen neuen Lifehack gefunden. Da habe ich letzten Podcast gesehen vom Garza. Das Ding nennt sich Portable. wie heisst der? Portable. Der Gulo Clean. Cool. Könnt das mal googlen. Das kann man auf eine PET-Flasche drauf tun. Passend zum Thema, ich kann mir Brauchst kein Wasser, das ist super. Gut, wir machen weiter, Ricky. Oder willst du cutten? Gut. Ja, brauchst kein Dings. Aber das braucht ihr am Open Air Gränichen nicht. Open Air Gränichen ist Gulo Clean Free, weil sie haben andere Sachen, um das Gulo Clean zu halten. Nein, es ist auch schon ein langer Prozess gewesen, den wir auch jetzt noch weiterführen. Aber ich glaube, von allen Beteiligten war es eine super Entscheidung gewesen, weil ich glaube, ein Approach eben auch von jetzt einer von der Pro-Stimmen, du hast es wahrscheinlich ähnlich gesehen, ist auch immer gewesen, schau, wenn wir es schon ehrenamtlich machen, dann machen wir das Beste daraus, aber dass es irgendwie noch für alle Ressorts stemmbar ist. Aber ich habe immer so gedacht, für was bauen wir ehrenamtlich den ganzen Scheiß auf, um nachher nur 1,5 Tage Bands spielen zu lassen. Und das Gelände irgendwie immer so halb leer ist. Weil wir haben ja die Kapazität nicht irgendwie verdoppelt. Wir haben einfach immer gesagt, da passen mehr Leute drauf. Und wir haben dann irgendwann gesagt, okay, jetzt sind wir am Limit. Weil wenn wir nochmal 200 mehr verkaufen, dann wird es eben nicht mehr chillig. Dann stehst du dann an beim Essen, stehst du an beim WC. Eben, also das heisst, rein geländetechnisch könntet ihr noch mehr Leute drauf lassen und ihr macht es bewusst nicht, damit es eben nicht überfüllt wird. Für polizeilich würde es gehen, aber wir müssen dort natürlich nicht nur die reine Fläche anschauen, sondern eben auch
Parkflächen sind wir letztes Jahr sehr an den Anschlag gekommen, wo wir wirklich wie fast, ich glaube am zweiten Tag haben wir dann auch wegen der prekären Wetterverhältnisse vom Vorabend wirklich müssen, glaube auch aufrufen, so, wenn ihr es irgendwie könnt, kommt mit ÖV. Und eben auch der Campingplatz. Also weißt du, wenn du dann nochmal 100 mehr würdest verkaufen und du hast aber nochmal 30 Zelte mehr, geht das irgendein... Und das ist nachher wie... Keine Ahnung. Ja, also im Über eine Prinzip Strategie geben. Wenn irgendetwas aufdings ist, dann musst du nachher überall... also 100 Leute mehr ist dann auch ein Essensstand mehr, ein WC mehr, ein Duschcontainer mehr. Und so weiter, ja. Genau, und das ist nachher... Das würde nachher blöd gesagt viel mehr Sinn machen, denn ist jetzt null ein Plan, aber eben, dass irgendein kannst du das nicht machen und müsstest wie komplett von vorne neu anfangen und sagen, wir machen gerade irgendwie 3-mal so viel auf einem anderen Gelände, aber auf dem Gelände jetzt, wo ja alle happy sind, ist das, glaube ich, einfach das Limit, eben, weil schon sehr schnell würden die Leute sagen, jetzt ist der Vibe nicht mehr geil, wenn eben und das Limit ist wie viele Leute? So. 2'500 oder wie viel? Also die Mitarbeiter und alle eingerechnet, weil die sind ja auch auf dem Gelände an sich, sind es pro Tag gute 3'500. Ja. Und Und verkaufte Tickets etwa 2,6. Okay, 2,6. Aber eben, wir haben nur schon eben 600 Leute, die durchs Mithelfen gratis dürfen. Dann haben wir etwa 50 Leute in höheren Funktionen, die am Arbeiten sind oder halt gratis dürfen kommen. Dann hast du 14 Bands und ihre Crews. Und die haben alle noch eine Gästeliste. Also stimmt. Ja, aber ist ja die Idealgröße. Also, irgendwelche Vögel, die einen Podcast machen, hinten dran. Da haben wir noch alle Sponsoren, Partners, die auch wichtig sind, die uns halt mega entgegenkommen und im Gegenzug, weil das ist da, wo wir am besten anbieten können, sind dann halt als Gegenleistung Tickets, wo dann auch aus der Region halt sehr viel Support kommt, wie sie dann sagen, wir dürfen dafür, keine Ahnung, 5 oder 10 oder je nach Grösse der Leistung auch Leute reinbringen. Und die kommen ja auch rein. Die brauchen auch einen Parkplatz, die wollen auch essen. Und was haben wir noch? Anwohnertickets, wo man halt auch für eine gute Kooperation macht. Also das Ding ist halt da, wir haben das wirklich, das sind längere Diskussionen gewesen, aber an jedem Punkt haben wir müssen sagen, wir könnten mehr Leute reinlassen. Es ging. Es wäre eigentlich kein Problem. Das einzige Problem, das wäre, ist genau das, der Komfort geht verloren. Plötzlich stehen alle eng im Zeug rum, willst du etwas zu essen, musst halt anstehen, willst du aufs Klo, musst anstehen. Wir müssten nicht mehr WCs herstellen, wir müssten nicht mehr Duschen herstellen, wir müssten den Zeltenden nicht mehr Platz zur Verfügung stellen. Ja, stellt euch die Zelte ein bisschen enger zusammen, schaut halt. Das machen ja viele Festivals halt. Die gehen noch her und sagen, hey, stell dein Zelt noch ein bisschen anders hin, da muss noch einen Platz haben. Oder du darfst nur ein Pavillon pro Gruppe. Ja, oder gar keine. Oder es Gurten am Schluss ein 2-Personen-Zelt für 2 Personen. Keine Campingstühle, kein gar nichts. Wow. Holy hell. Ja, aber also das war am Schluss, wo man auf dem Hocker oben können zahlen. Aber es war wirklich streng reglementiert gewesen. Und eben auch bei den Bühnen sind wir an einem gewissen Punkt. Eben, wir haben jetzt, zum Beispiel, wo wir Stick Your Guns hatten, auf der Zeltbühne, das ist aus mehreren Gründen so gewesen. Einerseits haben wir halt die grösseren Slots schon voll gehabt, plus haben wir auch gedacht, dass, wenn es für die Band okay ist, sie das ablehnen können, aber die haben das wirklich cool gefunden, um 11:30 im Zelt. Und dort war wirklich dann an der Grenze gewesen, weil die Band so gross ist und so einen guten Slot hatte, dass eigentlich dort nicht mehr alle perfekt vorher gesehen oder auch einige Feedbacks sind, dass vorher dann wirklich ein bisschen zu eng war. Und das zeigt uns auch eben so, jetzt lange. Also da bin ich jetzt jemand, der auf ewig im Disput bleibt mit dem Movie, was so Sachen angeht, weil ich liebe das Chaos. Ich finde das geil. Also eben, das und ist klar, wenn jetzt dann Leute finden das nicht mehr so lustig. Ja. aber das ist eben zum Fernsehen, das ist eine absolut wahnsinnige Aktion gewesen. Und ich muss auch sagen, ich bin da gestanden, ich bin außerhalb vom Zelt gestanden und ich muss wirklich einfach sagen, gut, du kannst jetzt natürlich sagen, du kennst dich absolut gar nicht aus, du hast jetzt einfach auf Spotify Stick to Your Guns gehört und weißt gar nicht, wie das abgeht, weil ich bin als alter Veteran da gestanden und habe das Gefühl gehabt, ja, also dort stehe ich einfach mal neben das Zelt. Und dann ist es etwa eine halbe Minute gegangen von Wo-Ohs und Breakdowns und ich so langsam meine Jacken abgezogen, mein Bag abgezogen, so der Michel oder der Ricky, ich weiß nicht mehr genau, das so angehabt, einfach so geschaut und dann ist einfach so,
du wolltest schlägeln, hä? Und ich so, Deine Bauchtasche mal parat gemacht. genau, dann bin ich... Das Testament Dann bin ich in das Zelt rein und dann ist wirklich ab dem Moment, wo ich in dem Zelt rein war, bin ich einfach Krieg gewesen. Und ich habe es geil gefunden für 3 Songs und dann habe ich das Gefühl, gut, jetzt muss ich wieder raus. Und dann habe ich mich raus müssen kämpfen. Aber ich habe gewusst, auf was ich mich einlade in dem Moment. Von dem her, weißt du, ich verstehe es, wenn es war ja schon ein hässiger Abend gewesen. Also wir haben ja keine Überschneidungen, aber auch keine Pause. Und er hat ja wirklich bis zum ersten Ton hat ja Beartooth noch gespielt auf der Mainstage. Dann angesäckelt. Also das ist Schlag das auf ist Schlag, wirklich, wortwörtlich. Ich verstehe alle, die halt jetzt nicht so tief in der Szene drin sind und dort vielleicht das Gefühl haben, oh cool, ich stick your guns, da ist ja noch niemand. Und dann sind sie in die erste Reihe gestanden und haben 20 Minuten gewartet, bis Stick Your Guns angefangen haben und dann gemerkt haben, oh shit. Ja, aber das ist genau da. Alles in allem hast du, den ganzen Tag hast du ein Gestunk, ein Anstehen, ein Mühsam, wenn zu viele Leute rum wären. Und dann musst du irgendwann einen Cap setzen und sagen, das ist ja nicht da, wo wir wollen. Da wäre ja komplett etwas anderes. Denn wieso kommen die Leute? Das meiste, was du hörst, ist, es ist mega chillig, es ist familiär, es ist nicht so ein Gestunk und so. Und das Schönste, also das, was ich mal sagen, das Beste, was ich vom Grenichen bis jetzt gehört habe, ist werte Herr Brian da, der das Gefühl hat, ich bin jetzt jedes Jahr am Wacken gewesen. Dann bin ich einmal als Grenichen, aber ich gehe jetzt nicht mehr als Wacken. Ja, genau. Vorher war das letzte Mal im 17. weil es dort noch nicht gleichzeitig wie das Wacken war. Und da konnte ich nie mehr gehen. Und letztes Jahr bin ich eben mitgegangen als Grenichen und habe gemerkt, hey, so viele tolle Bands, so gemütlich, alles so nah. Ich gehe nicht mehr als Wacken. Das ist wirklich, ich habe immer Obwohl deine Lieblingsband noch müssen absagen, das hat man nachher... Ja, Escuela Grind. Du bist der Erste, wo ich gedacht habe, wo ich nachher die Nachricht bekommen habe, der arme Brian. Das hat so weh gemacht. Dort haben wir auch psychischen Support leisten. Vor allem, weil der Van 100 Kilo zu schwer war, haben sie nicht in die Schweiz. Was für eine Regel. Ja. Nein, und wir haben es zu spät erfahren, weil wenn wir das jetzt in einer Perfect World irgendwie einen halben Tag vorher schon gewusst hätten, dass irgendetwas ist, hätten wir die noch holen können. Aber das Problem war, die sind eben beim Grenzübergang in Schaffhausen gewesen, wo einfach mindestens 1,5 Stunden mit Legalfahren entfernt war pro Weg. Ja. Und wir hätten ja also quasi 3 Stunden vor Gig müssen das wissen. Oh, shit, ja. Und wir haben auch schon Situationen gehabt, wo wirklich eine Band quasi, wo der Changeover hätte anfangen, der Umbau, dann angekommen sind. Aber was wir vor Ort haben, ist eine komplette Backline und eine motivierte Crew, die dann halt wirklich Zeug vorbereitet. Aber wenn die Members fehlen, dann wird es ganz schwierig. Ja. Hätten wir müssen in einen Slot täuschen oder so? Nein, wir nachher dritte Wahl hat länger dritte Wahl hat davon dann mitbekommen, dann wie so durch die Blume gesagt, ja, sie können checken, also die Crew mit der Band, ob sie länger spielen, und das ist sehr gut angekommen. Die haben noch, glaube ich, eine Stunde 15 gespielt. Das war wunderschön, weil ich bin nachher irgendwann mal vorne gelaufen. Also gesehen, dritte Wahl, glaube ich, ihren letzten Song spielen. Ich weiss nicht mehr, welcher das war, aber alle haben mitgesungen. Und dann bin ich pissen und dann habe ich so runtergeschaut, oder, so am Zeichen, schaue so rauf und dann steht jetzt so ein Dude, also ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war der Drummer von dritte Wahl gewesen. Mit der Ziege in der Hand, der Sonnenbrille steht, so vis-à-vis von mir am Piss war. Du hörst im Hintergrund immer noch das Publikum singen. Also du hast wirklich immer noch mitsingen gehört. Und er ist einfach so der gestanden so. Geil. Also so kurzfristig eben, es haben mich dann nachher auch x Leute gefragt, das ist keine Chance für einen Ersatz. Weil du kannst dann nicht mehr irgendwie auf dem Gelände jemanden suchen, weil das ist einfach dann zu volatil, und du musst ja nicht nur eine Band auf der Bühne haben, du musst bei so einem alles. Das Equipment ist auch irgendwie machbar, aber weißt du, nur schon ein Tech-Rider und ein Soundcheck, also weißt du, es sind einfach zu viele Faktoren, dass dann einfach, weißt du, wenn dir noch, jetzt blöd gesagt, wenn noch etwas nicht klappt, kannst du auch eine Band dann irgendwie nicht bloßstellen, aber weißt du, willst ja auch, ich meine, ich bin auch lange in einer Band gewesen, du willst ja dann schon auch, dass du vielleicht schnell hast können anspielen oder irgendwie noch eine Gitarrenstimme, und wenn du dann wirklich musst auf die Bühne säckeln, nicht aufgewärmt, nichts, dann machst du auch dem Publikum nicht einen Gefallen. Wobei, ich bin mir sicher, wenn sie ein Festival herbringen, dass irgendwo im Publikum eine komplette Band findest, die noch könnt ihr in einer Stunde einspringen? Ziemlich hoch. Dann wäre es ein Festival. Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, aber es ist halt, ja, eben, das Problem ist, dass jede Absage kann komplett anders sein. Ja, logisch. Sonst, also was ich cool gefunden habe, interessant beim Bullet Festival zum Beispiel, ist, sie haben eine Backup-Band gehabt, oder? Local Band, die einfach mal hätte können am Festival gehen, oder? Und ist einfach in Prag gewesen, falls er einen Ausfall hat, oder? Einfach gerade einspringen. Vielleicht so etwas wäre ich mal eine Idee. Hat es das nicht sogar in einem Jahr gegeben? Also nicht auf eine Stunde raus oder so, aber
Ich habe gemeint, es ist doch eigentlich irgendwo Freitag Mitternacht, ist dann am nächsten Tag hat eine Band gefehlt, gerade eine Eröffnungsband, da wäre auch ein Local Act gewesen. Und dann hat Crane's Legacy, die sind hauptsächlich aus Leuten bestanden, die auch im Gränichen involviert sind, haben dann in aller Herrgottsfrühe und steif verkatert ihr Zeugs geholt Tschüss. und sind auf die Jetzt. Bühne gestanden und haben dann als Ersatz gespielt. Also so alle eigentlich Mind Collision am Greenfield. Ja, aber die haben auch scheint's da, also wenn sie es hören und das nicht stimmt, aber so ist es von ihnen im Kopf, eben wirklich, glaube auch am Tag selber dann davon erfahren. Ja. Die sind nicht aufs Standby gewesen. Und eben, ich Nein. habe halt auch immer ein bisschen moralisch irgendwie mit dem ein bisschen Mühe, weil dann halt so, wie soll ich das sagen? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen Booking-Eitel, aber wenn du halt, für mich ist es wie eine Degradierung und du sagst so, ihr seid gut, euch wollt ihr das Backup haben, aber ihr seid nicht genug gut, um direkt gebucht worden zu sein. Weißt du, wie ich meine? Das kann, Aber zum Beispiel, was sie jetzt machen, ist, wenn du eine Backup-Band bist, zum Beispiel, und es passiert nichts, dann bist du einfach nächstes Jahr mal im... das ist eine Option, aber weißt, es kommt auch ein bisschen darauf an, welches Lot und was machbar ist. Klar. Jetzt sagen wir mal, ein gutes Beispiel war der, wo... welche Band war jetzt das gewesen? Wenn da mal irgendetwas Grösseres dann später, ich glaube, einer ist Long Distance Calling eingesprungen und einer ist, aber dort weiss ich nicht mehr, wie viel Vorlauf da war, ist The Ocean. Bei The Ocean war es, glaube ich, ein paar Tage gewesen, aber darum sage ich, weißt, jede Absage musst du anders bewerten. Wenn natürlich ein Co-Headliner absagt, dann musst du eine Band aufziehen, weil ich meine, du kannst nachher das auch, jetzt aus der Professional-Sicht, du kannst nachher das auch nicht den anderen Bands vor Ort argumentieren, das sind jetzt böse gesagt irgendeine Bögel-Local-Band plötzlich Co-Headliner ist und die Band, die vorher gespielt hat, das Dynamo ausverkauft hat, weil dann werden die nachher, also da komme ich nachher auf den Deckel, weil dann heisst, wieso hast du uns nicht den besseren Slot angeboten? Ist einfacher mit dem Local Band Festival. 100%. Du kannst für die frühen Slots, weißt, am Nachmittag ja, aber eben nachher würde ich eigentlich immer zuerst schauen, ob du kannst umschieben, dass zum Beispiel eine Band, die sag jetzt mal so um 7 im Zelt würde spielen, dass wir die nachher auf der 6 Mainstage übernehmen, also dass sie eigentlich wie früher spielen, aber dafür auf der grossen Bühne. Und dann kann ich immer noch schauen, ob ich dann eine Schweizer Band noch finde, weißt du, dann ist zum Beispiel ein späterer Slot frei, dann habe ich vielleicht noch mal 2 Stunden mehr Zeit und so haben wir auch schon Ersatz gefunden, auch dort mit Vicious Rain Vorgänger, also mit Defender, die sind doch einmal, die haben wir doch einmal eigentlich dort aus dem Bett geschält. Aber das war der erste Slot gewesen. Nein, es sind ein paar, das glaube ich, ist das 18? 17 oder 18? Also Vicious Rain hast du letztes Jahr regulär gebucht. Ja, aber eben, ich meine Defender. Ja, da weiss ich aber auch nicht mehr, wann das genau war. Aber dort ist halt wirklich, weißt du, der erste Slot gewesen. Also die sind zwar mega angerusht und man hat es dann irgendwie durchbekommen, aber die haben nur einen Soundcheck gemacht. Aber das Problem ist im laufenden Betrieb, wir sind schon flexibel. Aber es ist dann halt eben irgendwann lohnt sich böse gesagt wie fast nicht, dann beide Beine ausreißen und alle Nägel, dass dann irgendeine Local Band noch eine halbe Stunde kann spielen kann, wo dann halt einfach, weil ich kann das auch nicht allein entscheiden, ich muss mit der Technik reden, wir haben dann wirklich wie einen Krisenstab gehabt mit Medienmarketing, Technik, Anlassmanagement, eigentlich alle beteiligten Ressorts, weil wenn ich dann eine Band anstelle, muss ja gleich aber das Technikressort parat sein. Weil plötzlich kommt eine Band und sagt, wir brauchen Backline, aber der Drummer ist Linkshänder. Weißt? Also, es sind so viele Stolpersteine, die dann eben, je nachdem, eben wie das letzte Jahr müssen entscheiden, schau, für die Fans gibt es mehr dritte Wahl. Das war sogar erste Wahl. Aber da ist wieder so ein Umspruch. Da haben wir eben so, also ja, bedacht von der Situation, eben, weil bei SQL haben wir halt immer im Austausch gewesen, oder immer, also wir haben auch eher ein bisschen spät davon erfahren und dann haben wir aber nie genau gewusst, kommen sie jetzt doch noch oder kommen sie nicht und erst, wo wir dann gewusst haben, sie kommen fix nicht und wir das auch, also wir das wie auch müssen schriftlich haben, um auch irgendwie das absichern, wir haben dann auch wirklich von ihnen gesagt, sagt, oder gebt uns ein Statement durch, dass wir das posten können. Nicht, dass wir irgendetwas sagen, wo sie nicht das Wording approven. Also eben, man muss da ganz viele Sachen beachten innerhalb von kürzester Zeit. Und darum eben ist es natürlich einfach aus der Besuchersicht zu sagen, ja, hätten wir nicht irgendeine Schweizer Band nehmen. Würden wir ja gerne, wenn die Umstände zulassen. Und dann machen wir es auch. Ja, aber das Problem ist, wenn du irgendeine Schweizer Band hast, die dann auch nur eine halbpatzige Show kann spielen kann, dann ist wie niemandem geholfen.
Genau. Aber das ist ein guter Punkt, um eigentlich gerade beim Gleichen anhängen, wenn es schon für solche Sachen so schwierig ist. Wir sind dankbar um jeden, der sagt, hey, ich fände es cool, wenn die Band spielt oder wenn er das mal könnte buchen oder sonst irgendetwas. Und ich komme, ich bin einer von diesen Schreiberlingen auf Insta und Facebook und so, die antwortet, wenn Kommentare kommen, wenn Fragen kommen. Da kommt mir so Zeug sehr viel mit über, unter anderem auch sonst noch über das Feedback, aber es fällt mir vor allem auf über Social Media Kanäle. Wenn ich will, dass eine Band noch immer spielt, dann muss ich mir zuerst mal die Frage stellen über die Verhältnismäßigkeit. Also, könnt ihr jetzt nicht Metallica buchen nächstes Jahr? Genau, so etwas. Aber Parkway Drive nochmal im Zelt, oder? Ich weiss noch nicht, wie ich antworten in so Situationen. Hey, nehmen wir jetzt eben das als Beispiel. Hey, bucht doch Metallica. Wieso bucht ihr Metallica nicht? wo ich dann fast so ein bisschen on the edge bin und muss sagen, du wüsstest ja dann selbst, wenn wir Metallica auch nur im geringsten könnten buchen, könnten wir das Gelände hinten nicht mehr safe behalten. Es würden zu viele Leute einfach random kommen. Es wäre ein komplettes Chaos. Ist das nicht mal in Indonesien passiert? Dann kannst du jetzt den Podcast schicken. Einfach den Link schicken, da die Stelle hören und dann weisst du, wieso nicht. Es hat ja in Indonesien oder so Metallica mal ein Konzert gegeben und es hat einfach Riots geführt. Und das müssen canceln. Ich glaube, es ist Metallica. Nein, das war Bring Me The Horizon letztes Jahr. Nein, ist viel länger, also schon vor 5 Jahren oder so gewesen. Okay, das ist bei denen ist die Bühne eingestürzt. Ja, bei denen ist irgendwie das Ding, die Bühne und dann auch noch die Hütte, glaube ich, ein bisschen demoliert worden von den Leuten dort. Ja, das ist aber nur der erste Punkt. Das sind zuerst hat doch jemand können auftreten, Five Finger oder so, und dann sind die mega ausgebaut und fast verbrückelt worden. Bei Metallica? Ja, weil dort dann rausgekommen ist, dass Metallica selber nicht kommt. Ui. Und die Band, die dann auf der Bühne war, hat den ganzen Shit abbekommen. Du meinst Frauenfan? Nein, dort ist ja mega. Dort ist einfach blöd gewesen, dass es so lang gegangen ist, bis die 50 Stutz Retour bekommen hast. Aber abgesehen von dem war es gut gewesen. Ja, ist schon gleich. Ja, bei Bring Me The Horizon ist eben auch irgendwie, glaube die Vorband hat können spielen und nachher hat es irgendwie aber das Gefühl gehabt, irgendetwas ist komisch. Und dann ich weiss auch nicht genau. Das Video, der I Prevail Drummer hat ein halbstündiges Video über das ganze Thema gemacht, weil er immer GoPro bei sich hat. Und du siehst wirklich so, dass sie, glaube irgendwie haben sie bei Bring Me hat dann ein Stage Manager das Gefühl gehabt, so Brüder, die Stage geht jetzt dann zusammen, wenn ihr weitermacht. Und dann haben sie das dann irgendwann abgebrochen und dann hat natürlich das Publikum das Gefühl gehabt, ja, wenn die Bühne zusammengeht, dann schauen wir auch, dass sie zusammengeht. Dann sind sie auf die Bühne und haben das Zeugs gestürmt und dann sind alle aus dem Horror-Ding rausgeflüchtet. Ja, aber zum kurz. Aber ja, das würde bei Metallica 100% passieren. Mhm. Ja, also grundsätzlich, wenn es jetzt nicht gerade Metallica ist, aber ein zu grosser Eck, die haben dann auch Anforderungen an die Bühne, die haben dann eine Logistik, die vielleicht wir gar nicht können stemmen können. Und dann, ja, ein Vorschlag ist gut, aber es geht nicht, es geht manchmal einfach nicht, oder dann liegt es schon leider, als einfach die Band gerade dann nicht auf Tour ist. Darum, wir lassen uns das gerne an, ich leite es gerne noch weiter, also zum Teil spam ich mich gerne mal noch ein bisschen zu, so hey, die haben gefragt, ob die Band spielt, oder hast jetzt die 3. Anfrage gekommen für diese Band, kannst mal schauen, ob die kannst buchen. Aber meistens mache ich mit dem ein bisschen gätzig, da weiss ich auch. Kommt schon genug Nachrichten der Umi kommt schon genug Inputs von unserem Kameramann Nico Überamix, oder? Das ist eigentlich ein Scheißjob, ich weiß gar nicht so, dass sie das machen. Ich glaube, nächstes kaufe einfach das Billett. Das ist ein räudiger Job. Ich habe das Line-Up sonst schon rausgesucht für nächstes Jahr. Ich kann es dir durch per PDF schicken, wenn du willst. Ja, dann immer die Local Bands, die die anhauen, wenn sie die sehen, hey, könntest du nicht mal und wär's doch etwas. Ich glaube, was dort das Hauptproblem ist, dass ich halt die arme Sau bin, die das noch beruflich macht. Also weißt, wenn ich jetzt das nur einmal im Jahr mache, ja, fair, dann hätte ich auch mehr Distanz dazu, aber es ist... Also quasi, ich habe mit dem gleichen Problem wie sich eben der Grossteil vom OK, der das einmal im Jahr macht, sich ein Wochenende muss umschlagen. Ja, du hast das Problem, dass ich quasi am Montag wieder ins Büro und den gleichen Ärger. Du hast das Problem, dass dein Beruf zum Hobby geworden ist. Irgendwie bin ich da reingerutscht. Ja, aber darum, das ist jetzt gerade ein guter Moment, um den Ausruf zu machen. Es gibt jedes Jahr, immer nachdem das Open Air durch ist, wird ein Bandbewerbungsformular aufgeschaltet. Das wäre eigentlich dazu da, die Bands zu sammeln und dass der Umi einen Anlaufpunkt hat,
zum zu sagen, hey, die Bands, die würden gerne spielen und ich habe gesammelt ihre Daten und kann dort gut reinhören. Nicht über Insta, Facebook, Direktnachrichten, an Konzerte anquatschen. Ich glaube, ich könnte auch nicht damit umgehen, selbst wenn ich nur einmal im Jahr Bands buchen müsste. Es wäre mir dann zu viel Input auf zu viele Wege. Darum, falls ihr ernsthaftes Interesse habt, nächstes Jahr am Open Air irgendwie aufzutreten, geht auf die Homepage, geht aufs Bewerbungsformular und füllt das sauber aus. Dann wird es in Betracht gezogen. Ansonsten, wenn es irgendwie über Wege kommt, also muss ich ehrlich sein, da gibt es wirklich Bands, da kommt halbpatzig, also so ein halber Satz und irgendwie 3 YouTube-Videos hinterher, wir wollen auftreten. Und dann antworte ich halt, hey, wir haben hier das Formular, ja, aber wir haben jetzt schon Zeug geschickt. Und ich sage, dann aber dann hast du das Formular nicht richtig gelesen, weil dort steht unten dran, dass alles andere ignoriert wird. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist die Formulation so, wenn du dich irgendwie anders meldest, kannst du eigentlich vergessen, dass du auftrittst. Genau, ich bin trotzdem immer noch so freundlich und gebe eine Antwort und verweise auf das Formular. Ja gut, du hast natürlich Social Media hinter dir. Du musst natürlich ein hübsches Gesicht vom Open Air nicht wahren. Sind wir ehrlich, ich könnte einfach... Du könntest einfach... Mit Handy has nicht gesehen. Ja, so machen es ja eigentlich alle. Ja. Es gibt ja irgendwie einmal, wenn 40 Mails rausjassest, auch wenn es gute Mails sind, dann kommst du 2 Antworten über, oder? Also du bist eigentlich wirklich außergewöhnlich, weil die Antwort ist... Ja, eben. Du hast 2 Antworten. ich habe letztes Jahr in der Valhalla Bar gespielt, haben sie gefragt, ob wir einen Kontakt haben, um wieder etwas anschreiben. Ich habe den Kontakt von ihnen bekommen, ich habe ihnen auf die E-Mail-Adresse geschrieben, ich komme nicht zurück. Ja, aber das ist halt da. Wenn eine Band mal irgendwie auf Insta schreibt und dann antworte ich, hey, salut zusammen, schaut, das ist der falsche Weg, da ist das Bandformular und dann verlinke ich direkt aufs Bandformular. Das heisst, du musst wirklich nur draufklicken und dann dem Weg folgen. Und eine Band das macht, finde ich super. Okay, geile ja. Sache. Schon mal grosses Plus. Fair. Macht ihr es nicht, argumentiert irgendwie anders. Du musst wirklich irgendwann sagen, so, hey, also, Ja, und wenn die Regeln nicht Daumen mal hoch. kannst einhalten, wie soll das denn an einem Open Air ablaufen? Daumen hoch und dann ist fertig. danke für das Plädoyer. Nein, ich kann da wirklich nur anfügen. Ich meine, ich kenne es selber, als ich noch in einer Band war, haben wir auch tryhard-mäßig jedes Jahr geschrieben und wir haben nie gespielt. Und darum, ich kenne das auch aus der Bandsicht. Und dann hast du selber angefangen zu buchen und dich selber nicht buchen. Genau. Nein, aber weißt, das Problem ist auch, wenn quasi Leute, die mich dann persönlich kennen, also weißt, wo ich ihre Sicht wie verstehe, also oh, ich sehe ihn mal wieder, ich frage ihn mal, um das zu platzieren, ist erstens das Problem, dass sie halt nicht die Einzigen sind, die das machen. Und wenn du das halt dann jede Woche hast, ist das halt, ja, geht das ein bisschen auf die Nerven, weil ich buche eigentlich das Line-Up immer von oben gegen unten. Also ich muss immer zuerst die Headliner fix haben, weil ob ich jetzt sehe, so viel oder so viel ausgebe, hat nachher mega Einfluss auf was ich schon noch buchen kann. Also es wäre ja, also man muss sich dann ein bisschen mich hintersetzen, es wäre ja birrenweich, wenn ich zuerst Schweizer Bands buchen, wenn ich noch nicht mal weiss, haben wir 2 Metalcore-Headliner, haben wir 2 Punk-Headliner, haben wir überhaupt einen Headliner oder klappt nichts. Eben darum, also, wir sind halt nicht die einzige Band. Und der zweite Grund ist halt wirklich da, wo du gesagt hast, dann habe ich alles an einem Ort. Dann habe ich aber auch gerade eine E-Mail-Adresse, dann habe ich einen YouTube-Link. Weil wenn mir jemand im WhatsApp schreibt, jemand noch im Insta, jemand noch im Facebook, auch ein ganz grosser Trick ist jedes Mal, ich kenne jemanden vom OK, ich tue es dieser Person platzieren, dass sie es mir sagen können. Dann kommen die vom OK noch bei jeder Sitzung. Und das ist, weißt, ich finde das cool. Es zeigt uns mega Interesse am Festival. Das aber heißt, du musst mal Leni schreiben, das heißt, genau. Das passiert mehr als der denkt. Ich kann mir vorstellen, wie oft das Also ich passiert. habe etwa 30 Firewalls, aber die lassen eigentlich durch. Nein, und eben das Problem ist halt, wenn ich dann irgendwo in einem fucking Chat den huren Link habe. Ich meine, eben, das sind jetzt tönt doof, aber das ist mein privates Insta, das ist mein privates WhatsApp. Wenn ich dort andere Nachrichten bekomme, das geht unter. Ich bin ja nicht 24/7 das heisst, das Line-Up am Buchen. Ich entschuldige mich jetzt bei allen Bands, die beim Omi nicht durchkommen, weil ich ihm Memes schicke. Nein, ich brauche ja Bands, aber das Problem ist halt einfach, ich meine, wir haben ja immer gesagt, Nein, eben, das ist, etwa ein Drittel vom Line-Up, das ist auch nicht die Steigmeisel, aber habe ich jetzt jedes Jahr so machen, wo andere Festivals nicht so viel anteilmäßig Schweizer Bands buchen. Und ich schaue schon, dass ich möglichst viel rotiere, dass nicht alle 2 Jahre die gleichen das Slot bekommen. Aber dann gibt es immer noch 200 Bands, die seit 10 Jahren noch nie einen Slot bekommen. Und das ist auch sad reality. Und ich meine,
egal welche Grösse vom Slot, eigentlich der Hauptapproach, egal welches Genre oder welche Umstände oder woher sie kommen, der Hauptapproach auf einen Satz zusammengefasst ist, dass ich die Bands auf der Bühne habe, die durch das den nächsten Schritt machen können. Das ist eigentlich das Einzige. Also bei grossen Bands oder jetzt grossen Bands, eben Parkway Drive habe nicht ich gebucht, aber genau das ist der Vibe. Fußballclubs in der Schweiz machen blöd gesagt das Gleiche. Also ich sage jetzt als Basel-Fan, aber der Mo Salah hat auch mal bei Basel gespielt. Ist dann nicht geblieben, der spielt jetzt bei Liverpool und ist eine Legende. Und wir haben eigentlich genau die, also ich sage immer, für mich ist eigentlich das grösste Lob, wenn eine Band bei uns spielt und 1-2 Jahre später am Greenfield. Weil dann haben wir quasi die Band gehabt, wo sie eben noch für unsere Verhältnisse zahlbar waren. Ich meine, wir haben Ginger auf der Zeltbühne. Wir haben letztes Jahr The Warning gehabt. Und bei den Schweizer Bands geht es genau auch um das. Also wenn ich halt gesehen habe, die spielen 3 Shows im Jahr. Und das schon seit 5 Jahren. Ist das für mich eigentlich relevanter als der Song an sich? Und bevorzuge diese Band, die ich sehe, die gibt es seit 2 Jahren. Die haben schon Weekender in Deutschland gespielt, die können die Band supporten. Ich bin gar nicht der dann alles reinlässt. Und ich tue eigentlich, es klingt mega kapitalistisch, aber ich muss schauen, dass die Band relevanter wird am Festival, auch aus der Schweiz. Und alle, die an diesem Tisch hocken, habe ich sicher schon mal gefragt, hey, du bist doch an dieser Show gewesen, hat es dort Leute gehabt, wie sind sie angekommen? Ja, ist so. Auch wichtig immer eine Band, wie reagieren die Leute, wenn sie sie nicht kennen. Und dann gibt es Bands, die halt niemand kennt, hat irgendwie als Support und dann voll abgeräumt haben. Und dann hast du einfach 10-mal grössere Chancen, auch wenn nur 50 Leute da sind, aber wenn ich das gesehen habe oder mitbekommen habe, ist das für mich eigentlich schon, das ist schon die Bewerbung gewesen. Ja. Perfektes Beispiel, die All-Female-Band im Zelt letztes Jahr, Doom Metal. Wie haben die geheißen? Konvent. Ja, die habe ich unglaublich gut gefunden. Vorher nie etwas davon gehört. Wirklich, das ist Parade. Und ich bin mega happy, wie es aufgegangen ist, weil ich habe das erste Mal mit der Band zusammen gespielt. Ich habe dann auch, das ist noch ein Fun-Fact, das hat gar niemand am Festival mitbekommen, weil um sie aus Dänemark quasi in die Schweiz zu holen, dass es sich lohnt für sie, habe ich noch eine zweite Show gemacht. Und die war in Bad Bonn gewesen, am nächsten Tag, also in Düdingen. Und die haben dann aber unabhängig von mir dann irgendwie angebracht, dass sie Converge bekommen haben für eine 200-Cap-Show, also mit 200 Billett. Und dann haben wir das nachher, die Anfrage ist dann wieder an mich, so hey, ist okay, wenn sie eigentlich ihre Headliner-Show zum Support-Slot umwandeln und Converge supportet. Und die haben dann nachher eigentlich ein cooles Wochenende gehabt, weil dann haben sie quasi können zuerst bei uns spielen und nachher noch Converge Support und dann wieder heim. Und das ist jetzt wirklich eine Band, ich meine, jetzt sind sie nicht gerade auf dieser Tour in der Schweiz gewesen, aber ich glaube, jetzt gerade heute Abend spielen sie mit Silenardor in Berlin. Also, das ist jetzt eine Band, wo eben quasi die Idee ist, am Gränichen kennen sie nicht alle, oder sind jetzt nicht 500 Leute reingekommen. Aber wenn nachher 500 Leute sagen, ey, die sind cool gewesen, ich habe vielleicht noch Merch gekauft, dann geben wir ihnen einen guten Schubs auf ihrer weiteren Reise. Und genau. Eben, wir sollten eigentlich ein Sprungbrettfestival sein, wo aber eben die Leute auch wiederum dann uns vertrauen und sagen, hey, Ginger hat dort mal im Zelt gespielt, eben Parkway Drive, das ist bis heute eben nicht unser Verdienst, aber zu dem Thema aber hat sich Eskimo Callboy schon bedankt. Oh, Entschuldigung, Electric Callboy. Da haben sie Eskimo geheißen im 17. Erste Reihe bin ich gewesen. Sie 22 auch noch gehabt. Ja, stimmt. Jetzt haben sich die schon bedankt, dass du Sprungbrett dargestellt hast, für, dass sie jetzt am Greenfield headlinen können. Ist es nicht so gewesen, dass sie eigentlich theoretisch gesehen aus Goodwill noch bei euch sind? Das stimmt, also ihr habt recht, jetzt ja. Das ist gut. Nein, aber ich glaube, das ist elementar, also das haben sie nicht gesagt und wenn sie es gesagt hätten, würde ich das jetzt da auch nicht irgendwie öffentlich bestätigen, aber wenn du schon mal am Festival bist oder alle, die jetzt da schon mal auf einer Bühne waren, wenn es irgendwo nicht geil war, dann kommst du auch freiwillig nicht mehr oder wirklich nur in der Not. Aber wir haben sie im 17. gehabt, wo wirklich, wo wir noch ein Slot frei hatten und dort, wie gross sind sie? Sie haben so Kiffhaus verkauft, so auf dem Level. Höchstens, ja. Und jetzt Headline jetzt Greenfield. Und eben dort im 22 haben wir sie eigentlich im 20 schon gebucht gehabt und dann haben sie es 2 Jahre verschoben und dann ist Hype rausgekommen und sie sind nicht abgesprungen. Sie haben immer gesagt, ja, wir spielen nächstes Jahr wieder und
das muss man ihnen Ihre hoch Meinung. abrechnen. Ja, wirklich, Ehrendudes. Sie hätten einfach können sagen, bei der nächsten Verschiebung, nein, wir spielen jetzt ein anderes Festival, wo viel mehr zahlt. Oder wir sind an dem 10'000 mehr, ja. Genau, oder wir spielen am irgendein anderes Festival am Wochenende, wo es viel bessere Offer gibt, weil wir jetzt so zu Recht gross geworden sind. Und das ist sehr, sehr hoch anzurechnen. Aber eben, das ist nicht nur nicht jetzt unser Verdienst, sondern eben, dass auch Crowd super ist bei uns, weil wir sind nachher nicht die vor der Bühne stehen, wir sind die hinten dran Das stimmt. umschimpfen Ich sind. bin mir ziemlich sicher, ich habe ihn gesehen, Crowdsurfen letztes Jahr. Bei welcher Band? Das kann gar nicht sein. Das mache ich nie. Welche Es Band existieren ist auch die? keine Fotos von Ja, so keine Zeug. Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, mir ist Stick to your guns. Ich will auch nicht verpfeifen. Oder vorletztes Jahr, keine Ahnung. Bei Terror? Ich glaube, vorletztes Terror, Jahr. oder? Ja, das war vorletztes Jahr, gewesen, oder? Ja. Vorletztes Jahr Terror, aber letztes Jahr glaube ich auch bei Hatebreed. Das ist Einmal gut, schnell nicht? ein Headset hergerührt. Siehst du, bei welchem Festival gibt es das noch? Das Grenich ist real. Das ist wirklich real. Das sagen der Ricky und ich ja schon länger. Ja, voll. Nein, aber ich glaube, also eben, Umi, du bist immer ein Underground-Nerd gewesen, oder? Du bist der wirkliche Mensch, Zu den ich vor verdammt. 10 Jahren kennengelernt habe, der kleine Shows organisiert hat und das hat sich nicht geändert und das spürt man auch, oder? Und so wie du sagst, ich meine, eben, für alle Bands da draussen, eben, tragen euch jedes Jahr ein in der Liste. Ich meine, es ist, wenn du es nicht machst, dann verlierst du einfach, oder? Und Ja. was ich auch, glaube aus eigener Erfahrung kann sagen, ist auch, jetzt ist halt ein andere Maße, aber zum Beispiel Leute, die fragen für den Podcast, so mit dem Podcast kommen, so wie, wenn ich euch nicht in der Crowd sehe an Local Shows, dann können Sie es auch vergessen. Also, so wie- Das ist eh gut. wenn ihr Teil von der Szene seid, oder? Und irgendwie, wenn ich sehe, dass ihr andere supporten, so nicht nur eure Dings könnt, dann kommen die halt mal in Frage. Ich bin mir irgendwie auch noch an Local-Shows. Ich bin mir sicher, dass ihr auch immer so die gleichen 5 Nasen seht und dann irgendwelche Leute, die sich online darüber aufregen, dass sie nie können irgendwo Konzert spielen. Und ich denke mir nur so, ja, aber zum fair sein, deine Fresse sehe ich effektiv nur am Gränichen. Wenn es gut kommt. Oder wenn eine grosse Band irgendwo spielt. Oder wenn du gerade selber irgendwo spielst. Ja, da sind viele Leute, die so Sachen sagen wie «Ja, ich kenne die Hälfte gar nicht um Gränichen.» Ja, Das ist ja eigentlich gut. gleich wie bei jeder anderen Show. Gang die Bands schauen. Gang schauen, was du nicht kennst. Oder rein. Ja. Also, ich meine, früher musst du noch CDs kaufen. Jetzt kannst du eine fucking Playlist anklicken und wenn es nicht geil ist, skip. Ja, aber da habe ich fast ein bisschen eine andere Meinung. Weil ich habe das jetzt hunderte Male gemacht. An irgendwelche Local-Shows. Mit Local-Shows geht es am besten, weil es tut am wenigsten weh. Ist am Kostet billigsten. irgendwie, Ja. kostet irgendwie 20 Franken oder so. Und dann spielen 4 Bands am Abend. Vielleicht kennt man eine davon. Oder, Das Gute ist- oder man denkt, da steht irgendwie Metalcore und Hardcore. Ja gut, das entspricht schon dem, was ich höre. Aber ich kenne keine einzige von diesen Bands. Ich bin nämlich extra... Es würde direkt links unten dran sein, aber ich will extra nicht reinhören. Nicht Same. ein Song, nicht 1 Sekunde, sondern du stehst vor die Bühne und entweder hauen es die um oder es langweilt dich. Und wenn es die umhaut, dann gehst du heim. Dann kaufst du am besten noch ein Shirt vorher beim Merch, weil du denkst, ihr seid geile Siechen, ihr müsst noch irgendetwas haben von mir. Kaufst dann irgendetwas ab, weil dann produzieren die weiter Musik. Weil du das machst, dann gehst du heim, hörst dir das Zeugs an. Und dann ist geil, dass die nächste Show gehe ich wieder. Dann folgst du irgendwo auf den Socials noch rein, schreibst, es war geil, die Show war super, nächstes Mal komme ich wieder. Und dann spielt die Band das nächste Mal wieder mit 3 Bands, die du nicht kennst, und dann machst du das Gleiche wieder. So lernst du immer neues Zeug kennen und du siehst gerade sofort Live-Performance. So wie sie vor dir stehen und performen, ist es geil oder nicht. Das ist so. Und wenn jemand dann schon mit dem Grundsatz noch immer hergeht, ja, das kenne ich ja gar nicht, wieso sollte ich überhaupt gehen, genau darum. Und wir haben auch eben eine Verantwortung gegenüber auch dem Publikum, dass eben wir weiterhin auch attraktiv bleiben, dass die Leute uns eben wie vertrauen und halt auch schon am Nachmittag um 2 dort stehen, auch wenn sie die Band nicht kennen. Weil eben darum, klar, Qualität muss auch wichtig sein. Also eben es ist immer ein bisschen beides. Also ich meine, wenn einfach die Aufnahmen schon lausig tönen, dann, und eben auch da die zulassen, das muss nicht High-End sein. Weil ich buche euch lieber, wenn es authentisch ist und halt ein bisschen abgefuckt und noch roh, anstatt eine super High-End produzierte Platte und ich sehe, es spielt irgendwie 2-mal im Jahr und es hat 50 Leute vor der Bühne und
that's it. Also eben, es ist ein bisschen das Bauchgefühl. Es ist auch eben, es sind Faktoren wie manchmal eine Band, die ich mega gerne dann hatte, aber muss ich einfach mein Datensheet anschauen und sehen, ich habe schon 11, 12 Bands, die Punk-Rock-Metier sind. Ich brauche noch 1, 2 Metalcore-Bands. Einfach das, weil ich plane eigentlich immer grobe 4 Zielgruppen. Eine ist Metalcore, also richtig Impericon. Eins ist Hardcore, eben richtig Hatebreed und ein bisschen Oldschool. Eins ist Punkrock und eins, das ist aber nicht genau durch 4 geteilt, aber ist halt alles Crossover, Rock, eben wie jetzt The Warning, wo jetzt nicht stilmäßig die härteste Band an dem Tag war, Post-Rock, wo wir immer haben. Also dieses Jahr würdest du das Lumpenpack in die 4 Kategorien tun? Nein, ich würde schon eher zum Punkrock zählen, jetzt mit ihrem neuen Stil. Okay. Also Lumpenpack ist die einzige Punkband, die es gibt in Deutschland momentan. Die anderen sind wirklich alles Lumpen. Nein, die haben natürlich auch als Hinter Band der dort ein Aussage bisschen einen Stil-Change gemacht, wo sie dann eigentlich auf eine volle Band rauf sind. Das ist so, aber sie sind auch vorher schon mehr Punk gewesen als die meisten. Aber sie sind eigentlich ein Punkbands. Duo gewesen, oder? Du kennst sie sogar länger als ich. Das sind ja 2 so... Und jetzt sind sie eigentlich eine Deutsch-Punk-Band mit voller Besetzung geworden. Und Ja, so. Ja, ich bin gespannt. Ich kenne nur vor die Fiesta von ihnen. Eben darum, sie Sonst sind nicht. momentan, rein theoretisch gesehen, rein was Sinn machen würde, sind sie momentan eigentlich für so größer... Das haben wir doch schon mal diskutiert, Nicht, Alligator dass ich Lumpenpack. Alligator? Dass Nein. Alligator jetzt ja Metal macht und darum Ja. eigentlich eine kleine Band ist wie Lumpenpack. Und sie sind auch sehr, sehr, also gross geworden. Also wir haben jetzt, eigentlich wäre der Plan gewesen, dass sie im Dezember im Kofmel spielen und nachher angekündigt werden fürs Grenich. Und dann ist aber wirklich 2 Tage vorher ist jemand von der Band krank geworden und man hat es logistisch und datummäßig nicht angebracht, als die Show jetzt nach dem Festival nachzuholen und die Tickets bleiben gültig. Aber die Show ist jetzt ausverkauft. Also die haben eigentlich schon 900 Billette verkauft. Also die Show war kurz vor Sold Out gewesen, wo man sie verschoben hat. Es hätte, glaube ich, noch 30 oder 40 Billette gehabt. Und dann wären aber 900 Billette weg gewesen für eine Kofmel-Show. Und sie sind jetzt nicht mal Headliner, sie sind nur Co-Headliner von Palais Royal. Also die haben ihren Wagen mega gemacht. Und das ist jetzt auch eigentlich eine Band, die nochmal gewachsen ist, seit wir sie gebucht haben. Ja, voll. Ja, so die Einstellung, die du sagst, Leni, genau die Einstellung kann ich jetzt für den Grenichen, weil ich kenne alle Schweizer Bands, aber ich kenne die anderen Bands nicht so. Und ich lasse mich überraschen. Ja, Lumpenpack ist für dich, Alter, da bist du wirklich deutsche Linguistik des Todes. Das ist deine Band. Aber zum Beispiel, letztes Mal sind wir auch im Ebri und du hast mir noch so die Handy gezeigt, so, ja, ich habe umgeschrieben, die Band ist heavy as fuck. Ja, das ist gut. Ja, genau. Ich glaube, ich fange die auch Gut, aber an Constant schreiben. Hunger ist auch geil gewesen. Ist fucking geil gewesen. Wie gut. Dann hat der Umi mir geschrieben, bist du noch Ebri, ich komme saufen. Und ich so, der Ricky steht. Sind die nachher noch, haben die auch noch? Nein, ich habe nicht gesehen. Ah, Der hat bei okay. der Hafenkneipe gelandet. Ah, okay. Aber zum Einer ist Beispiel, falsch abgebogen. oder zum Beispiel, ja, eben, Gut, das ist jetzt die Frage, ob es falsch oder richtig abgebogen ist. oder Dings, wo Philosoph. wir am Extom waren und wir haben Terrain Bay gesehen. Die habe ich auch richtig geil gefunden. Ja, und Civil Execution sind doch da gewesen. Die Auch sind ganz auch geil. on fire. Auch ganz geil, die Jungs. Die sind Ja, voll. irgendwie 19 oder so. Urjung. Ich liebe Nein, ich meine, ich bin da immer dran, eben um so Inputs, eben informell, eben ich bin immer froh, auch um Tipps und sagen, hey, cool, weil dann habe ich die schon mal gehört, wenn es dann 2, 3 andere Leute auch noch sagen, bin ich schon mal... Ich fange mal an schreiben, das ist gut. Dann bekommst du... Ja, nein, dann aber das bekommst du sollte jetzt kein Texte von mir. öffentlicher Aufruf sein, sondern auf Leute, wo ich auch weiss, ein bisschen, dass sie... Sonst kommt das wieder in den Falschhals. Aber ein Weg, der funktioniert. Also, Der funktioniert nicht. Ich erkläre mal so kurz. Und Umi seine Nadelnummer typisches ist... Bild. Das typische Bild, das es immer gibt, was Bands auch gerne machen. Das ist so geil. Das ist immer so. Du bist doch mal Open Grenichen, oder? Ah! Also, ja, Red wieso? Flag, Red Und Flag. dann kommt so halb ironisch so. Dann können wir ja spielen, wenn wir die kennen, oder? Also so. Ich bin nicht der Booker. Ja, wer macht denn das? Ja, der Umi macht das. Du solltest einfach... Dann könntest ja du im Umi sagen. no! Du solltest Und dann einfach denke ich mal... mir so, schau, du hast es jetzt witzig verpackt, aber ich weiss genau, du meinst es ernst. Also nein, lass es. Ja, du kannst sonst mal einfach komplett falsche Finten legen. Du kannst einfach irgendwelchen random Leuten, irgendwelche random Telefonnummer angeben und sagen, du bist der Booker vom Grenichen. Ich könnte da von Gagen einziehen. Vermittlungsprovision.
Also schauen wir mal über die Rufschädigung fürs Open Air hinweg. aber So sonst, eine Anzahlung von 50 Franken und dann wird es Du kannst weitergeleitet. ja mit deinen Homies Grenchen einfach... Pay-to-Play. Du kannst mit deinen Homies einfach so eine GMX-E-Mail-Adresse fürs Grenchen machen, für so Bandbewerbungen. Dann kannst du all diesen Leuten die E-Mail-Adresse durchgeben, wenn du dich mit diesen Leuten messen willst. Und dann kannst du einfach deinen Kollegen wieder sagen, es hat wieder eine E-Mail geschrieben, wer übernimmt das? Kannst du so einen WhatsApp-Gruppe-Chat haben. Der Erste, der drin das gesehen kann sagen, ja, deine mich. Und dann kann der mit denen ein bisschen hin und her schreiben und ein bisschen das Festival buchen. AI-Chatbot. Sag das nicht irgendwelche Enkeltrick-Mafias. Sonst ist unser Festival gefickt. In dem Fall gesagt, da mache ich euch verantwortlich. Das sagen alle jetzt gehört. Das wird ja natürlich denken, das läuft nachher über den Leni. Das macht es ja noch schlimmer. Ja, aber der Leni, du tust ja keine Gage eintreiben oder gar nichts. Du bist dann einfach dann ihre Zeit ein bisschen am brauchen. Da kannst du sagen, das Leni muss. Dann kannst du einfach dann ihre Zeit ein bisschen brauchen und dann irgendwann schreiben, einfach so, wenn irgendetwas schreiben, kannst du einfach so ein Standard-Reply schicken, fragen, die E-Mail-Adresse ist out of use. Bitte bewirb dich beim Formular. Aber sonst, eben, du musst da nicht bestätigen oder ablehnen. Aber ich nehme mal an, wenn eine Band einfach die ganze Zeit dich punisht mit Anfragen und Anfragen, genau die Band wird wahrscheinlich sehr wenig in Frage kommen, wenn ein Line-Up am Zusammenbasteln bist. Musst du nicht sagen. Generell schon, weil eben eigentlich sollte es ja sein, dass in einer perfekten Welt, dass man genug relevant ist, dass man eigentlich das Formular ausfüllt oder ich sogar, aber das sage ich auch niemandem, eigentlich schon Bands auf dem Schirm habe, wo ich irgendwie weiss, hey, die sind gut am Kommen, die sind engagiert. Und du bist oft in every Shows, also das ist, du hast ein Ohr am Underground, oder? Ich hätte gerade sagen, wenn du eine Band bist, spiel 5 Shows bis im Herbst und der Umi ist ja mindestens 2 davon gewesen. Ja, genau. Also, ich meine, also wenn ich eine Band noch nie gesehen habe, kann es selten sein, dass es wegen dem Datum schon gescheitert ist, aber wer regelmäßig spielt, irgendwann werde ich die mal sehen oder zumindest eben Leute kennen, die der Show waren. Ich hatte 2 Momente in meinem Bandleben, die mich geprägt haben, wo ich sagen okay, jetzt haben wir das Band geschafft. Ein Moment war, wo der Reto das erste Mal bei uns vor der Bühne rumgekommen ist. Das zweite Mal war... Das ist ein Rite of Passage halt. Genau, das zweite Mal war, wo der Umi im Publikum gestanden ist. Jawohl. Jetzt war der Umi da und der Reto. Jetzt können wir heimgehen. Wer hat den reingeladen? Nein, aber ich meine, ich mache da kein Geheimnis, dass ich sehr viel an Shows bin. Ich meine, ich habe dort mal ein bisschen Zahlen getrackt und bin jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre etwa 190, 195 Tage an Shows gewesen, oder Übungen. Ja, also genau, wenn alle noch ein bisschen an den Mikrofon spielen. Und darum, also das hilft, also ich kann es natürlich cool mixen mit dem Beruf und es ist halt ein Hobby, also es geht wirklich perfekt auf, ich bin ja nicht gezwungen, aber es ist schon ein Benefit, wenn zum Beispiel eine Band wie Hannabay, die jetzt Co-Headliner ist das Jahr und das erste Mal in der Schweiz spielt. Ist Hannabay oder Hannabay? Ich sage es jetzt einfach cool. Ich weiss nicht, das stimmt. Hast du letztes Jahr am Greenfield gewesen? Ja. Oh, stimmt. Ja, aber nein, das stimmt natürlich. Aber das korrekt. ist auch eine Band, die alle weggeklatscht hat. Ich glaube, keiner hat die Band jemals gehört. Sie sind mega gut gewesen. Sie sind Baby-Metal und es sind alle vor... Und die Bassistin mit dem riesen Bier einfach am Chuggen, Alter. Nein, das war jetzt absoluter Bock von mir gewesen, aber ich habe die Band eben schon seit dem, glaube 23 gekannt und bei denen auch schon dran gewesen. Also ich hatte dann schon Freude gehabt, dass sie Greenfield confirmed haben und bei im Austausch gewesen, so hey, wenn Greenfield nicht klappt, schreibt mir nochmal für eine Headliner-Show, weil ich die in den USA gesehen habe, Louder Than Live, bevor die überhaupt mal je in Europa waren. So wollte ich es sagen. Aber Nicht ich kann mich daran erinnern, wie du mir im Greenfield 24 gesagt hast, Hannabay wäre genug Nuts fürs Gränichen, darum wollte sie. Ja, aber und das es sind auch alle bei denen gewesen. Es hat keiner sich für die was ist... Ist das Crosses? Ja, ich glaube, das ist Crosses. Ja, Crosses ist aber auch wirklich ein riesen Witz gewesen. Ich bin nach Hannabay noch vorher gegangen und es hat vielleicht, ohne Witz, es hat vielleicht 150 Leute gehabt. Das war bei der Hauptbühne am Greenfield. Du kannst mir auch nicht sagen, dass sich irgendjemand für Crosses interessiert hat. Es ist einfach ein paar, die den Chino Moreno geil gefunden haben. That's it. Ja, aber der ist Deftones. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr gegen Deftones sagen, die haben Sold Out und Support Act gleichzeitig. Ja, aber er ist ja auch bei Crosses. Das ist ja, aber ich habe
so Ich war denkst, schockiert, dass es so wenig Leute hatten. ja, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ja, wenn die anderen so abgeräumt haben. Es gibt Sie sind ja, durch es gibt Zuerst nicht, Paleface und nachher Hennebei und dann die einfach nichts mehr hey, gehabt. es gibt nichts Elitäreres als Metalheads. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass niemand Crosses ist schauen. Es hat Aber halt viele Musiker, die irgendwie etwas erreicht haben und das Gefühl haben, ich kann jetzt irgendetwas anderes machen und haben mit dem den genau gleichen Erfolg per sofort. Oh, da kommt mir etwas in Sie den können Sinn. wäre es zwar sogar so grosses Buch zum Teil, aber dann eben das Publikum gibt Antworten. Magst du dich erinnern, Dead Cross am Greenfield, was so beleidigend waren, dass sie nicht mal die Show fertig gespielt haben? Das ist, wie die Jungen heute würden sagen, gottlos gewesen. ja. Vor allem, was eigentlich dort die Ironie, wir haben doch uns dort noch so gewundert, dass eigentlich so genau die immer motzen, dass Greenfield alle 2 Jahre die gleichen Bands haben. Und dann Genau gehen eine sie gleich Band, die nicht. das erste Mal war, die gehen sie wieder nicht schauen, aber wieder Und die dann Bands, die alle 2 Jahre dort Ja, sind. dann noch so eine Supergroup. Mike Patton und Dave Lombardo auf der Bühne. Du musst jetzt Mann. aber für die Jungen noch sagen, welche Bands die sind. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Altersfrage gewesen, aber Mike Patton von Mr. Bungle ist seine erste Band gewesen und Fate No More. Boah, Mr. Bungle, absoluter Scheißband. Ah, Mr. Bungle ist deine erste Band? Ja, Fate No More ist eigentlich sein Nebenprojekt gewesen. Sorry, wenn ich etwas... Und Dave Lombardo von Slayer das ist miteinander auf der Bühne. aber Und es es war doch hat- nochmal einer gewesen. Candlemass. Ja, nochmal 2, aber ich Nochmal weiss so eine nicht Szene, von... das- Ja, so Ja. Punk-Zeug, Ja, wo aber ich sorry, nicht so Aber kenne. Slayer, Candlemass und sonst 1000 Projekte, die der Lombardo hat. Aber wenn ich Ja, Mr. Candlemass Komm, das suche ich nicht, jetzt aber schnell, ja, das er hat kann- viele Das Projekte. können wir so nicht im Raum Misfits stehen und lassen. so. Aber jetzt mal im Ernst, wenn ich Mr. Bungle höre, dann flüchte ich. Das tönt für mich nach irgendeinem Triebtäter. Es ist, Das es neue ist so, Album ist im Fall geil. Das alte Zeug verstehe ich nicht. Es aber ist crazy as fuck, ja. Ja, Ja. das ist krass. Das tönt für mich nach so... Dann langt er Ja. durch den Pimmel. Ist der Townsend Das ist in- eins von in Captain Mr. Jack. Bungle? ich glaube nicht. Also jetzt haben sie ja neue Mitglieder. So Scott Ian von Anthrax ist auch dabei. Also, wir haben 2 Stunden aufgenommen, Podcast eskaliert. Jetzt ist fertig. Hoppala. Nein, aber das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich bei dort war, es hat so wenig Leute gehabt, sie hätten irgendwie, weiss nicht, 50 Minuten Slot gehabt Aha, oder sind so. doch nicht so fame. Da irgendwie Gitarrist Michael Crane von Retox und Bassist Justin Pearson, The Locust. Ja, eben, die beiden, die Fame waren, habe ich erwähnt. Die anderen beiden Ja, sind das ist vernachlässigbar. Aber eben, wirklich nur etwa eine halbe Stunde gespielt und dann haben sie also in die erste Reihe reingefragt, who's playing over there? Und nachher also Parkway Drive und we don't give a shit. Oh, ist das der, gewesen, der so gestürmt hat? Nein, es Ah, ist schade. der, wo Parkway Drive Flamme dabei hatte als Co-Headliner. Ist Und dann haben eben die Leute wahrscheinlich Aha. auch gesagt, we also don't give a shit. ja, und das sind es wirklich einfach Und du bist gegangen. dort auf dieser kleinen Bühne gewesen? Ja, und- Während Parkway Drive die grosse fucking Show Nein, aber es hat erst eine mal halbe ausgepackt hat. Stunde lang Ah, hat okay. Parkway Drive noch nicht gespielt. Ah, ja, ja. Es ist genau, es ist wie Aber so jetzt ein zum- Wechsel gewesen, zum eine kleine Fersi. Überschneidung, so Zum eine Fersi, dort Greenfield-Überschneidung. hat's- zum Fersi, Sie dort hat's ist da, geregnet. obwohl sie nicht müsste. Zum Fernsehen hat es geregnet. Es sind alle im Zelt gewesen. Ja, Das finde ich aber- jetzt gerade witzigen Effekt, den das Ganze eigentlich hat. Im Moment ist ja das riesen Chaos mit Preisgestaltungen und wir wollen jetzt das und so. Und ich habe das Gefühl, genau an dem Punkt findet jetzt so ein schönes Aussehen statt, wenn Musiker jetzt in den letzten 2-3 Jahren entweder schon ein grosses Ego gehabt haben oder ein grosses Entwickeln, dann fallst du einfach durch, weil jetzt eben Festivals sterben, Konzerte sterben, Venues sterben, weil die Leute vorsichtiger sind mit Tickets kaufen, weil alles teurer geworden ist. Und gleichzeitig kommen Bands mit einer Attitüde hinterführen. Ja, also, hey, mein Name kennt man, darum ich muss jetzt mehr Geld haben. Hat ja Teuerung gegeben. Und einfach alle Veranstalter dann irgendwann eine gewisse Linie haben und sagen, ja, schön für dich und jetzt fuck you, spiel niemand anders, aber nicht bei uns. Und dann verschwinden sie einfach von der Bildfläche, nur weil sie einfach die Schnurren zu voll genommen haben. Und dann, klar, du kannst auf dich etwas einbilden, wenn du etwas erreicht hast, aber du kannst nicht machen, was du willst. Und das hat vielleicht vor 10 Jahren noch funktioniert, aber ich glaube, das wird jetzt immer extremer, dass das ein ganz schmaler Grad ist zwischen du wirst mehr Erfolg haben, du wirst funktionieren, du wirst Live-Shows spielen oder irgendwann gehst du schnell voran und wirst ausgesiebelt. Also- Per sofort. Wir können ja als Beispiel nehmen das Greenfield von dem Jahr. Es hat 3 Bands dabei, die mal Headliner waren, aber das Jahr nicht sind. Wer? Heaven Shall Burn, Ah, In ja. Flames und welches ist die dritte? Avenged Sevenfold? Nein. Nein, die sind Headliner. Nie am Headliner. Greenfield gespielt, glaube ich. Powerwolf. Powerwolf ist noch nie Nein, Headliner es ist gewesen. etwas anderes. Ziemlich sicher Sabaton, wenn es im Greenfield ist. Nein, Nein, die haben eh garantierten Headliner-Status dort Nightwish? auf ewig.
Sind die dort? Ah, die Ja, auf jeden Fall, ich weiss, es sind drei. Die wären der Headliner. Drei, die nicht Headliner ganz Felix Greenfield ist ja gleich, aber die kann man als Beispiel nicht die zwei, oder? Heaven Shall Burn, versteht man, das ist eine Hobbyband, die Tournee ein paar Jahre nicht. Da will ich schnell einwerfen. Heaven Shall Burn wäre die einzige Band, die am Greenfield jemals die Headliner sein 24/7 spielen, von mir aus vom Donnerstag bis am Samstag. Aber sie sind schon Headliner gewesen, im 14. Und jetzt sind es keine Headliner mehr. Ja, wir haben Sind bei uns auch schon Headliner gewesen. Yeah! Ich glaube im Fall In Flames ist die einzige Band. In Flames, darf ich mal schauen? In Weil Flames, In Flames Heaven sind Shall im Burn. 17. Headliner gewesen. Ah, Das Video seziert da wie ein Frosch im Bio-Unterricht. Ja. Die Memory von Brian ist einfach insane. Der Brian ist ein Lexikon. Das kommt davon, wenn man am Konzert sauft. Ja, die drei kommen. Ghost sind zwei. Nein, die dritte, es gibt keine dritte, die man Okay, ich habe war. gemeint, es wären drei, aber in dem Fall nicht. Vielleicht ist Bett und Tod 2004 oder so. Aber Ja, ist ja gleich. okay, aber das ist... Auf jeden Fall, die beiden sind ja ein gutes Beispiel. Sex Pistols. 2004 hat es Greenfield noch nicht gegeben. Da ist der Er Brian. weiss es, er ist am ersten. Das ist der Brian Nein, fact-checked aber worden. an denen sieht man schon In Flames. Was könnte bei denen der Grund sein? Ja, Dass also, die nicht mehr so gross sind wie vor Corona. das haben ja viele Bands auch gerade, wo Ja, Electric Alter Coma ist halt. grösser geworden, sonst wären die ganzen Headliner. Ja. Jetzt schaust du die ganzen Bands, wo jetzt von, was sage ich jetzt, hauptsächlich Ü40 Leute gelost werden. Da zähle ich jetzt Hatebreed dazu, wenn ich, ja gut, eben, ich habe sie von den früheren Alben her gelost, aber da reden wir von, ich habe sie mit 12 gelost. Und ich bin jetzt der 40. Dann muss eigentlich der Hauptteil von diesen Leuten, die das lost, die sagen, hey, Big Fans, die Anfangsstunde, so. Und für die richtigen HC-Kiddies von jetzt sind sie ja viel zu Mainstream. Sie gehen so in das rein. Das Not Underground close für die Alten und das Overground für die Jungen. Ja, das Ja, sind jetzt, wenn ich denke, wenn ich jetzt nochmal 15 wäre, dann ist Hatebreed gibt es schon gleich lang, wie wo ich 15 war, bei ACDC rum war. Ja. Deswegen hört sich Not Loose, oder? Umi, was haben wir letztens diskutiert? Es gibt Ja, nächstes Jahr erst... Holst du eigentlich 20-Jährige. kommen die gleichen Wellen wieder hinterführen, mit der gleichen Musik und wieder hinterführen, die es vor 20 Jahren schon gegeben hat. Einfach in anders. Ja, genau. Ja, voll. Und das wird heute gelassen. Und dann kommen so Bands wie In Flames, die in dieser Altersklasse oben sind, dass es nicht mehr lang zum Jung und Alt abholen. Also gehen sie vom Headliner-Status weg. Gut, was gibt es für neue Melodien? Macht Sinn. Neue Melodeath-Bands. Es gibt die aus alten In-Flames-Members besteht, der Halo-Effekt. Die gibt es erst 2 Jahre, aber es sind halt auch alte Männer. Ja, voll stimmt. Nein, sonst gibt es keine, die Erfolg haben. Das kennt man keinen in den Sinn. Ja, ist ja besser so, Alter. Du hast das Ja. ja, Junge Mann. Hä? Was haben wir letztens gehabt am Bullet-Konzert? Also, welches Album wird in 5 Jahren auch 25? Oder 20? Was war es? 20 Jahre Poison und Ascendancy, oder? Also von einer anderen Band. Und wir sind doch am Bullet-Konzert gewesen und dann haben wir doch... Fever. Fever wird doch nächstes Jahr auch 20, oder? Das ist 2010, ist doch das rausgekommen? 2011 habe ich gemeint. Nein, 10, weil ich 10. bin dort das erste Mal am Rock am Ring gewesen und dort haben sie Songs davon gespielt. Genau, New das- Betrayal und Das so. wird in 5 Jahren in Insomnium. dem Fall auch 20. Insomnium. Ja. Ja, das nicht ist das. Eben, Okay. Wir sind alt. Ja, eben. Schau das Zielpublikum an, was Bulle für Valentin jetzt hat. Ich habe letztens das Zielpublikum von Bullet for Valentine. Ja, das ist etwa das, was da am Tisch sitzt. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Und irgendwann haben zu viele von diesen Kindern und Zeug und Sachen und Kegel und kommen nicht mehr an Konzerte. Und dann müssen sie wieder kleinere Konzerte anfangen oder aufhören. So die Ja, Variante. ist- oder gut, wobei Bullet holt die Jungen auch wieder rein. Irgendwie. Der Matt Ja. ist immer noch sexy. Wenn der Devil Circle Wears verwünscht ist, Prada auch. Das ist das Gleiche. Vor 10 Jahren mega gross. Jetzt hast du irgendwie 8 Jahre nichts mehr von ihnen gehört. Alter, Limp Bizkit Ja, ist jetzt so genau, gross die wie auch. noch Ja, nie. es ist crazy. Ja, voll. Nur Metal man hat schon ein bisschen Revival gemacht, muss ich sagen. Ja. Aber es gibt so Bands. Gut, alle Core-Bands und HC-Bands nehmen jetzt nur Metal-Element rein, oder? Ja, voll. Aber es ist schon generell volatiler geworden, weil ich meine, ich sehe ja durch den Job, wo auch eben grössere Schweizer Festivals bucht, sind jetzt in anderen Genres, dass es ist schon vor 10, 20 Jahren ein Risikogeschäft gewesen, aber es ist jetzt ein Hochrisikogeschäft. Also so unpunkig das tönt, aber von der Materie her musst du eigentlich also so wenig ich Bock auf den Job hat, aber leider wird er immer ähnlicher, wie wenn du Investmentbanker bist bei der UBS, wo du einfach Bands, blöd gesagt, wie Aktien musst behandeln. Und ich habe das jetzt schon im Job, wenn ich jetzt zum den Link dort so
wieder zu der Musik machen. Wenn ich jetzt eine Band buche, muss ich darauf hoffen oder spekulieren, dass wir in 9 Monaten, wenn die Show ist, oder sogar teilweise 1,5 Jahre vorher, schon ein Datum, dass sie mal einen Europa-Run haben, aber zwischen noch nicht wissen, wann ist das Album fertig. Und dann schickst du ein verbindliches Angebot ab und hoffst, dass du an dem Tag kein Geld verlierst. Und wir haben das einfach Faktor 28 Bands. Oder hoffst, dass der Sänger keine Minderjährige anschreibt oder so, weißt du, ich meine. Es ist wirklich Ist ein Hochrisikogeschäft. Genau, also So du ist hast, ein Chorbereich. nein, du hast ein paar, das kommt alles auch noch dazu. Ich meine, du hast ein paar wenige Gründe, wieso das Show besser läuft das letzte Mal. Das neue Album ist cool, du hast irgendeinen Samstag oder einen Samstag, wo nicht schon 10 andere Shows sind. Oder dass sie zum Beispiel vorher noch ein Festival gespielt haben. Also jetzt im Tagesgeschäft. Bei mir ist natürlich ist immer geil. Ja, oder wenn es geil ist, wenn eine Band am Greenfield spielt, weil wenn wir nachher wieder die Show in Zürich machen oder in Kaufmehl oder wo immer, haben sie natürlich einen Fanboost. Best Case, aber nicht immer. Nein. Du spekulierst. Du hast eben, weil du schon gesagt hast, mit den Leuten, die immer kurzfristiger Billett kaufen, ist das bei vielen Events einfach eine mittelgroße Katastrophe von Personalplanung. Wenn dann plötzlich einfach 30% der Billette in den letzten 3 Tagen weggehen, kannst du je nachdem nicht mal mehr Barpersonal organisieren, weil, also ist es eines von vielen Beispielen. Und beim Booking ist das eben momentan so volatil geworden, dass eine Band, und wir sind zum Glück noch in der Genre Punk, Metal, Rock. Im Hip-Hop ist das wirklich noch schlimmer. Dort hast du quasi jemanden, der mit 2 Songs weltbekannt wird und bis die Show stattfindet, interessiert es schon gar niemand mehr. Weil das so schnelllebig ist, aber es geht bei uns auch in die Richtung. Ich meine, eben, da hast du Bands, wo zum Beispiel wie Sleep Token, wo dann so dermaßen durch die Decke sind, oder auch Turnstile, wo, weißt, gar nicht mit dem Zyklus November eine Show, Juni Festivals, im Herbst wieder Tour, wo dann das völlig überlappt. Im Positiven, wo dann eben so, hey shit, wir müssen die ganze Tour upgraden, ist alles ausverkauft in Europa, bis zu das neue Album ist nicht geil, oder eben noch schlimmer, wenn du eine Band buchst und dann kontroverse Vorwürfe im Raum stehen, wo dann plötzlich einfach über die Tour abgesagt wird, oder eben jetzt mit wirtschaftlichen Gründen, das neue Album ist nicht gut. Dann hast du wirklich, das ist verdammt bitter, vor allem für die Band. Ich meine, ich bin dann der einfach, der muss die Rechnung begleichen und zum Glück jetzt das entweder die Firma macht oder das Festival, aber ich habe auch keinen Bock haben, wenn eine Show abgehackt, aber richtig hart ist es für die Band auf der Bühne, weil für die Fans ist es eigentlich noch cool, wenn es ein bisschen intimer ist und ein bisschen weniger Leute, aber das tut verdammt weh, wenn du letztes Mal blöd gesagt Dynamo oben ausverkaufst und nachher mit der nächsten Tour im Kiff kommen noch 150 Leute. Das kann ich auch Effekt. Ja, voll. Das ist ja noch das Witzige. Das hat, bei Venues hat es den Effekt, okay, Show ist schlecht gelaufen. Booker hat eine scheiß Show gehabt. Hoffen wir, dass wir das wieder ausgleichen können, irgendwie mit etwas anderem. Aber ihr könnt es nicht ausgleichen, weil ihr habt das nächste Mal. Du hast ein Event. So, und dann hast, und da kann man ja genug transparent sein davor, dass man sagt, hey, das Budget muss 1,5 Jahre inzwischen. Vorher wird das mindestens zu 50% schon mal abgesegnet. Da muss weit im Voraus das eingeplant werden. Inzwischen ist aber die Veränderung so gross, dass dann einfach, du denkst, ja, okay, ich plane jetzt mal so und so viel Budget ein für die Hauptbühne, so viel für Zelt, so viel für Food und Drinks und so Sachen. Planst das alles? Dann denkst du, okay, ich muss da mal zuerst mal, schick mal eine Offerte. Dann kommt die Offerte und dann denkst du, plötzlich alles 5% teurer. Ja, warum ist das plötzlich 5% teurer? Und kommst als Antwort über, ja, Inflation, und wir müssen auch schauen, wo wir bleiben. Wenn du bis in 2 Wochen nicht bestätigt hast, wird es nochmal 5% teurer. Und du kannst nichts dagegen machen. Und eben, da reden wir jetzt von Infra, nicht von Bands, sondern alles, was das Festival betrifft. Von Zulieferern, von Infrastruktur, von Mietsachen. Und der Seider schon mal macht innerhalb von irgendwie 3-4 Jahren vielleicht all 3 Monate macht er immer 5% Stufe jetzt, weil es geht das nicht ist dann sau viel nach dann weißt du bereits, okay, das Übernächste wird nochmal teurer. Ja, was machst du denn? Du musst irgendwie musst das Problem lösen. Das siehst du bei den meisten, die jetzt einfach stillschweigend halt echt teure Preise bei Bier, Essen, Eintritt, alles. Oder eben Zusatzeinnahmen, wo man
jetzt vorher erklärt haben, ist eben eine Ausnahme bei Parking und Camping, aber wo dann eben plötzlich heisst, darfst du nicht mehr Getränke reinnehmen oder keine Ahnung, wenn also andere Festivals werden dann auch kritisiert, wo jetzt zum Beispiel bei Rock am Ring war, das ist so ein Fastlane-Pass, eigentlich wie ein Freizeitpark, das einfach jederzeit in den vordersten Bereich, aber eben, ich wollte jetzt da meine, oder die Leute, die das organisieren, eben wie in Schutz nehmen, wo in der heutigen Zeit halt einfach eigentlich das ein Verzweiflungstat ist, auch wenn das grosse Firmen sind, aber wo das nicht machen, um irgendwie den Fünfer und das Wägli haben, sondern in dieser schwierigen Marktlage momentan irgendwie noch überlebens- und konkurrenzfähig sein. Weil eben, auch wenn du, also wir reden jetzt so von einem fucking 3'500er Festival, aber ich arbeite mit Leuten zusammen, die ein 25'000er Festival buchen, wo dann einfach einmal 2000 Leute weniger ein Knickbruch kann sein. Ja. Weil das sind dann 2000 Mal. Nicht bei uns, was sind wir jetzt bei fucking 140 Steine mit Camping. Bei anderen dann 300 Steine sind, weil es so teure Kosten haben. Und ich glaube einfach, die bittere Realität ist, auch wenn es ausverkaufte Szenenfestivals gibt, ein Grossteil der Festivals diesen Sommer, eben sind jetzt auch Medienberichte die Woche gewesen, sind wirklich am Strugglen von dieser Balance von alles wird teurer, Bands wollen mehr Geld und gleichzeitig aber in der Bevölkerung durch die Inflation die Leute auch nicht mehr Geld haben. Also egal wie groß, ob du jetzt ein 20-Franken-Festival machst oder das 200 Franken, es sind alle momentan da ein riesen Konflikt eigentlich mit, wie können wir die Kosten tief halten, dass wir nicht mit dem Ticketpreis rauf, aber gleichzeitig sind die Leute kritischer geworden, warten bis eine Woche vorher mit dem Kaufen und sagen, ja, mal schauen, wenn es so schön Wetter ist. Und ja, es ist eine klassische volkswirtschaftliche Abwärtsspirale. Ja, es wird alles teurer. Ja, aber der Unterschied ist, ich habe habe quasi, weißt du, mit dem beruflich zu tun, also das ist jetzt, ich höre das nicht das erste Mal, aber mir tut das allein nachher fürs OK, wenn ich ihnen das muss halt erklären, dass das nicht das Problem ist, wo nur wir jetzt in Gränichen zu kämpfen haben, sondern dass es ein systematisches Problem wurde, ist seit Corona. Das war eben meine Frage. Wie beurteilen ihr, dass das Corona genau beeinflusst hat? Weil ich weiss noch genau, wo Corona war, was aktuell war, hat es geheißen, eben all die Tontechniker, all die Roadies, die gehen zu anderen Berufen, die sie Berufssicherheit haben und die kommen dann nicht zurück in die Branche. Darum wird es teurer, weil es schwieriger wird, Leute zu bekommen. Oder? Aber jetzt ist Corona ziemlich genau 3 Jahre vorbei. Oder? Und spürt man die Folgen immer noch dieser Weg stark oder haben sich andere Sachen wie manifestiert in diesem Problem? Also ich habe das Gefühl, das grösste Problem ist halt wirklich die Preisunsicherheit, dass du Leute findest vielleicht schon irgendwo, weißt, es an gewissen Ecken ist schwieriger, an gewissen Ecken ist fast einfacher. Ja, weil dann hast du irgendeinen Club, der zugemacht hat, was nicht überlebt hat. Der hat Angestellte gehabt und die wiederum suchen etwas Neues. Das gleicht sich noch relativ schnell aus. Aber wenn die Unsicherheiten so ansteigen, dass du gar nicht weisst, eben in einem halben Jahr, wie soll ich was irgendwie planen, damit es am Schluss aufgeht, dann habe ich eher das Gefühl, hast du Knappheit im Allgemeinen dann nicht, weil immer weniger rum ist. Und das hängt natürlich auch davon ab, machen das die Leute mit, können sie es überhaupt mitmachen? Wenn sie es gar nicht mitmachen. Ja, und Probleme werden komplexer. Du hast zum Beispiel, was jetzt ein externer Faktor war, wo jetzt eher zeitlich seit Corona war, aber wahrscheinlich mehr durch die globale Inflation und eben globale Konflikt war, dass Energiepreise auf sind. Das heisst, etwas, was jede Band braucht, ein Van oder ein Nightliner, ist teurer geworden. Gleichzeitig ist aber auch, sind Versicherungen aufgegangen, weil sie halt sagen, also wo eben Corona wie ein Auslöser war für eine Unsicherheit, wo es zwar nicht Corona jetzt heute das Problem ist, aber dass sie dann eben zum Beispiel dann die Leute, die dann die fahren, also Nightliner-Fahrer, dann halt sagt, will ich dort quasi von heute auf morgen nicht mehr können Bands fahren, sondern halt vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht mal das beste Beispiel, weil die haben halt noch können schon Lastwagen fahren, wo das dann können abfedern, aber eben zum Beispiel Tonpersonal oder Licht von heute auf morgen und eben, wir reden hier von einer Industrie, die weltweit ist. Also da haben wir viele Crews, die dann bei uns am Festival sind, aber die sind aus Amerika. Also es haben dann nicht alle Entschädigungen bekommen wie bei uns, wie in anderen Ländern in Europa. Und die haben dann halt einfach gesagt, hey,
unter so viel 100 Euro schaffe ich nicht mehr. Und dann muss die Band halt auch mit den Gagen auf und sagen, wir können nicht mehr spielen unter 5'000 Euro. Obwohl die Band für eine Headliner-Show vielleicht nur noch so und so viel Billett verkauft. Aber die sagen, wenn wir bei euch am Festival spielen, verdienen wir schon nichts. Weil halt, ja, die Kosten summieren sich halt, weil man muss eine Van mieten, man muss 3 Leute für die Crew mieten, das Management will etwas davon, weil die auch schon dafür arbeiten, dass man die Show hat. Die Booking-Agentur hat den ganzen Paperwork und schaut, dass du deine Zahlung pünktlich hast und mit uns alles auskehrst mit Bedingungen. Und am Schluss bleibt dann halt einfach nicht mehr viel übrig. Und eben, wir sind dort ja halt auch in einem Konflikt, dass wir halt sagen, wir wollen auch nicht irgendein Preisdumping machen, dass man einfach sagt, ja, wir sind ein ehrenamtliches Festival, darum erwarten wir jetzt, dass ihr als Band auch noch drauflegen. Also das ist, finde ich, jetzt ist unethisch. Weil wir schauen zum Beispiel, dass Bands, das habe jetzt auch eine internationale Band hat zum Beispiel gesagt, hey, danke, habt ihr keine Merch-Fee. Und die Steil, also da haben alle eine eigene Meinung darüber, aber kann an einem Festival zum Beispiel noch berechtigt sein, wenn es ein Prozentsatz ist, aber du zum Beispiel das Zeug kannst abgeben, das Festival verkauft. Aber es gibt andere Festivals, die sagen, und das kann man doof finden, ist jetzt halt einfach ein Fakt, eben wir machen es nicht, wo sagt, ihr müsst einfach irgendwie 20-30% abgeben, dass ihr dürft am Festival verkaufen. Das ist auch für viele Venues im Ausland das Problem. In der Schweiz ist es zum Glück nicht so verbreitet. Und wird nicht von Crew vom Festival verkauft, sondern selber, oder? Wir haben es so, du kannst einfach, wir haben dort die prominenten Zelte am Eingang und sagen, macht was ihr wollt. Ihr könnt schauen, dass alle Platz haben, aber also wenn du für 30 Steine ein Shirt kaufst, geht kein Rappen ans Festival. Ja. Also, und da hat wirklich eine Band die gesagt, es sind glaube ich irgendwie 4 Riesen gemacht, nur mit Merch. Wow, und das ist mehr als Gage. Ja, und jetzt könntest du rechnen, 20% Merch-Abgabe, hätten jetzt 800 verloren, nur wegen dem, oder? Ja, eben, aber eben, da wollte ich jetzt nicht irgendwelche Festivals kritisieren, die durch das eben auch ihre Kosten decken müssen. Also, wo dann halt sagen, hey, keine Ahnung, eben, das soll jetzt keine Moraldebatte sein, wir reden jetzt über unser Festival. Eben, wo eben heutzutage eben die Probleme so komplex werden und du kannst das nicht mehr nicht einfach eben mit einem Rädchen drehen lösen. Eben, da haben wir jetzt vorher gehabt von eben die Crew wird teurer und alles, aber auch eben gleichzeitig sagen die Leute, ja, keine Ahnung, die Miete geht auf, die Krankenkasse geht auf und wenn dann einfach jedes Festival auch noch 20. Uhr geht, bleibt es dann bei einem daheim. Und das ist schwierig. Also wenn jemand da andere Festivals roastet, dann der Bella. Das ist dein Job. Was, das stimmt gar nicht. ich habe mich das letzte Jahr stark dafür eingesetzt, dass man Festivals nur noch roastet und wirklich Scheiße baut. Finde ich gut. Yeah. Also ich mache vielleicht auch einen oder anderen flotten Spruch, aber so... Deswegen lieben wir dich. Wirklich Roast? Gut, was... Ja, nein. Screenfield hat letztes Jahr nicht zum Roasten gegeben, wirklich. Das war ganz okay. Und du gehst ja einen Weg jedes Jahr wieder. Ich gehe das Jahr nicht. Ich ziehe es durch, oder? Das hast du letztes Jahr auch schon gesagt. Ja, also wenn aber du letztes Jahr habe ich es gut gefunden. Bist, dann musst du jedes Jahr beschweren, dass das Line-Up immer das Gleiche ist. Und ist ja nicht einmal. Der Zeitplan scheiße ist. Ja, du musst trotzdem, ist er auch nicht. Du musst es trotzdem sagen. Du musst es sagen. Das habe ich die letzten 2 Jahre nicht gemacht. Und auf gemacht. Social Media kommentieren, ganz wichtig. Ja. Und negative Posts liken, dass sie weiter oben sind. Bella, du bist unser... Also ihr wollt einfach gute Publicity. Wir wollen deine Bad Vibes. Ist gut. Aber Dings, das ist ein guter Punkt. Du könntest... Einfach mit dem Band-Account, mit dem Metal-Server-Account haten bei allen Festivals, das ist ja ein Schweizer Underground-Metal. Du könntest eigentlich so ein Festival-Steve Merson werden. Einfach so jedes Festival geht und rummotzen und das auf TikTok posten. Ja, weißt du, das ist übrigens geil auf Grärichen, was das angeht. Und das finde ich super. Ich kann so einfach antworten. Eure Ticketpreise werden immer teurer. Das Early Bird war immer noch 100 Stutz. Hättest du genug früher reagiert, hättest du von 100 Stutz ein Billett bekommen. Jetzt ist es 140 und nicht Kontingent, wie es die meisten anderen Festivals haben. So, wir haben irgendwie keine Ahnung. Wir scamen am besten. Wir haben 50 Billette für 140 und nachher gehen wir wieder rauf mit den Preisen. Nein, wir haben gesagt, wir sind bei 140 bis Anfang Juni. Dann gehen wir wieder rauf. Und Anfang Juli gehen wir nochmal rauf. Hast du das Gefühl, du musst dich erst im letzten Moment dafür entscheiden, heisst das für uns Unsicherheit.
dann zahlst du halt ein bisschen mehr. Genau. Wenn sich aber jeder schon im Voraus entscheidet, zahlst du nicht mehr. Nicht ab, wenn du der Erste bist. Aber ich sondern kann ja das einfach Line-Up nur sondern nur datumabhängig. Ja. bis zum Datum. Nein, wenn sogar Eben, der Zeitplan schon Line-Up, draussen. Timetable ist alles draussen. Und jedes Mal, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ist heute schon immer teurer. Ja, kauf einfach das Billett jetzt und nicht einen halben Tag, bevor du kommen willst. Oder noch Kollegen besser, haben komm- letztes Jahr komm wegen dem helfen. 2 Eintagespass gekauft. Was? Die wohnen wirklich gerade, also ist noch lustig, die wohnen gerade da in der Nachbarschaft. Ja. Und die haben so spät gekauft, dass es keinen 2-Tages-Pass mehr gibt, die haben 2 Eintages-Pass gekauft. Aber sie haben hure Freude gehabt, dass sie da gewesen sind. Ja, finde ich schon gut. Aber eben, schlussendlich, das heisst, sie sind wenn es dann würde jammern und sagen, ja, es war mega teuer gewesen. Ja, Haben's- du hättest die Variante gehabt. Ich habe jetzt eine technische Frage. Haben Sie am Freitag schon beide Bändeli geholt oder haben Sie am Samstag noch mal führen laufen, um das Bändeli zu holen? Warte. Es war anders gewesen. Ich habe es euch erzählt. Sie sind nur am Samstag gewesen, aber sie müssen einen 2-Tages-Pass kaufen. Es war genau umgekehrt gewesen. Ja, das Ja. stimmt, der Samstag Ja, war ja. vorher ausverkauft. Ja, gewesen. ja, voll. Festivalfans hassen diesen Trick. Nein, aber weißt du, wir können es einfach, wenn wir so ein launisches Publikum haben, einfach komplett ummünzen und jetzt eigentlich öffentlich sagen, so, hört auf, das Festival supporten mit extra Geld, kauft es jetzt. Wir wollen euer extra Geld nicht. Out of spite. Ja, macht uns arm. Kauft es jetzt, verkauft das Festival aus. Wir wollen die extra Stufen nicht. Wir wollen das Geld nicht. Da bin ich jetzt wieder, da denke ich jetzt wieder ein bisschen anders als du. Wir wetten euch das Geld schon, aber nicht in Form von, gebt mehr aus fürs Billett, saufen uns einfach mehr Bier weg. Auch Kaufen den alkoholfrei. Bands den Merch weg. Oder? Deal. Ich kaufe das Billett alle, wenn es 100 Franken kostet, dafür tun die Differenz nachher am Gränichen-Foodstand und Bierstand Auf versaufen. Pfeffi-Stand. Ich finde, Mesof macht es noch nice mit Early Bird plus Shirt. Kostet gleich viel wie es nach. Also, sie haben ja den Blind Bird, den kaufe ich immer, der ist nur 100 Stutz, oder? Dann haben sie den Early Bird plus Shirt für 120 und dann haben sie das normale Billett irgendwie für 150, oder? Das ist. Also, da schaust du die Leute schon auch noch mehr an. Ich Aber du find musst das, ja auch heutzutage irgendwie Leute ja, aber ich früh finde das anbringen. voll schlau, weil Shirts haust du einen Weg raus. Ja, schau, jetzt kommt das Ding für den Ricky. Wir sind ein Verein Adidas aus Freiwilligen. Und Tracksuit. da wir noch keine Freiwilligen haben, die den Logistikaufwand betreibt, Danke, können wir das Brian. nicht machen. Der Gedanke war im Raum, aber wir können es nicht machen. Also falls du willst, in den Verein kommen und Shirts mit Tickets verschicken. Wir wären sehr dankbar. Also- Vielleicht auch noch mit einer Tonaufnahme und einem Yeah! You were the Nice. chosen one. Nein, die machen es so, dass du es kannst abholen am Festival vor Ort. Mit dem Ticket steht gerade drauf, du kommst noch ein Shirt über. Ah. Das ist natürlich schon auch smart. Ja. Aber dann kommt wieder die Preisunsicherheiten dazu und dass wir dann gar noch nicht wissen, was wir alles für Shirts haben in dem Moment, wo unsere Early Aber es ist, ja, Birds glaube sagen. ist Ja es gut, nicht du beim müsstest- Wacken ein spezielles Design? Ich habe von Mesof geredet. Wacken macht, ja, also im Fall machen beide ein spezielles Design. Eben, das kommst du nur über, wenn du es vorbestellst. Ist bei nicht- beiden so, auch wenn es nicht vergleichbar sind. Weil Mesof ist eher mit euch vergleichbar, die haben auch etwa 2000. Ja, gute Idee. Ich brauche wieder etwas lernen. Ja, ja. Nein, der Bella hat etwas Gutes gesagt im Fall. Opener Gräniche, Adidas Tracksuit, schwarz-weiß. Würde ich kaufen, sofort. Ja, du bist wahrscheinlich der Einzige. Ab Montag bei H&M. Nein, aber das ist ja wirklich etwas, das siehst du ja überall mittlerweile, dass die Leute irgendwie müssen dazu bringen, das Billett schon im Voraus zu kaufen. Weil ich gehe ja amix snowboarden und Mountainbiken und dort ist im Flims, Lags, Davos und Lenzerheide ist ja Topguard. Und die ist ja so, das ist ja eigentlich quasi Hauptgeschäft machen die ja im Winter. Und dass sie jetzt aber ja genug früher schon das Geld rein haben. Nein, lang, ich habe das Mikrofon. Mach ihn leislicher. Ist das Gummi, ist das Gummi. Okay, Nichts das ist das Einzige, was ich gestresst habe. Gut. Und die machen dort ist es halt auch so, dass die haben ja genau das gleiche Problem. Die wissen natürlich nicht, wie, darum die wissen nicht, wie viele Leute im Winter effektiv können Skifahren. Das ganze scheiß Skigebiet kostet auch viel und darum haben die auch eigentlich das gleiche Problem wie ihr habt, also wie alle haben momentan, dass sie möglichst früh müssen schon das Geld reinholen, dass sie sicher Geld haben. Und Oder dann- eben auch Personal können planen. Genau, und Personal können planen und können nur schon Wartung für die blöden Lift und weiss ich was alles übernehmen, was sie im Sommer machen müssen. Und dann ist es so, die haben dann quasi, wenn sie im Frühling kaufst, hast du Topcard für das ganze Jahr, für die Sommersaison auch schon, dann kostet sie irgendwie 200 Stutz weniger, aber du kannst im Sommer schon gehen. Und dann hast das ist ja so eigentlich so wie euch ein Ding mit dem günstiger sein. Und dann haben die kapitalistischen Wichser einfach noch die Audacity ihres
wir haben ein System, das für unsere Kunden sehr gut ist. Es ist Adaptive Pricing. Das ist mega gut für Kunden, weil das heisst, wenn sie ihre Skitage schon 7 Wochen im Voraus buchen, wenn sie noch nicht sicher sind, was für Wetter ist, wie viele Leute das dort sind, ob sonst irgendetwas ist, ob sie ihr Bein gebrochen haben, dann kostet das Ticket 60 Franken. Und wenn du es am gleichen Tag kaufst, kannst du an Ostern, wenn noch irgendwie 2 Skilifte offen sind, für 83 Franken kosten. Ja, das machen der viel Adelboden auch, hat mich auch aufgeregt. Ja, das ist eben darum. Es ist wirklich überall mittlerweile so und ich habe früher einmal zynisch das Gefühl gehabt, das ist einfach zum möglichst viel Geld abgreifen, aber ich glaube wirklich mittlerweile, durch das jetzt, also ihr zwei habt da auch mir noch ein bisschen die Augen mehr geöffnet, das ganze Ding, durch das halt alles von viel mehr Faktoren abhängig ist, wie du von außen siehst, müssen die halt auch irgendwie das Geld reinbringen und das ist bei einer grossen Firma wie der Skigebiet Laax, Davos und Dings genau das Gleiche wie bei euch. Die haben natürlich dann noch ein bisschen grössere Dings da haben, weil sie noch Leute anstellen, die dann mit Familien unterhalten und weiss ich nicht was. Was bei euch ja nicht so ist, aber ihr müsst ja trotzdem auch am Schluss können auf das schwarze Null kommen, weil wenn ihr dort ja Minus macht, ja, wer zahlt das dann? Also, ich glaube vor allem, dass der Hauptaspekt, wo gegeneinander steht, ist einerseits, dass Leute, wie sage ich das, du willst alles jetzt gerade, wenn du irgendetwas online bestellst, wenn das morgen nicht ankommt, bin ich schon hässig. Ja. Wenn ich in den Laden gehe und er sagt, ich muss bestellen, könnt ihr nächste Woche abholen, bin ich hässig. Das reicht nicht. Es muss jetzt sein, am besten gestern schon. Und jetzt kommt so ein Festival. Ja, jetzt soll ich jetzt Geld ausgeben, dass ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr fange an das Festival zu gehen. Da habe ich einen guten Obwohl Dings. Obwohl es ist genau, ich geht dort her. Oder jetzt gehst du Ferien das Geld jetzt das noch ist, bei mir. Nein, das ist wichtiger, das ist viel besser geplant. So müssen wir gar nicht denken, Damen, Herren, alles links und rechts daneben, zwischen ihnen oben und unten, da müssen wir gar nicht denken. Das Ding ist, wenn ihr das Billett jetzt kauft, dann hast du das Geld jetzt ausgegeben. Das heißt, du gehst dann gratis ans Festival, das ist in einem halben Jahr und dann hast du die 120 Stutz, die 120 Stutz, die du jetzt ausgegeben hast, sind dann nicht mehr, die sind dann egal. Es ist ein Geschenk für dich selber. Du hast das Geld ja schon für das Geldproblem hast du ja jetzt ist das, und nicht erst in einem halben Jahr. Ist das die ein Jahr her TikTok-Logik von ja. Nein, aber der Ricky hat mir letztens zum Beispiel auch, wir haben das ist Non-Sigma, das kennen wir nicht. Der Mike und ich haben ein bisschen etwas vorgeschossen, dass Taoist Merchandise machen kann. Dann hat der Ricky mir quasi jetzt das Geld zurückgegeben und ich so, geil, gratis Geld. weil zum Pferd, das Geld habe ich vor irgendwie einem halben Jahr gezahlt oder so und das ist wie nicht mehr, also gut, ich habe jetzt natürlich auch das Glück, dass ich in einer finanziellen Situation bin, wo das nicht so drauf ankommt. Darum ist das für mich dann auch nicht so, aber die meisten Leute, die so alle, die jetzt zulassen und seit Anfang zugelassen haben, die Open-Air-Leute sind nicht die mit der Rolex. Es ist der Bella. Ja, da ist der grüne Dagobert Duck. Die Elandi Rich Bitch. Die Elandi Rich Bitch, genau. Wäre ich so reich, wäre meine Band erfolgreich. Oder einfach nicht erfolgreich, aber wir würden uns einfach Slots kaufen. Eben erfolgreich. Du wärst auf grosser Bühne und Publikum spielen. Exakt, ich wäre auch auf grosser Bühne. Du wärst Crosses. Ja. Ich würde die Gelegenheit nutzen, um mich noch offiziell bei Metal Mayhem entschuldigen. Weißt du Jetzt kommt noch ein bisschen Heat zum Schluss. Nein, wirklich. Das hat dich hässig gemacht. Das heisst am Schluss, wir sind in der Halbzeit. Metal Mayhem, ihr habt jahrelang alles gemacht, damit Tickets an der Abendkasse günstiger sind als im Vorverkauf. Und ich habe das immer ausgenutzt. Weil meistens war es so, im Vorverkauf war das Ticket irgendwie 44,50, an der Abendkasse 40 und mit der Stu-Card habe ich es sogar für 35 bekommen. Und ich habe das sicher 20, 30 Mal gemacht in den letzten paar Jahren. Und etwa vor 3 Monaten haben das gemerkt und seitdem kaufe ich alle Tickets im Vorverkauf. Also, aber das ist doch so gewesen, weil einfach sie dann die zusätzlichen Kosten für die Abwälzung nicht aufs Ding wahrscheinlich, ja, aber ich habe jahrelang an ihnen profitiert, sie haben nie gewusst, ob ich komme, aber ich bin Problem gewesen. Also dort haben wir haben einige Sachen, wie soll ich das diplomatisch sagen, einfach zugunsten von allen Beteiligten optimiert. Ich meine, als ich angefangen habe, haben wir erstens eben auch, ich glaube, hat mir gesagt, ich will die auf dem Dorf nicht verärgern, wenn sie spontan kommen. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, aber du belohnst ja genau die, ein bisschen Opportunisten, die dann beim schönen Wetter kommen und die ein halbes Jahr vorher, auch wenn sie nicht wissen, ob das Festival im Schlamm versinkt, eins kaufen. Eben, du willst eigentlich die belohnen, die früher supportet. Und da hat man den hohen Vorverkauf nach dem Greenfield angefangen. Weil ich mir so gedacht habe,
das ist eigentlich ein Link aufschalten und dann läuft der. Da musst du nachher dort nicht mehr jeden Tag dran rumwerken. Und dann haben wir das wirklich Jahr für Jahr optimiert, dass wir jetzt eben schon mit dem QR-Code, wo wir aufhängen am Festival, können schon die Ersten wieder für nächstes Jahr das eintüten, wenn sie wissen, dass sie da kommen. So, wieso sollen sie bis eine Woche vorher warten und nachher irgendwie 170 zahlen statt 100? Ich weiss jetzt gar nicht, ob ich das mitbekommen habe, aber machen die es auch schon so wie es Wacken, dass ihre erste Bands dann am Festival noch announcen für nächstes Jahr? Nein, es ist auch, also bin ich auch nicht wirklich ein Fan davon, weil irgendwo muss man sagen, hey, wir sind ein 3'500er Festival. Also weißt du, wenn es sich ergibt, dann sage ich nicht nein, aber es ist momentan auch, sind wir recht unter Druck, weil jetzt schon, was haben wir jetzt, Ende April, grosse August-Festivals, aber wir reden hier von grossen, 5-stellige Besucherzahlen, schon anfangen zu booken und ich jetzt schon doch immer wieder Anfragen bekomme, wenn wir anfangen. Und ich finde das also auch... für 26, ja. Nicht für das Jahr? Nein, für Also hat 26. jetzt in dem Fall Grafik für nichts eigentlich schon für 2031 den Timetable parat gemacht, dass du jetzt endlich mit der Band... Da kann ich schon Bands einfüllen. Nein, aber das ist im Fall wirklich... Also hat sich auch recht geändert, wo halt eben Bands oder die Managements halt auch so, um die langen Zyklen von Album, Release-Tour und so absichern und halt auch wo auch ein Druck ist bei den grösseren Festivals, wie auch bei uns kleiner, weil wir halt weniger Slots haben, wo die Band nicht spät sein will. Also eigentlich im Herbst ist ein Grossteil vom Booking auch bei uns dann schon durch. Ja. Von der internationalen. Weil einfach im Februar keine Band so waghalsig ist und sagt, oh, wir kommen jetzt noch auf Europa, weil einfach jedes grosse Festival das schon voll gebucht ist. Also es ist extrem Druck ab, wenn wir das Festival durch haben und jetzt schon x Bands eigentlich ein Offer würden gerne haben. Für 26. Für Wir reden nächstes hier von einem Jahr, 3'500er Festival. Und Das sind in dem Fall relevant, hä? es zeigt halt auch, dass einfach gleich sehr viele Bands rum sind und auch, wenn wir ein paar andere schöne Festivals haben, im ähnlichen Genre, die bei weitem nicht alles abdecken können. Wenn halt jetzt 2-3 grössere Nein sagen, dann wissen sie, wir haben nur noch eine geringe Chance, überhaupt das Festival zu spielen, weil für das sind wir dann genug relevant, dass sie dann halt nicht am Dienstag nach dem Greenfield im Gerade Dynamo sagen, spielen. dass so eine räudige Unterwochenshow mitmachen, ja. Ja, Jetzt die werden kommt auch aber so. ein wichtiger Punkt. Du redest jetzt darüber, wie früh das Zeug schon gebucht wird. Gilt nicht für Local Acts, weil wir sind hier in einem Podcast, wo es hauptsächlich um Local Scene geht. Und das gilt nicht für Local Acts. Und wir haben auch aus dem Grund, weil Leute das Gefühl haben, es passiert alles immer früher, könnten wir, eigentlich würde ich gerne sagen, am Formular, sobald wir das Line-Up da oben haben für 2025, kommt das Bewerbungsformular für 26. Das verwechseln dann aber wieder. Aber das würde sehr kompliziert werden, weil die Touchköpfe nachher alle würden sich Also es gibt auch die Vögel, wo sich dann nachher, wenn es nach Alphabet sortierst, merkst du, die haben sich einfach 2-mal angemeldet. Einer ist im September und einer ist im Januar. Also wo man dann wirklich weiss, nicht, dass er nicht extra gemacht oder irgendwie sich nicht abgesprochen oder irgendwie also einer ist nach dem Ausgang ausgefüllt und dann so, oh, das ist schon mal angemeldet. Also, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich könnte es genau. Ja, das haben wir am Metal Battle sogar auch gehabt. Du hast auch die Liste Stimmt, durchgemacht. Irgendwie 2-3 Experten haben sich dann auch 2-mal angemeldet. Zum Fernsehen, ich könnte mir vorstellen, dass mir das auch passiert. Kann ich eben auch vorstellen von mir selber. Also ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, aber dann wäre es definitiv keine Absicht. Nein, aber das Problem ist halt, dass alle von dir irgendwie eine Timeline erwarten, aber die kann ich nicht geben. Ich habe zum Beispiel, es sind so viele Faktoren, von, ob noch andere Shows geplant sind oder einfach eine Band. Einfach eben, man muss immer erwähnen, die Band ist bei allem am längeren Hebel. Aber die sagen, wo sie auf dem Poster stehen, sie sagen, wenn man ankündigt, wenn zum Beispiel eine Band, und das sehen wir bei den ganz grossen Festivals, dann siehst du einfach, es ist schon März und die haben immer noch Headliner-Slot offen, aber so alle, weißt du, im Juni, so, keine Ahnung, fiktiv zum Beispiel Download, Grasspop, Hellfest, überall fehlt noch ein Name. Und da kann es einfach sein, dass eine grosse Band, die eben die Macht hat, also eben, je weiter runter im Line-Up das gehst, desto mehr kannst du sagen. Also weißt du, wenn bei mir irgendeine Band in der zweiten ist das Avenged Sevenfold am Greenfield gewesen. Ja, weißt du, wenn irgendeine Band, die in der zweiten untersten Reihe steht, nachher mit mir über die Plakatposition diskutieren, ich meine, die machen ja wirklich nach bestem Gewissen. Oder jetzt haben wir das ja das erste Mal auch, weil das
bei allen Festivals mittlerweile unglaublich mühsam wurde, ist, wo vor 10 Jahren nie so schlimm war, machen wir es nach Alphabet. Also, aber dort halt auch unterteilt in Schweiz-Bands, weil du kannst auch nicht ein komplettes Line-Up nach Alphabet Das machen. wollte ich gerade sagen. Also eben, es ist eigentlich, das sind so viele... Du hast die Kategorie in dem Fall einfach Headliner, Co-Headliner zwischen deinen Local Bands. Und Genau, die sind nach und Alphabet. eben das muss dann von allen oberen Bands, muss das von allen approved sein. Also da kannst du nicht einfach irgendetwas... Und eben, wir reden da... Jetzt stellt euch mal vor, was das für ein G-Job ist bei den ganz grossen Festivals, wo dann teilweise auch Bands absagen. Ich mache mir Sorgen in 5 Jahren. Nein, aber da gibt es bei den grossen Festivals... Band und dann irgendetwas. Oder weißt du, wir haben auch mal 2 Bands 01 gehabt, die A. nicht in der obersten Reihe waren, aber wir haben auch 2 Bands gehabt, die ironischerweise sich Bands vor Ort verstanden haben, aber das irgendwie ein Krieg war über die Agenturen, wo fast eine Band abgesagt hätte. Oh, Wer crazy. links und wer rechts steht. Und eben, wenn ihr das jetzt hört, denkt ihr so, da geht euch der Biber in die Wüste und der geht mir auch. Also es ist eben, das sind so viele mühsame Diskussionen hinterher, wo wir über... Und jetzt stellt euch mal vor, wie das bei den Major Festivals ist, was dort teilweise fast Tränen fliessen, wegen irgendwie ein paar Zentimeter ein Logo grösser oder kleiner. Wenn das würde irgendwo geleakt werden, die Bands, die könnten nicht mehr vor die Haustür, weil es so peinlich ist. Aber eben, weil halt die Machtgefälle so gross sind, weil halt immer, wir sind auf Headliner angewiesen, darum können sie fast mit uns machen, was sie wollen. Machen sie zum Glück nicht, weil halt dort auch zwischen Agentur und uns mittlerweile gut Vertrauensverhältnis ist, aber eben, eine Band kann kommen und sagen, wir wollen erst im Februar angekündigt werden, wir wollen, dass wir mit dem Logo drauf sind, haben wir auch manchmal auch müssen, zum Beispiel bei den Einzelslides haben wir eigentlich immer die gleiche Schrift genommen, aber da haben wir auch, es war nicht eine Band gewesen, es hat ein paar Mal gegeben, die einfach gesagt haben, wir wollen das Logo. Und das ist dann so uns egal, weißt du, weil das sagen easy postet sie, aber... Kann man es halt nicht lesen, scheißegal. Ja, aber eben, zum Beispiel bei so Line-Up-Positionen und so, gibt es wirklich, wenn beide darauf beharren, musst du dann halt wirklich ein Machtwort sprechen und sagst einfach so, ich finde, die Band ist weg. Also meistens geht es zum Beispiel, wer das letzte Mal wie viel verkauft hat. Und das ist zum Beispiel, wie machst du das, wenn du 2 Bands hast, die beide Dynamos verkauft haben? Schwierig. Wer grösser und wer kleiner ist, oder was auch oft ein mega Problem ist, ist, wenn Bands aus dem GSA-Raum grösser sind als Ami-Bands. Was ist GSA? Also Germany, Switzerland, Austria, oder einfach deutschsprachiger Raum. Du meinst, wenn du Bands aus Amerika, die riesig sind, musst du erklären, wieso die Ärzte jetzt oben auf dem Headliner stehen? Zum bei Beispiel, der aber das Rockabring? wird dort, wo Ärzte Headliner war und dann irgendwelche Ami-Bands vordran, wo dann halt, oh Mensch, die fette Agentur und das fette Management, hat das sehr, sehr wahrscheinlich auch Diskussionen gegeben, wo dann halt musst du wirklich wie beweisen und sagen, schau, die haben die Tour ausverkauft, die spielen die Arenen und dann wird es akzeptiert. Aber eben schlussendlich musst du eigentlich immer, und das ist eben, das sind wirklich Internas, wo auch das Team nicht mitbekommt. Oder eben eher noch vom Marketing noch am ehesten, wenn dann heisst, ey, wir müssen irgendwie schon die dritte Flyer-Version machen. Und der Rest vom Team kommt das wie nicht mit über. Die sind einfach, okay, die Wellen ist das, aber wie viel dort, oder was das für eine Shitshow-Teil ist, bis mal der Flyer steht und den kannst du posten. Das kann ich mir schon Also vorstellen. darum kann ich auch nie sagen, ich will beide Headliner dann draussen haben. Und zum Beispiel jetzt haben wir letztes Jahr mega Glück gehabt, haben wir gerade beide Headliner und halt 2-mal einen Coup gelandet, haben wir Breakdown of Sanity eigentlich Comeback-Show ankündigen und gleichzeitig noch für die andere Hauptzielgruppe mit Punk Descendants gefühlt nach einer Generation wieder in der Schweiz. Und beide gerade vor Weihnachten. Und das hat nachher uns so den Vorverkauf angeheizt, dass wir wahrscheinlich, das werden wir nie mehr schaffen. Weil dieses Jahr ist es zum Beispiel viel schwieriger gewesen, zum Headliners einzudeuten, weil einfach so viele Bands dann nicht geplant, also wie geplant geklappt haben. Und das heisst jetzt eben auch nicht, weißt, dass die dann am Schluss headlinen, irgendwelche B-Optionen gewesen sind, sondern mehr, die vielleicht gar nicht geklappt haben und dann plötzlich, also es ist ein Prozess über Monate, wo das kannst du gar nicht jemandem erklären, weil das so komplex ist und du bist eigentlich immer am reagieren. Genau, es ist nicht so, dass Playfest deine zweite Wahl ist. Genau, oder ein anderes Festival ist. Ich meine, das ist so ein komplexer Kosmos, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt eine hure gute Offer abschicke für eine Headliner-Band, ist das die Agentur blöd gesagt, ihren Job, wenn es für uns mega an ist, dass sie nachher zum Greenfield gehen zum Beispiel und sagen, hey, schau, ich habe diese Offer für, keine Ahnung, so viele Riesen, zahlen dir auch so viel. Und wenn dann das Greenfield sagt oder ein anderes Festival,
wir zahlen das, haben aber eine grössere Bühne oder wir zahlen sogar noch mal mehr. Dann haben sie eigentlich... Ja, dann hast du geschissen. Ja, dann haben wir nachher die Band nicht. Und da gibt es auch so das mit dem Exklusiv in der Schweiz im Sommer und so Zeug, oder? Spielt das Ja, nicht das so ist alles drin? eine Verhandlungssache. Und das Ja. ist zum Beispiel, also das ist auch, eben siehst, es wird einfach alles ein bisschen verschissener für mich. Ich bin wirklich jammeri. Aber nein, ich meine, Also ich würde künden, wenn ich du wäre. vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren ist halt, sind die Bands sehr viel rum gewesen, aber jetzt ist halt so, wer eher abgehackt mit der Headliner-Tour, kommt dann auch seltener von oben, weil sie Geld verloren haben. Und wenn eine Band aber eine Tour ausverkauft hat, kommen es gefühlt alle halbe Jahr, bis es nicht mehr ausverkauft ist. Und das merkst du jetzt auch, dass eigentlich Bands, die einen guten Lauf haben, wo mehr hohe Slots geben, dann eben so, also es ist fast nicht möglich, eine Band Schweiz exklusiv zu haben, ausser eben es ist so etwas Kleines, wo du dann sagst, oh, die haben vielleicht, würden 100 Leute haben in einer Headliner-Show. Wir tun sie extra einfliegen, weil wir sie so geil finden und sie können am nächsten Tag noch in Deutschland spielen und dann gehen sie wieder auf England, wo auch immer. Oder machen eine kleine Van-Tour. Aber eigentlich alle grossen relevanten Bands jetzt für unser Level, die haben so einen Kostendruck oder so Bock, auch wenn sie sagen so, wow, jetzt haben wir 5 Jahre, sind wir nur Support gewesen, jetzt haben wir das erste Mal, können wir so Festivals headlinen. Dann wollen sie quasi gerade im November wiederkommen und halt die ganze Europa-Tour schon vorher rausgeben. Zum Beispiel Landmarks, die sind ja etwa 5 Mal in der Schweiz pro Jahr, oder? So Festivals und Headliner-Gigs zusammengenommen. Schon oft. Aber sie Genau, die Ja, wir halt doch, auch doch. immer auch, eben, mir Ja. überschneidet sich dann halt noch mit dem Job, wo ich teilweise dann auch muss Interessen von beiden abwägen, dass man so quasi so sagt, hey, look, für die Karriere von der Band ist es wichtig, dass quasi die Show schon früher in Vorverkauf geht, aber ich muss es dann immer auch verträglich machen mit dem Festival, dass ich das zum Beispiel so spät wie möglich rauszögere und dann halt sagen, statt dass man schon im März die Headliner-Show ankündigt, dass man es Ende Juni ankündigt, dass wir noch Exklusivität haben. Aber eben schlussendlich, es ist, bei jeder Band musst du komplett eben alle Faktoren abwägen. Und eben, es ist wirklich top-down. Ich meine, wenn eine kleine Band die Exklusivität bricht, haben wir natürlich viel länger Hebel für zum Beispiel sagen, hey, look, die andere Show muss abgesagt werden oder mit der neuen Gage halbieren, weil es ist Vertragsbruch. Also wir machen das schriftlich ab. Aber beim Headliner wäre ja quasi ein Himmelfahrtskommando, wenn wir dann auf einen Vertrag pochen mit allen Konsequenzen. Und das kann eigentlich sich kein Festival mehr leisten. Und das ist halt ein bisschen das Problem, weil da kann auch kein Festival öffentlich sagen, hey, die Band hat uns eigentlich verarscht. Sie haben uns Gagen aufgedruckt. Wir haben gesagt, okay, dafür ist aber eine exklusive Show. Und nachher kommen jetzt 2 Monate vorher, oh, wir müssen hier die Tour rausgeben, wir sind Support. Und du musst sagen, hey, aber das ist Vertragsbruch. Wir halten uns auch an den Deal. Aber das ist jetzt halt ja eine Sicht von uns, die veranstaltet. Ja, aber das ist ja fair. Ich meine, eben, aber das, was ich jetzt hauptsächlich, das habe ich eigentlich schon vor 10 Minuten mal einwerfen, aber es ist nie gegangen, ist ja, dass ich höre da eigentlich raus, dass die Bands effektiv genau das gleiche Problem haben wie ihr. Sie müssen jetzt möglichst früh, durch das es so eine Unsicherheit gibt, schon für 26 gebucht werden, damit sie wissen, dass im Sommer 26 immer noch Geld reinkommt, dass sie dann immer noch ihre Leute zahlen können. Eigentlich. Ja, und es ist immer mehr existenzbedrohend für kleine Bands. Also, wo vor 10 Jahren hast du 5-mal auf Europa kommen, eben so Support machen, aber jetzt mit diesen absolut crazy Kosten für eine Tour, wo Bands auch, ich sage jetzt mal, eben, ich kann da keinen Richtwert, es kommt immer auf die Kosten drauf, aber eine Band, die auch 500 Tickets pro Abend verkauft, drauflegt mit einer Tour und knapp noch mit der ganzen Kulturförderung je nach Land, Merchverkäufe, Visa-Gelder, einfach irgendwie noch so. Und eben, die sind dann einen Monat weg und haben keinen Rappen verdient. Ist es wie eben auch ein mega Druck, wo man das quasi eine US-Band einmal auf Europa kommt und dann muss die Tour funktionieren. Und wenn nachher die Tour abgehackt, Ja, dann löst nicht sich mehr. die Band auf. Und dann sagt sie einfach, hey, wir haben unser Ersparten verbraten, Ja. wir haben alle unsere Jobs gekündigt und dann hast du einfach nicht mehr wie vor 10, 20 Jahren Bock, 5-mal eine Europatour machen vor einem halbleeren Werk 21. Ja. Wo du 1000 Euro Gage bekommst, musst du irgendwo in einem Van pennen, weil kein Hotel, also es will niemand das Hotel zahlen, oder Ja. ausser es ist grosszügiger Promoter, aber Einfach der legt es auch drauf. für Support im halbleeren Werk 21 hast du Local Bands.
Da wird ich richtig nostalgisch, Die wenn ich mir verbraten denke, das. jetzt das einfach so Werk 21 Shows aus The Ghost Inside, Stick to Your Guns und Stray from the Path bestanden haben. Und das ist noch nicht mal so Hey, lange hör her. mir auf. Ja. Ja. Da Eben, haben- aber das würde es heute gar nicht mehr so geben. Oder eine Band macht das einmal und wenn dann nicht die ganze Tour sold out ist oder sie zum Beispiel durch die Tour nachher auf eine grosse Tour kommen oder nachher Festival-Offers. Ja, aber so eine Tour ist eigentlich ein Investment in deine Zukunft. Genau. Und das machst du, kannst quasi sagen, easy machen 20 Riesen Minus mit dieser Tour. Aber dafür haben wir können nachher die Band supporten. Ja, genau, du machst quasi 20 Riesen Minus mit dieser Tour. Dafür ist der Plan, dass du nachher 75 plus machst. bei der Genau, dass du nächsten. nicht 500 Probig bekommst, sondern halt 3000 und du bist der Headliner. Das ist eine Runde Poker. Das ist wieder das gleiche, ein anderes Problem auch mit dem ganzen Rest. Muss ich auch Ja, sagen. Eben, ich jag Bierpreise ins Bodenlose rauf. Danke, Zum Beispiel, Donald. Ich nehme keine Ahnung. Ich nehme ein Schattenzelt weg. Der Eintritt bleibt gleich, aber ich nehme ein Schattenzelt weg, ich spare Geld mit dem. Und das sind Leute, Nicht aber die kommen Schattenzelt. ja. Die kommen. Schatten- Die kaufen Leni, das Ticket und sagen, da es ist immer bitte das geil gewesen. Schattenzelt dort. Ich tue das jetzt persönlich. Petition. Bitte dich persönlich, bitte lass das Schattenzelt Das dort. das ist eine Hypothese. Aber ich nehme das Schattenzelt weg. So, dann habe ich ja Geld gespart. Du kommst sowieso. Du hast gesagt, das Grenich ist bisher immer geil gewesen. Ich kaufe mir wieder das Billett, ich komme. Genau, aber dann hast du das Problem, weil wenn du das Schattenzelt wegnimmst, komme ich nächstes Jahr nicht mehr. Dann kann ich das Schattenzelt wieder her tun, habe mehr Ausgaben wieder, aber weniger Besucher. Genau, aber dann komme ich das nächste Jahr wieder, weil ich kann sehen, dass ein Schattenzelt rum ist, dann ist es wieder nicht mehr rum. Und dann haben wir eine persönliche Fäden am Laufen. Hauptsache der Pfeffi-Stand ist immer noch dort. Aber genau das ist jetzt die Aussage. Er hat das Schattenzelt schon mal, Pfeffer muss bleiben und blöd gesagt, über die ganzen Besucher hinweg hast du, jeder Stein muss bleiben, wo er ist. Du kannst ein bisschen ein Stellrädchen drehen, aber lieber nach oben als nach unten. Ja. Und Aber es trotzdem sollte musst nichts du es kosten. irgendwie decken. Ja, und es sollte nichts kosten. Und du müsstest ja irgendwo eine goldige Mitte finden. Mhm. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du es vernünftig machst, ist meine Ansicht und zum Glück auch im Verein sein, mach es so transparent und so einfach wie möglich. Ja, wir sind mit den Ticketpreisen ein bisschen rauf. Ja, kaufen das Billett ein bisschen früher, es wird halt noch teurer. Aber wir wollen nicht plötzlich 15 Stutz für ein Bier. Das, nein. Oder eben Regeln einführen, dass man nicht mehr reinnehmen darf. Oder dass man sagt, dass man nicht mehr gratis duschen können. Also weißt du, es ist so, Ja, wir aber versuchen also- dann überall das so zu behalten, dass es so cool bleibt wie möglich. Ja, und eben, du Leute, kannst die ja nicht an 5 Festivals im Jahr gehen. Es gibt Beispiele in der Schweiz und auch im Umland, die tatsächlich so reingehen. Also es gibt. Das ist nicht jetzt von mir aus ja. der Tasche zocken, irgendwie, wo so ein bisschen, könnte ja sein. Nein, Ja, du das siehst gibt nicht nur bei Festivals, es ist ja Oder generell Golden überall so. Circles und was auch Oder immer. Gocki, der die Swiss Edition einführt und nachher einfach das 450 Milliliter Fläschchen hat, anstatt 500er Fläschchen, du zahlst gleich viel. Aber hey, es ist die Swiss Edition, das ist voll cool für dich. Aber ich finde immer ein guter Indikator ist bei so Festivals, die dich melken wollen, die haben ein Riesenrad. Die Die melken, haben das Festivals, Riesenrad. wo eben noch für die Cheese ein bisschen mehr wollen, die fürs Duschen mehr wollen, die haben meistens ein Riesenrad auf dem Festivalgelände. wir haben das Förderband. Das ist ein sehr wilder Call. So Aargau Edition. Förderband. Kann man dort fahren? Nein, fördern. Ja, ich weiss, aber können wir dort eine Attraktion daraus machen? Ich kann sagen, wir werden gefördert. Da hast du Weiss gesehen, nicht, montierst du den Sitz drauf. Und dann Ich glaube, das Förderband wird weiterhin gebraucht, dass Das Förderband Biber ist- wieder zurück aus der das Wüste Förderband- gefördert das wird. Förderband ist eben auch auf einer Höhe angesetzt, oder? Ja, das ist wegen Das- der das- Kiesgrube. Also, das ist von der Kiesgrube, das wegen, Ding wegen oben der drüber, Steine. Ich meine, die Leute Ja, ja. kiesen schon genug, aber das ist fürs andere Kies. das. Ei! Hey, aber ich habe nochmal einen Grund, warum du übernachten musst im Grenichen. Ja. Metal Server Shower Party. Yeah. Musst du zum Nein. Grenichen bringen. Nein. Unbedingt. Nein. Offen für alle. Nein. Voll. Ja, das ist Können wir ein Mischpult bei den Showers zu, wo Nein, Bella mal ein Set ich kann machen. zeige sicher nicht ich zeige sicher nicht meinen Pimmel an Leute, die da zulassen. Nein, der öffentlich dort, der zwischen Zelt und Infield. Schreibt doch mal unten in Ja, die duschst du Kommentare mit rein Badhose? oder auch Die auf Fluss- Insta. bei dieser würde ich mit Schreibt, ob Badhose. ihr gerne Die wollt, Bachdusche. dass der Bella auf dem Duschcontainer oben hinter dem DJ-Bildchen
den Helikopter Okay, weißt du, das macht. ist auch wieder etwas anderes. Das Das ist wieder etwas, Ricky hat angesprochen auf unsere Extravaganza Duschfete, erzähl die wir mal, am Greenfield erzähl Ja, mal, sie machen. erwarten schon einen ordentlichen Helikopter. Das wäre das Minimum. Erzähl mal, wie es bis jetzt war und wie es sein könnte. Was? Erzähl mal, was ist das Shower Party Konzept? Das habe ich schon letztes Mal erklärt. Wir gehen einfach nach dem Headliner am Greenfield saufen unter der Dusche. Alright. Mit JBL-Büchsli und hören schlechte Popsongs. Aber wie wäre es, wenn du in der Dusche dann einen DJ-Pult hättest? Defekt wäre es dann. Ja gut, das ist... Shower Party wäre schon sick. Aber Ja, weißt du, das- was wär's denn? Ein sauberer Mix. ein super Mix. Die Panzwitze sind richtig. Absolut gut. Ja, das wäre ein sauberer Mix, ja. Und Ja. ja, das ist gut. Aber so in diesen intensiven 2 Wochen ums Open herum muss ich ihm mindestens 10-mal sagen, jetzt hebt der lang. Der steht immer noch jemand anders als ich. Der auch immer, wenn ich an den Tisch hocke, guckt er rüber. Gut, aber die Leute, die den Umi kennen, wissen, dass man bei ihm die Füße muss... nein, man muss sie eigentlich nicht lupfen. Die kommen flach, die Witze. Die gehen da noch durch. Ja, nein, haben wir jetzt schon wieder über das Festival reden? Ich hätte noch eine Frage. Ja, Es ist ja aufgekommen, auch nach Corona eigentlich, dass die Schweiz immer unbeliebter wird bei Bands zum Auftreten. Ich habe nie so einen Grund gefunden, warum. Wir sind super zentral gelegen in Europa. Bei uns kannst du ein bisschen mehr verlangen als rundum. Why? Wir sind nicht in der EU. Und das ist ein Grund. Ja, Alter, über die Grenze kommst du ein absoluter fucking Hustle. Hast du gesehen? Das Squilla Grind ist nicht über die Grenze gekommen. Ja. Obwohl, was ich auch gesehen von meiner Seite ist immer, wenn du die Tour-Images mit Sold Out-Ding, es ist alles Sold Out, außer in der Schweiz. Ja, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Und Hast die recht. Crowd in der Schweiz ist einfach auch scheiße laut allen Bands. Ja, Plus spielt eine Band irgendwo in Europa, hat sie meistens zum Beispiel ein 1000er Venue und in der Schweiz dann 300er Venue als Vergleich. absolut. Ja, all diese Sachen sind mir aufgefallen, aber die sollten ja wie irrelevant sein, wenn man dafür ein bisschen mehr verdient. aber das ist eben das Problem, wirklich, wo der Bella erwähnt hat, dass die Grenze und der Zoll ein riesiges Problem ist für tourende Bands auf einem kleinen Level, weil den Merch musst du verzollen. Ja. Also, und dort ist jetzt beim Verzollen vom Merch der Cashflow das Problem. Weil du musst einfach dann für jedes T-Shirt musst du eigentlich wie ein Ding hinterlegen. Ein Depot. Für Ja. die Mehrwertsteuer. Und das, was du nicht verkaufst, kommst du wieder zurück. Das heisst aber, du musst dann je nachdem deine Routen ändern, dass du am Sonntag über einen Grenzübergang gehst, der offen ist. Also dann hatten wir Und das Problem gehabt, letztes Mal, als wir gespielt haben. Ja, ich sage ja, darum sollten wir kein Merch mitnehmen auf Deutschland. Ja. Weil du tust ja Kack quasi Scheiße. eben dort beißt sich nachher halt Wirtschaftsrecht mit etwas, wo wir denken, es sei cool und Punk. Aber du darfst ja auch nicht irgendwelche Güter über Grenzen nehmen, das verkaufen und dann quasi Geld verdienen und über das keine Abgaben geben. Das ist halt das Problem, dass in allen EU-Ländern hast halt ja, freien Warenverkehr und in der Schweiz heisst, ja, Okay. haben der Merch dabei. Genau, das Du Ding ist ja, siehst die haben ja jetzt- alle Warehouses in Deutschland von diesen Bands, wo entweder sind sie schon im EU-Raum tätig, die Bands, oder sie haben irgendwo ein American Warehouse in Deutschland, wo dann das Zeug von dort herkommt und dann musst du es Und nicht das andere verzollen. Problem auch wieder für kleine tourende Bands ist das Garnet fürs Equipment, wo du halt musst wie ein Garnet ist eigentlich wie ein Ski, wo du bestätigst, dass zum Beispiel, und da reden wir jetzt nicht von einer Gitarre, sondern halt Lichtequipment, Tonequipment, Mischpulter und so, dass es deklariert ist, dass es dir gehört und du mitnimmst. Aber das ist administrativ ein riesen Fick, wenn du denkst, das musst du ausfüllen, wenn du nur eine Show schon spielst. Ja, das ist ein Kackscheiße. Dann, was auch noch dazu kommt, haben zum Beispiel Donuts einen Post gemacht, wo sie in Schaffhausen gespielt haben. Du musst, wenn du jetzt eben wie sie selbstständige Artists bist, musst du das vorher anmelden, weil das ist gleich wie wenn irgendeine Gipserfirma aus Deutschland in die Schweiz kommt arbeiten. Und die dürfen dann nur 8 Tage im Jahr und sonst musst du nachher, glaube ich, weitere Bewilligung haben. Das kommt auch noch dazu. Jetzt haben wir schon 3 Probleme. Also der Merch, das Equipment, wo du nachher auch musst zahlen für das Garnet und alles ausfüllen und eine saubere Liste haben und eben das Personal noch musst anmelden. Aus dem Grund, wenn du als Schweizer Band auf Deutschland gehst spielen, du hast kein Merchandise dabei, du spielst, du wirst nicht bezahlt für das Konzert und du hast auch kein Equipment dabei, wo nicht dir persönlich gehört. Und Ich eben, das wollte sind einfach... sagen, es gibt immer mehr den Effekt, du siehst den, wenn du an Konzert gehst, weil gerade in unserem Genre passiert entweder das, dass plötzlich heisst, die und die Band spielt nicht.
liegt dann eben daran, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, wir sind Punk, wir nehmen den Merch einfach mit. Die Polizei hat es gesehen. Die Band spielt halt nicht, weil die Polizei jetzt meint, gut, jetzt bleiben ihr zuerst mal an der Grenze hängen. Desolated, wo mit PLV gespielt hat. Ja, Desolated hat das Problem gehabt. Ja. Also ich weiß nicht, ob es das Problem gehabt hat. Und dann hast du auch in die Richtung gegangen. Den Gegeneffekt, dass die Band dann eben sagt, hey, wir machen es einfach, wir nehmen gar kein Merch mit. Und das Publikum ist dann ein Teil, ist noch eine Gätzig, ich habe kein Merch dabei, ihr habt Werbung gemacht, dass ihr von eurer Tour Merch dabei habt, jetzt wollte ich kaufen und ihr habt nichts. Ja, aber das liegt daran, weil die Arschlöcher alle SVP gewählt haben. Also ich meine, was zum Beispiel bei uns am Festival die Bands machen, egal ob sie jetzt Fly-In kommen oder einfach vom nahen Ausland, was die einfachste und legalste Lösung ist, dass sie zu irgendeiner Adresse von Leuten aus dem Festival einfach 1 oder 2 Kisten schicken und das aber wirklich, weißt, mit UPS oder FedEx. Und dann so verzollen. Genau. Ja. Und dann ist es legal eingeführt und dann darf es auch verkauft werden und eben, wir sind ja nicht Kontrolle, was sie dann, wie sie das Geld dann versteuern. Es ist einfach Einkommen, das sie dann daheim als auch ist als Einnahme von der Band. Und eben, das sind alles jetzt Gründe, wo halt die Politik kein Verständnis hat, weil die denken jetzt gerade eben mit dem Handelskrieg mit den USA in anderen Dimensionen. Das ist denen scheißegal, ob jetzt Ausnahme für Bands oder dann, was ist mit einer Blaskapelle, wo immer klar. Also es ist so komplex, aber also für uns ist es natürlich fatal, weil so dann eben Bands sagen, hey, für eine Schweiz-Show, wir haben einfach Fixkosten, wenn wir irgendwie einen Van brauchen, oder so von 3'000 €. Dass wir überhaupt nicht drauflegen für die Show. Und dann können wir aber nicht mal Merch verkaufen. Oder eben, hure umständlich, müssen noch Kisten schicken, dann haben wir aber nur ein Design, nachher lätschen die Leute darum, dass es keine Pullis hat. Es ist einfach hure undankbar und es wird eher schwieriger, weil eben das betrifft jetzt nicht eine Tour, weißt, die im Hallenstadion oder in der Hall spielt, weil die haben Profis angestellt, die das ganze Jahr durch machen. Also wenn der Tourmanagement macht, füllt die Formular alle 3 Monate aus und das ist nicht Teil vom Budget, was viel weniger ausmacht, aber für eine kleine Band sollen das gar nicht ausfüllen, weil sie schon einfach gefickt werden am Zoll und dann ein paar tausend Stutz Buß haben. Ich meine, eben, da können wir nur so viel Gage zahlen, wenn die nachher einen Buß bekommen, das bricht uns das Herz, weil das ist einfach die Bandkasse leer, indirekt wegen unserer Show, wir können ihnen nicht helfen, wir können ihnen nur vorab sagen, tun alles beachten, weil eben sogar Donuts, wo recht grosse, eben, gehen mal den Insta-Post gesucht, sind dann wirklich die Strafbefehle, weil sie sich nicht angemeldet haben. Rechtzeitig hat es geheißen, und man lacht immer über die deutsche Bürokratie, aber Schaffhausen ist ja fast, nein, es ist ja wieder föderal geregelt, also ich glaube... Das will man über deinen Fußballclub auch sagen. Das ist in Schaffhausen passiert, in Basel. Und nein, ich glaube, das Gesetz gilt ja überall und man kann den Bands das nur lieb raten, zu beachten. Und eben, dort ist halt die Anmeldefrist, du musst 8 Tage vorher und dann ist wie im Brief gestanden, ihr habt irgendwie am 10. gespielt, aber ihr hättet wegen dieser Anmeldung, weil die Spox ist, erst am 13. dürfen auftreten. Und es war ja nicht mal so gewesen, dass sie schon 8 Shows in der Schweiz gespielt haben. Sondern es ist wirklich... Und da bin ich auch gefragt worden von einer Band, die dann das gesehen so, hey, wie muss man das machen? Und das war wirklich für mich dann auch Neuland gewesen, weil ich habe schon gewusst, dass von der EU her die Anmeldefrist gibt, aber das ist eben, ich bin kein Jurist. Ich habe keine Anwaltskanzlei, ich bin einer, der Bands bucht, aber mittlerweile ist alles so komplex geworden, dass, ja. Ja, das ist eben das, was du vorher gesagt hast, stimmt, weil die Gesetze über mit diesen Grenzübertritt und diesen Warensachen, die werden gemacht für Firmen, für grosse Dinge. Ja, für Industrie, für Industrie. Gemüse, für Früchte. Die haben alle Leute, die das schaffen. Ich meine, ich habe in einer Firma geschafft, wir haben eine Person gehabt, die ist nur für das angestellt gewesen. Die hat nichts anderes gemacht, wie den ganzen Scheiß-Tag die Carneatas ausgefüllt, die Dokumente ausgefüllt, dass die am richtigen Ort sind. Und theoretisch gesehen, wenn jetzt eben, wir mit Taoist auf Deutschland, wir sind nicht auf Deutschland Konzert spielen, wir haben kein Geld bekommen und wir haben kein Merchandise verkauft, nichts mitgenommen. I played the fifth. Es war alles dort drin und Instrumente haben wir von denen genommen und Equipment ist alles von denen gewesen. Wir haben nichts mitgenommen, wir sind das 5. über den Zoll gefahren, ohne dass wir Gage haben wir auch schon wieder dort versoffen. Gage haben wir keine bekommen, das war ein Gig, wo nichts reingekommen ist. Dort ist wirklich, wir sind dort an frei Haus. Wenn etwas reingekommen ist, nehmen wir es in Pennies liegen lassen. Wir haben gar nicht alles Geld, was sie uns wollen geben, haben wir gesagt, behaltet es, ihr braucht es mehr wie wir. Und eben, wenn du jetzt überlegst, alles, was der Umi gesagt hat, alles das, was der Umi aufgezählt hat, würde für uns auch gelten. Stimmt, ja. Und eben, das betrifft jede Band. Also weißt, es fehlt einfach, ich glaube, es ist schade, dass halt
irgendwie das nicht an die Leute trägt, weil das sind ja jetzt null Internas, weil es geht ja darum, irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, wenn ihr irgendwie am 7. die erste von 4 Bands im Kiff oder im Dynamo schauen, dass die nicht einfach irgendwie in Geld schwimmen, sondern einen hohen Aufwand haben und ihre Existenz aufs Spiel setzen, dass sie vor euch 100 Nasen am 7., die schon drin sind, spielen. Und das einfach irgendwie die Dimension und eben, wo alle sagen, ja, aber es ist teuer, die Tickets, einfach so einmal überlegen, was die anderen sich für den Arsch aufreissen, dass nachher eine Show abgehackt, wo quasi mehr als Promoter drauflegen und dann kannst du schnell mal 5 Riesen verbraten mit, es kommen ein bisschen weniger als letztes Mal, bis zu der Venue, wo drauflegt, weil sie ja halt auch irgendwie zum Beispiel einen Deal haben mit uns Promoter, irgendwie so viel Prozent pro Ticket geht an die Miete, dafür ist Licht, Ton, Strom, alles gestellt, Catering ist organisiert, also die Venue kann auch Geld verlieren. Und die Band, da hast du zwar eben mit der Garantie hast deine Kosten gedeckt, aber du musst ja gleich noch, also wenn du davon leben willst, du bist einen Monat weg. Also ich finde es fast ein bisschen tief gestapelt, wenn du sagst, ja, die erste Band, die irgendwie im Kiff spielt, also auch die letzte Band, auch der Headliner, schwimmt nicht im Geld, im Gegenteil. Wenn die aufhören zu touren, ist das Geld auch wieder fertig, ziemlich schnell. Ja. Ja, bei den Kleinen ist es noch prekär. Da gibt es halt auch leider, aber da sehe ich nicht drin, Ja, aber viele haben das Gefühl, wenn du im Kiff kannst headlinen, dann bist du schon fast aber nein, da rich. habe ich ja vorher gesagt, stimmt eben, auch wenn du echt gar nicht. 500 pro Abend verkaufst, kannst du nicht davon leben. Und wahrscheinlich auch mittlerweile kannst du auch nicht mehr davon leben, wenn du 2000 pro Abend verkaufst. Weil auch wenn du jetzt ein X draus verkaufst und keine Ahnung 20, 30, 40'000 Euro bekommst, je nach Ticketpreis, gehen einfach schon mal eben, und da gibt es auch im Internet Berechnungen, gehen mal 15% weg an die Booking-Agentur. Dann gehen nochmal, je nachdem wie der Deal ist, nochmal vielleicht 20-30% weg als Management, wo halt sagt, ich bin eigentlich wie ein Spam-Mitglied, also ich schaue, dass das Business läuft, ihr müsst nur auf der Bühne stehen. Aber eben, das ist nicht ein Fixwert. Das ist einfach ein, dann ist schon ein Nightliner je nach Saison zwischen 1500 und bis Hochsaison 3000 pro Tag mit Insurance. Also Dings, zum Beispiel Tank the Tech hat das mal gut aufgelistet, was eine US-Tour kostet. Ja, das ist eben ein 30-minütiges Video, das er eigentlich aufzeigt. Und dann ist er nachher schlecht. Jeder, das ist wirklich nachher schlecht, dass du Band mit einem Geld machen. Job in der Schweiz nachher rumlätschst für 30 Steine Eintritt. Ja. Also so ist es mir gegangen. Ja. Und eben dann hast du einen Bus, wo mit Insurance, mit je nachdem, eben, wenn ein schwieriges Routing hast, wo nicht anders geht oder wo halt irgendeine Arena-Tour-Support ist, wo du Doppelfahrer brauchst, du musst 2 Tagespauschalen halt für die Leute zahlen, weil eben, man will ja, dass die fair zahlt sind und nicht heimkommen und broke sind und ausgenutzt und Lohndumping. Eben, dann hast du nachher eine Crew, ist vielleicht nur jemand Backline, jemand Ton, Licht, jemand nur Merch. Aber es sind auch wieder, jetzt reden wir nicht mal mit Schweizer Löhnen, sondern nur mal mit deutschen Löhnen, hast du einfach schon mal 4 mal 300 Euro, weil die sind ja selbstständig, die müssen dann auf Versicherung alles selber zahlen, also bist schon mal bei wieder 1200, nur Crew. Dann brauchst aber du noch eine Versicherung, dann willst du noch Promo machen, weil nicht alle Promoter gleich gut Werbung machen, dann gibst du noch mal 500 pro Show selber aus. Also seht ihr, das sind Dimensionen, wenn du 20 Shows hast, kannst du schnell mal 50 Riesen drauflegen. Wo irgendjemand muss zahlen, vielleicht gibt das Label etwas dran, vielleicht gibt Kulturförderung, in der Schweiz haben wir das Privileg, haben wir irgendwie Pro Helvetia oder noch so Mikrokulturprozent, oder verschiedene Stellen, die noch etwas tragen können. Ja, aber ich sehe das Problem und dann kommst du irgendwo in die Schweiz, hast jede Show von der Tour hat 500 Leute und dann kommst du in die Schweiz und hast 250 Leute, bei der ersten Band sind 100 Leute drin, verkaufst dementsprechend auch weniger Merch und das ist die bittere Realität, wo einfach sich Leute, die nach einem 9-to-5-Jobtag eben an eine Show gehen, wo es cool ist, dass sie überhaupt noch kommen, darum eben Shame an die gar nicht mehr gehen, aber sich Szene schimpfen, weil am Schluss gibt es dann halt einfach nichts mehr. Also wenn, und es müssen alle im Gleichgewicht sein. Wenn Promoter profitieren, aber Clubs und Bands leiden, ist es nicht mehr im Gleichgewicht. Es müssen ja alle ihre Rechnungen können zahlen, weil was bringt es, wenn Clubs gut absahnen würden, dann gibt es keine Bands mehr und keine Promoter. Also es muss alles ein bisschen im Lot sein. Und das ist es momentan halt einfach nicht mehr, weil
alle drauflegen, dass es überhaupt passiert. Und dann kommt auch die Politik, die sagt, ja, wir tun lieber wieder so viele Millionen ins Opernhaus buttern und die kleinen Clubs, die sollen halt selber schauen. Wenn's eben, jeder Kanton ist dort anders. Wenn du Glück hast, in einem kulturfreundlichen Kanton sein, dann hast du es gut. In anderen Kantonen heisst es einfach, je nach den Partei, die man gewählt hat, tun wir lieber wieder ein bisschen die Steuern senken, tun wir ein bisschen mehr in die Armee. Und Kultur ist nicht wichtig. Was sind die kulturfreundlichsten Kantone? Habe ich nie im Schirm gehabt. Ich glaube schon eher Grossstädte, das merkst du auch. Aber da gibt es eben verschiedene Faktoren, wo ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal, dass von Politikseite dann auch überhaupt gesehen wird, was das Problem ist. Oder wie du die Förderung genau machst, das soll jeder Kanton für sich entscheiden. Alle den Podcast nehmen, im Bundesrat schicken, auf Instagram. Brian, du musst für die Punkte... Brian, du bist Politiker! Genau, ja, stimmt. Ja. So, jetzt bring uns jetzt mal die Ausrede, Nach wieso 3 das Stunden nicht geht. Podiumsdiskussion anfangen jetzt. Bring uns jetzt mal die wild. politisch korrekte Antwort, wieso das alles nicht funktioniert und ein privates Problem ist von uns, das wir ja auflisten. Weil vor allem die rechte Hälfte von der Politik das Gefühl hat, Kultur muss man nicht fördern. Ja, aber Das ist die ganze Begründung, das hat er auch schon ist gesagt. Ist das die politisch korrekte Dings gewesen? Ich habe jetzt so eine lange Ausrede mit möglichst wenig Aussage hören. Nein, weil Du ich stehe ja auf betreibst der auch- anderen Seite. Du bist einfach das am machen, was ich will unterstützen. Ja, SVP-Bashing, yes. Es ist nicht Bashing, es es ist... ist Realität. Ja, das weil stimmt wenn aber auch, man jetzt Es das Gefühl ist hat, das ihr stimmt Konzept. nicht, dann soll man doch mal bis im Kanton oder im Nationalrat kulturrelevante Abstimmungen anschauen. Hat man zum Beispiel während Corona ja gut gesehen, wer hat wollen, dass man die Industrie an die Wand fährt und sagen, die sind selber schuld, müssen halt selber schauen, was überlebt. Und welche Parteien haben gesagt, wir wollen, dass es auch nach dieser Krise noch Clubs gibt. Also, das ist jetzt nicht ein Bashing. Nein, das das ist ist einfach, wer das offensichtlich. nicht glaubt, soll nochmal die Abstimmungen schauen, wer was gestimmt hat. Ja, es ist halt- schön in einer Demokratie, kann man schön noch nachschauen, Genau. wer bei welcher... Und wir leben in einer Dings. Demokratie. Einfach, dass ich das mal gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach das Hauptproblem, dass ein grosser Teil unter Kultur versteht, dass irgendwie Monika, die Julia und der Markus irgendwo daheim ein Bild malen und das muss unterstützt werden. Aber es geht darum, dass das halt auch eine Industrie ist, dass das ein Unterhaltungsfaktor für alle ist, dass das einen Raum bietet, um überhaupt so Sachen sich zu bilden. Dass wir Musik hören, entsteht anhand von dem, dass Leute Zeit, Orte und Finanzen je nachdem haben, um irgendetwas anzufangen. subventionierte Bandräume zum Ich glaube, Beispiel. Politiker haben Genau. einen wichtigen Das Fakt vergessen. existiert einfach gar nicht ohne das. Und das, ich habe das Gefühl, es wird viel gegen Kultur geschaffen, politisch gesehen, weil genau der Gedanke fehlt. Was bedeutet Kultur überhaupt? Ja, schaut es doch einmal so an, Politiker. Was haben sie im Rom gemacht? Was hat es geheißen früher, oder? Brot und Spiele. Jetzt überlegt doch mal, wie ihr eure scheiß CS könntet retten. Mehr Wenn Bäckereien. wenn wir alle einfach mit Kultur abgelenkt wären. Pig-Squeals. Ihr könntet machen, was ihr wollt. Wenn wir einfach alle könnten, wie so komplette Autisten bei uns unsere Demo-Tapes aufnehmen, machen und uns nicht müssen darum sorgen, dass so Open Air Grenich ein Billett teurer macht. Das ist jetzt ein Hot-Take von mir, weil ich eigentlich sonst komplett dagegen bin, dass man abgelesen, dass der Staat seine Macht missbraucht auf diese Seite. Aber hey, es wäre einmal ein bisschen positiv. Weil das war ein ganz schöner Callback. gewesen. Zu was? Open gar nicht. Ich habe mich jetzt gerade in Rage geredet, ich weiß nicht, wo ich bin. Wir sind in Casino. Keine Professionell. Ahnung, Das wer ist professionell gewesen. Mit allen auf der gleichen sagen. Seite. Jawohl. Das stimmt gar nicht, der hockt da. Nein, aber das musst ja eher du als unser Politikexperte in der Runde eben sagen, wie ob das Bewusstsein überhaupt sich geändert hat. Eben, wenn du jetzt, ist sicher auch schon mal eine Podiumsdiskussion oder so gehabt, wo dann halt wahrscheinlich auch sehr nervaufreibend ist. Leute, die halt eben unter Kultur verstehen, einmal im Jahr an eine Stadionshow gehen. Ja. Wie willst du den Leuten erklären, eben, was die ganzen Probleme momentan sind, wenn Genau. sie das halt gar nicht kennen? Die bemängeln immer, dass es nicht messbar ist.
Oder? So, du kannst Kultur nicht messen. In der Ökonomie siehst du irgendwie, jemand macht Gewinn, weil er von etwas viel verkauft. Das oder? kannst du messen, das ist absolut dumme Aussage. Eben, ja, du könntest es ja sogar Gottverdammte messen, aber das ist Scheissaussage. immer ihre Ausrede. So, von wegen, ich sehe keinen Impact, wenn ich Geld in die Kultur reingebe. Das ist immer denen ihre Ausrede. Dabei stimmt das ja gar nicht. Könntest du auf jenste Art messen, einfach vielleicht nicht gerade so rein Umsatz. linear oder so, kannst oder Umsatz nicht umsatzmäßig. messen. Ja, ja. Nein, aber heute ist ja ganz andere Mittel mit dem Internet. Heute könntest du zum Beispiel nur schon, wenn du eine Band förderst, dass sie auf Europa-Tour gehen können. Das ganze plumps Beispiel, aber ich glaube, alle agreed, weil es mega easy trackbar ist, einfach wie viele Spotify-Listeners haben es vor der Tour gehabt und wie viel nachher. Ja, Das ist Aber ja das ist ja das das Ökonom, Problem, aber sie wollen ja egal. nicht- Aber das sie Ding wollen ja ist, nicht der nimmt da messen. Geld ein, das gibt Umsatz, der zahlt Steuern nachher. Sie wollen ja nicht messen, sie wollen ja nur die Umsatzsteigerung sehen. Aber der Punkt vom Leni ist jetzt gerade super gewesen. Umsatz steigern, das ist mein Auftrag. Ja, das ist gut. Mir fällt der Rest vom Text gerade nicht mehr ein, aber ich hätte vorher eigentlich Ich mache jetzt nicht wo weiter. wir von Subsonic geredet haben, hätten wir es schon sollen haben. Ja, aber das ist eigentlich ein guter Punkt für dich, weil das Problem ist, wenn du jetzt schaust, wir haben ja, Ricky, kannst du dich noch erinnern, wir sind ja bei Breakdown of Sanity im Bandraum gewesen. Die sind ja eigentlich ziemlich genau, wenn ich es richtig verstanden habe, an dem Punkt gewesen, wo es geheißen hat, hey, es gibt jetzt da zwei Wege, die ihr nehmen müsst, entweder der oder der. Und der eine Weg ist, wir machen jetzt den Sprung, eben, wir schauen jetzt, dass wir quasi den Sprung zu der professionellen Band machen. Mit dem Risiko, das der Umi vorhin sehr ausführlich beschrieben hat. Und ja, wir wissen, was Breakdown of Sanity gemacht hat. Sie haben letztes Jahr ihr Comeback gegeben und machen zwar jetzt auch wieder Europatouren, aber eben, ich glaube, das wird eher so aussehen, wie es Heaven Shall Burn momentan macht. So eine Tour pro Jahr und nicht Fulltime. Und das ist eben etwas, wo wir jetzt natürlich sagen können, gut, wenn wir jetzt natürlich das alles so ein bisschen fordern, dass sich das auch lohnen würde, könnte man dann natürlich, wie der Leni gesagt hat, auch davon ausgehen, dass die Leute ja dann ein bisschen mehr Umsatz machen. Wenn die Band grösser wird, unter Umständen eine Bandgröße erreicht wie U2 hat, dann kommt ein Scheiß voll Geld rein. Dann kommt wahrscheinlich mehr Geld. Also, ich weiss jetzt nicht, wie es jetzt aussieht, aber früher, in meiner schönen Fabelwelt, nimmt U2 immer noch Geld ein. Und das wird dann Wenn natürlich es dann mal wieder touret. Genau, aber Das das wird kommt dann, immer noch vom Apple-Album. ja, das wird dann natürlich mehr Steuereinnahmen bringen, wie wahrscheinlich Breakdown of Sanity jetzt mit ihrem regulären Job reinbringt. Ja, also wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht, nein, wir arbeiten in der Schweiz. Ja, du wirst es eigentlich nie her. Du kannst es vielleicht schaffen, dass du genug einnimmst, dass du in der Schweiz kannst leben. Ja. Aber dann reden wir davon Mindesteinkommen Ich und rede so jetzt ganz von einer knapp Utopie, ja. und gang 2 Monate nicht auf Tour und du bist broke. Ja. So, für das tut es vielleicht. Ja, eben darum, das ist jetzt gerade utopisch gerechnet und Breakdown of Sanity einfach als Beispiel gewesen, weil das eine Band ist, die halt eben in der Schweiz war und genug gross hätte können sein, um dann den Schritt zu machen und dann sich dagegen entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer. Ich nehme an, die wirtschaftlichen Aspekte sind auch ein Fakt gewesen. Aber darum finde ich es auch so krass, dass an Konzerten, ja, gerade an Festivals wird damit argumentiert. Zuerst mal an einem Konzert, ja, ich gehe ja nur für einen Headliner, kostet mich 40 Stutz. Ja, du zahlst bei dem aber 4 Bands. Selbst wenn du einfach die anderen 3 solidarisch zahlst, kriege ich 7 Stutz pro Band. Ich habe letztes Jahr eine Schlägerei Ja, mit ich wollte einem nicht alle sehen. Ich habe letztes Jahr eine Schlägerei mit einem gehabt. Also, ja, aber was haben die nicht für einen Podcast? Ich habe mir erklärt, was wir für einen Podcast haben. So, ja, aber in der Schweiz gibt es ja keine gute Bands. Also, Für da gibt es den Podcast. da gibt es einen Podcast. Da habe ich so gefragt, was meinst du? Ja, die spielen ja alle nicht da in den grossen Hallen. So. Ja, die spielen, ja, das ist ein guter Punkt. Das heisst aber nicht, dass die Band schlecht ist. Ich kenne nämlich viele Schweizer Bands, die besser sind wie die Band, die du jetzt gerade als Headliner wirst sehen. Ja, aber das ist wichtig, ihr dass man- könnt doch einfach Motaois zum Beispiel im Hallenstadion spielen. Wieso passiert das nicht? Ricky, gell? Wieso nicht? Sag mal. Ja, was nicht? Du bist der Chef. Ja, wir sind halt Das Management hat Nein gesagt. Ich glaube, das Management vom Hallenstadion hat Nein gesagt. Aber eben, ich glaube, das hilft auch, eben, weil alle so Diskussionen kennen, ist sicher wichtig, eben jetzt umso mehr in der aktuellen Krise eben irgendeine Awareness schaffen für die Probleme und halt einfach den Leuten nüchtern erklären, was Challenges sind. Eben, Ja. was wir jetzt auch eigentlich machen in diesem Podcast. Ja, und Zum eben der Beispiel, und die Kulturförderung auch muss definiert werden, eben wie die hilft. Zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo es aus meinem
Alltag immer wichtig ist, wenn man zum Beispiel ein Venue neu baut oder renoviert. Wo zum Beispiel jetzt, das Werk Baden ein mega gutes Beispiel ist, dass dort können bis zu 8 Leute im Backstage übernachten. Oder dass eigentlich eben andere, zum Beispiel Sädel in Luzern hat das Kiff, das Gaswerk oder der Dachstock, die haben alle ein Bandflat. Und Ich glaube, Piccadilly hat auch, oder? Piccadilly auch, ja. Und du musst jetzt das so rechnen, wenn eine kleine Band 1000 € Gage hat, tust du eigentlich immer einen Deal machen, eine Gewinnbeteiligung, nachdem die Kosten gedeckt sind. Und wenn du in der Stadt Zürich spielst und nur schon 5 Bandmembers sind, die gefühlt in einem Bett übernachtet, zahlst du einfach für schon das Triple-Zimmer zum Beispiel, schon Ibis Budget zahlst mindestens 150 Steine, wo dann eben, wenn das, du hast ja die Kosten rein. Auch wenn du sagst, wir zahlen es der Band, das ist part of the deal, ist ja dann die Gewinnbeteiligung höher. Und darum, jetzt in meinem Berufsalltag schaue ich zum Beispiel immer, dass so kleine Tourneen möglichst in solchen Venues sind, weil es macht eben einen Unterschied, ob du schon ab 100 Billett gewinnbeteiligt bist oder ab 150. Aber eben darum, das wäre zum Beispiel jetzt ein direkter Appell an die Politik, so tun doch bei Jugendkulturräumen oder Zentren, die eben auch bewusst da sind für kleine Shows, schauen, dass ihr irgendwo so ein Bandflat einrichten könnt, dass 6 bis 8 Leute können übernachten können, die Dusche haben. Mehr brauchen sie nicht, aber das spart. Das ist für mich Kulturförderung. Ja. Das ist ein guter Punkt. Darum ist Polen und Europa viel besser, weil zu dem Preis, wo der Umi jetzt da gerade eine Nacht in einem Dreierzimmer aufgeschöffelt hat für eine Band, haben wir 3 Nächte in Polen gepennt. In akzeptablen Zimmern. Ja, aber eben da musst du dich eigentlich glücklich schätzen, bist du in der Schweiz. Ja, das wiederum Eben, ist das Hauptargument, wenn es darum geht, an ein Konzert zu gehen, ja, aber da kostet es 30 Stutz. In Deutschland wäre es ja nur 15 € Eintritt. Ja, dann fahr auf Deutschland, also dann bist du teurer wie uns da. Jetzt ist schon mal immer das Hauptargument, das kommt. Es ist bei uns schon teurer als überall. Ich kann mir das nicht leisten. Eben, die kommen aber ins Bauch über, wenn die nur schon ans Parken denken in Zürich. Ja, aber das ist jetzt aber wieder eben, wir sind ja effektiv momentan eine kleinere volkswirtschaftliche Abwärtsspirale und der einzige Weg, wie du das wieder lösen kannst, ist, indem man investiert. Aber das Problem ist, es investiert niemand, weil es wird, wie du gesagt hast, wir haben gerade das Problem, es wird alles teurer, das heisst, niemand kauft etwas, das heisst, es wird alles noch teurer, das heisst, niemand kauft etwas, das heisst, es wird noch teurer und niemand kauft etwas. Siehst du, jetzt kommt der Lifehack vom Jahrhundert. Kauft euch Billett genug früh. Genau, weil dann oder für irgendetwas anderes. Dann das wird es nämlich immer mehr geben, die Preissteigerungen. Und wenn ihr es genug früh macht, könnt ihr später immer noch jensten Scheiß leisten. Ihr müsst einfach jetzt schnell darauf verzichten, das nennt sich Investition. Dann habt ihr noch eine Dividende, indem ihr noch mehr Tickets kaufen könnt. Das ist eben das Ding, das ist wirklich rein volkswirtschaftlich macht es keinen Sinn, dass wir das Billett nicht jetzt kaufen. Wir nennen es Ticketflation. Ja, nein, aber es ist so. Es ist effektiv, man kann es jetzt wirklich blöd gesagt auf die scheiß Konzerttickets aber brechen. Weil wenn du jetzt effektiv kein Ticket kaufst, weil es teuer ist, was passiert? Die Show wird teurer, weil es müssen ja irgendwie das Geld muss reinkommen. Und was machst du als kein Geldhaber, wenn das Ticket teurer wird und du hast es ja schon gekauft, weil das Ticket zu teuer ist? Du kaufst das Ticket noch weniger. Also du hast wirklich gerade... Wenn dort die HSG würde zuhören, die würden staunen. Ich habe einen Wirtschaftsabschluss, ich weiss, was ich rede. Wie es der Brian gesagt hat, selbst einzelne Venues, also die meisten machen es jetzt anfangen so, du lesest wirklich nicht mehr, wir reden von 2 Franken mehr, sondern dass einfach halt den 10 Stutz mehr Eintritt kostet, wenn du erst Oberkasse finde ich ja gut, ja. Das ist gut. Weil alles andere macht Fehlanreiz. Du musst eben darum wirklich schauen, dass das Zeug, darum musst du blöd gesagt, der einzige Weg, um das zu unterbrechen, ist, indem du in einer Krise Geld ausgibst. Ja, also funktioniert auf der Ticketebene und funktioniert auf der Staatsebene. Und dann noch so einen kleinen Tipp an viele Leute. Es gibt unterdessen, fragt bei euch eine Versicherung nach, viele haben inkludiert, dass die Ticketversicherungen und so, die angeboten werden von allen Ecken, dass es die gar nicht braucht, weil eure Versicherung genau das Gleiche eigentlich auch schon hat und das deckt. Das heisst, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr das Billett kauft und würdet krank werden, euch ein Bein brechen oder sonst irgendetwas. Das ist gut, weil du musst dir keine Sorgen machen. Du kannst den Tag vorher noch auf Ricardo stellen. Das ist die andere Lösung. Richtig. Aber ich meine nochmal, es gibt viele, die das Gefühl haben, sie müssen eine Versicherung abschließen zusätzlich oder irgendwie, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwie krank bin?
und wissen gar nicht, dass sie eigentlich schon eine Versicherung haben, die das deckt. Mit der Hausratsversicherung? Oder mit der Kreditkarte. Wenn du es mit der kaufst, ist es einmal auch schon oft versichert. Also bei mir ist in der Hausratversicherung mit drin. Ja. Müsste ich mal meine Hausratsversicherung haben. Also für Versicherungsberatung Zum schreibe dem Brian. Leni. Nein, du warst Banker gewesen, nicht Versicherungsberater. oder? Tempi Passati. Aber würdest du meiner Theorie von meiner VWLT ja, zustimmen? die ist ja nicht nur deine, die gibt es generell. Das ist generell nicht mal so falsch, was ich Jawohl. geschnurrt habe. Gell? Ja, das ist der einfachste Ich Weg, um es zu durchbrechen. Wir hocken noch mal in ein paar Jahre zusammen und nochmal die Zahlen dann vergleichen. Du meinst dann, wenn wir... ein ganz trockener Podcast. Du meinst Also, dann, ja. Wenn es der Bella durchbrochen hat, hat er eine zweite Rolex bis dann. Nein, dann der tun wir für den Nobelpreis nominieren. Der Volkswirtschaft. Hey, das Ding ist, ihr müsst jetzt investieren, kaufen die jetzt Aktien. Also wenn die Aktienmärkte runterbrechen, brüllt nicht, kaufen die jetzt. Wenn euch das Zeug ist kein Problem, einfach mehr Geld investieren, das kommt nachher, rühren alles rein. Ja, kaufen keine Aktien, kaufen Tickets. Kaufen Tickets, Richtig. genau. Kaufen die Tickets, das kaufen bringt viel Tickets. mehr. Weil an einer Aktie habt ihr nur temporär Freude. Wenn ihr jetzt seht, ich habe mehr Geld, aber am Konzert habt ihr mehr Freude. Wenn ihr seht, Breakdown of Sanity. Und darum nimmt mich noch Wunder, um das Ganze wieder ein bisschen auflockern. Was ist dein persönliche Act-Highlight dieses Jahr am Greinichen? Ich habe noch eine Anschlussfrage an das. Oh, jetzt wird es wieder... Jetzt wird es wieder politisch, hä? Nein, jetzt wird es spannend. Rein Weil, aus der Fanbrille. Ich muss ganz Greinichen noch anschauen. Brauchst du es oder hast Ich sehe es gerade vor mir so abrattern. Aber ich bin halt irgendwie auch befangen, weil das heisst doch wieder so, oh, der Lieblingsband. Nein, ich glaube, wäre jetzt ganz spontan, jetzt muss ich da auch schnell überschillen. Pass auf, was du sagst, mit die anderen Bands sagen, es ist ab. Wieso? Ich muss denen Geld zahlen, ich muss sie nicht gut Und ich finden. gerade am Internet überlegen, so der hat mir gesagt, ich sollte sein Logo um 2 mm kleiner machen, grösser machen. Ich würde sagen Battlesnake, weil Battlesnake. die spielen, glaube ich, um 11:30 am Freitag im Zelt. Machen die Und Black Metal? nein, es ist, Power Metal. stellt euch vor, Ich habe mein eine Highlight. crazy australische Band, Die hast du mir mal geschickt, oder? ja, wo aber dann eine Mischung aus so HC-Punk und Power Metal macht und alle so wie Jesus-Gewänder sind. Okay, das Holy ist meine shit. Lieblingsband. Und sie haben, wenn ich es richtig in Erinnerung Crazy. habe, von der Show in Hamburg, einen Keytar. Nice. Keytar. Also Beste. wer Okay. quasi... Hailstorm sozusagen. Hey, Umi, kannst du... es ist eine Band, die jetzt nicht alle schon kennen, aber die an die Show gehen, werden es hoffentlich nicht bereuen. Alles klar. Und darum ist es auch eben so ein bisschen genau auf dem Slot passt, und wenn die Leute schon ein bisschen Schon eine ja, Sitze eins haben. in den Säckel haben. Die Tasse vom Henkel abgerissen haben. Ja. Den Henkel von der Tasse gerissen. Leni, bei dir? Ja, mir ist da relativ schwierig zu entscheiden. Ich muss nicht sehen, ich weiß es schon. Ich habe Im eine Gegensatz zu Vermutung. unserem Booker kenne ich das Line-Up. Ja, weißt du? gut, der hat dann natürlich noch alle anderen Bands im Freund, die er eben nicht mehr hat. Oder Gut. Du bist doch nächstes eher Jahr für hat. Stumpfen. Ich habe Nein. ich habe eine, wo ich das Gefühl habe, die Leni könnte geil finden, aber ich bin mir nicht sicher. Machen wir ein Quiz in den Comments. Also ich müsste jetzt Okay. schon mehrere Namen nennen. Es kommt halt immer darauf an, weil ich sage es eigentlich immer so, ich habe keinen favorisierten Stil oder eine favorisierte Band, sondern es kommt immer auf die Stimmung drauf an. Ja. Und dann hast du zum Beispiel so Zeug wie das Lumpenpack, ist natürlich saugeil Die sind geil. für eine Open-Air-Stimmung. Ja. Das ist grossartig, da gehst du mit guter Laune wieder davon, darum freue ich mich sicher auf das. Ich freue mich persönlich auf Paleface. Ja. Ja gut, die sind alle unsere Favorites, oder? Ja. Oder nicht? Doch. Also Paleface können wir doch rausnehmen da bei diesen Favorites. Die sind sowieso Die sind Favorites. gesetzt. Das sind ja der Headliner von den Herzen. Die sind Headliner von den Herzen. Ja, ich Voll, kann mit die sind- Cassie dann wieder mal Whisky trinken. Hoffentlich. Ich hoffe, ich sehe den Janik auch mal mehr als 2 Minuten. Es fängt schwierig erreichbar, der Tut. Es war funny, er hat mir einen Cocktail gemixt, wo wir in der Valhalla Bar Basel gespielt haben. Ja. Stimmt. Es war sau funny, ich bin so da gehockt und dann so, hey, warte schnell, hat mir gerade den Paleface Drummer einen Cocktail gemixt. Nice. Ricky, hast du... sorry. Wer hat noch nie gesehen? Ja. Future Palace und Attila sicher noch. Nice. Attila wegen stumpf, eben, weil er einfach ein riesiges Ego hat, die Texte fucking funny sind und ich das Gefühl hat, die Leute hauen sich trotzdem die Birnen rein dazu. Und der hat nachher der extravagante Booker gedacht, wenn schon die anderen Vögel aus Australien spielen,
dann passt doch schön nochmal um 12:30. Aber gerade sagen, Attila. wenn du Attila hast, dann kannst du ja dann passend zu allem, was man im Internet über Attila sieht, buchst du auch noch gerade War on Women, damit er den kann mitmachen. Aber für da liebe ich den Umi. Immer so, Attila bucht. Ja, das ist 1:30 am Morgen. Das ist aber geil. Irgendwo, wenn die Leute komplett durch sind, haut dich noch eine Das ist aber Sperre. richtig. Und darum eben am ersten Abend. Also es ist alles, es geht nicht immer 100%ig der Plan auf, aber es ist schon immer eine kleine Idee dahinter. Eben, dass quasi Freitag haben wir ja letztes Jahr auch dort super Erfahrungen gemacht mit Valetudo, wo dann die Leute zur späten Stunde sehr in die Möste sind. Das ist wow. Und darum, weißt du, am zweiten Tag würde das schon nicht mehr so gut funktionieren, wenn dann, darum eben der zweite Tag auf diesen Slots sind Sperling und God is an Astronaut. Also, Und nachher, wenn wir mit der blutigen Nase nach Paleface dann noch wieder Also, Das ist crashen. übrigens ein Geheimtipp an alle. Immer, jedes Jahr, das ist jedes Jahr das Gleiche, ist am Samstag, am 10:30 oder 11 Oh nein. ist in der Sounderia im Umi sein Special Act, wo die soll möglichst reinziehen. Also falls du etwas willst, wo die völlige einsaugt, der Gang am Samstag, 10:30 oder 11 in die Sounderia, die Band schauen, die spielt. Also da weiss ich anfangen und ich gehe immer schauen, ob ich es kennen oder nicht, weil ich einfach immer denke, es interessiert Jetzt musst du aber noch den Namen droppen. Ganz krass. Weil ich habe das Gefühl, der Fanclub von dieser Band hockt da am Tisch. Eben darum, ich habe das Gefühl, darum, ich kann gerade sagen, hast du etwa eine Vorstellung, was mein Highlight könnte sein an dem Festival? Ich nehme noch durch Sperling auf den Genau, und gesetzt. der Fanclub hockt da gerade vis-à-vis. Nicht ganz. Der Lexi Lexi hat fehlt noch. verdammt Lexi Freude. fehlt noch. Das ist jetzt nur, ich hätte das geilere, nichts an dem Timetable auszusetzen, absolut geile Combo wäre gewesen, wie du gesagt hast, Lumpenpack ist so eine Band, die mit hure guter Stimmung und nachher heimgehst, darum hätte ich jetzt einfach, wäre der absolute Killer gewesen, Lumpenpack und dann als Deadliner auf der grossen Bühne, ist auch ein Sperling, dass einfach alle richtig deprimiert heimgehen. Dass einfach wirklich auf dem Heimweg keine gute Zeit hat. Nein, darum musst du das Leben im Zelt hinterfragt. machen, weil dann kannst du ein bisschen im Stillen weinen. Nein, das ist gut. Nein, aber eben, ist das nicht wäre so das wär offen. der absolute Vibe-Kill gewesen. Ich Einfach der merke, dass letzte du letztes Mal glaub, früh heim bist, oder? Kann das sein? Nein. Hast du das Closing von der Mainstage Ja, ja, das mitbekommen? ist mein zwei absolutes Loses Highlight. geschaut. Das kannst du Ja. doch nicht machen nach Sperling. Das wäre absolut in meinem Fall. Das wäre der Glück sind die in den Booker, du. Ei. Lumpenpack, yay, Sperling. Ich glaube, ich komme jetzt dann von der Brücke. Und dann kommt die Flöte. Und Aber nachher ja. Guitar. Nein, aber ja, Sperling ist effektiv, das müssen wir schauen. Ist denn nicht das Jahr vorher? Vor dem letzten Jahr. Welche Band war dort? Gewesen? Also Auch das an Jahr dem vor dem Convent letzten und am Jahr anderen wär's Tag. da Auch letztes der Jahr. Slot, wo der Also Leni im jetzt gerade Zelt gesagt oder hat. Open Air? Im Zelt. Also Convent ist am einen Tag sind am Nein, ich meine das Nein, Jahr im vorher. 23 Ich meine im gemeint. 23. Dort ist doch, wie haben sie geheißen? Wer? Svalbard. Svalbard, ja. Ist der Slot gewesen, das war aber brutal gut gewesen. Die sind auch saugeil gewesen. Boah, wie hat die Band geheißen im 19. oder so? Die haben sich nachher nicht ziemlich direkt aufgelöst. Ich muss jetzt das wirklich googeln. Im 19. Boah, das ist Da bin krass. ich nicht gewesen. Ist dort nicht die Ocean eingesprungen? Ah ja, Blackout Problems. Ah, nein, die by the sind way, im auch absolut, 22 absolut 19 ist, wer ist der gewesen? 18 oder so. Ricky, würdest du in der Zwischenzeit mal dein Highlight nennen? Ich Ja. glaube, Authority Zero ist auch geil. wenn wir nicht Paleface zuzählen, dann ich würde sagen Hanabi im Fall. Ha, bei mir auch, nice. Ja, ja. Weil ich mich nimmt mega Wunder, ob sie meinen Eindruck von denen, wo ich sie vor einem Jahr das erste Mal gesehen habe, können bestätigen. Auf das bin ich mega gespannt. Ob ich sie nochmal so gut Du musst finde. einfach wegeln heute, dann geht's. Weißt du, was lustig ist? Mega random, aber Hanabi folgt dem dann List und wo ich das so, what the fuck? Ich glaube, sie haben es wahrscheinlich falsch geklickt oder so, aber ich mega Aber Freude nice. bekommen. Ja. Sind Oder das ist eine Fans. Bot Factory. Ist wahrscheinlich Bot Factory. Ja. Mhm. Sie sind gerade nicht zu der Quelle. Ja. Ich habe letztens irgendein Reel gesehen, wo irgendein so ein Ami-Gitarrist gesagt hat, er lässt Demigod an List. Und ich dachte, what the fuck? Arme-Gitarrist. Ja. Ja. Weiß ich nicht davon. Ich habe das Handy aus Versehen gesperrt und dann wieder aufgetan. Und dann, nein, jetzt ist es weg. Und das ist der Oder hat das- Instagram-Pain. Du Das kommst war nie irgendein mehr so raus. ein schlimm. Ami-Podcast, wo ein Gitarrist gesagt hat, in seinen Top 3 ist Demigod an List. Und ich dachte, wait a sec. Ich weiß aber nicht dafür. Aber das zum Fernsehen, es ist gut.
Oder er hat Demigod und Unleashed gesagt, sind 2 Bands. Unleashed ist sogar recht geil. Ja. Demigod kenne ich nicht. Gibt's scheinbar. Also dieses Highlight ist Hanabi, dieses Highlight ist Hanabi. Dort haben wir Attila und Future Palace. Umi hat Battlesnake, oder? Ja, ich Ja. habe einfach etwas müssen droppen, aber ich Ja, kann ja. eigentlich... Das ganze Line-Up ist wie du sonst hättest du sie nicht gebucht, oder? Ja, also es ist bei jeder Band irgendwie... Ja. Ja, bei mir ist es definitiv Blackout Problems und Sperling. Yes. Jetzt habe ich noch eine Follow-up-Frage zu der Frage von Brian. Was ist so euer generelle Open-Air Band-Highlight? So von allem, was ihr euch daran erinnert. Sorry, Ricky, ich kann nicht mehr in die Fresse hauen. Alles gut. Also ich tue mir ja schon mal schwer, generell das Highlight rauszusuchen. Ja, aber also, hast du so irgendeine Erinnerung an irgendetwas, wo du einfach das Gefühl hast, das ist das Beste gewesen, was dir an dem Festival je passiert ist und die Band hat nebenbei gespielt? Also nicht nur Bands, einfach schon lustige Ja, Szenen. von mir aus einfach Open Air. Also du hast deine Jungfräulichkeit im Grenchen Pit verloren, weil du ausgerutscht bist. Ja, passiert. Kannst halt Hate so Breed. ein halbes Jahr Weiss ist es doch Open nicht. Air Gränig. Ja, Es ist ein Fusch. jedes Jahr ist es 2 Wochen dort hinten. Das ist schwierig zu sagen, dass du den Favorite Moment rauspickst. Aber eben bandtechnisch sicher zu erwähnen, was ich jetzt gerade gegoogelt habe. 2018 war es Arcane Roots. Harkin Root. Das war ganz crazy. Ja, sie haben leider nachher aufgelöst. Ja, die hat mich völlig umgehauen aus dem Nichts raus. Ja, und sonst sind es immer so Momente, wenn so wenn Hatebreed auftritt, ich höre die seit ich 12 bin, und das eigentlich ziemlich durchgehend, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber also dort drehe ich komplett ab. Und sonst sind es halt wirklich auch so Momente, vor allem mit anderen Helfern, mit anderen OK-Leuten, wo du eine Tonne Spass hast, wo es einfach, ja, morgen bis zu Abend bist du auf dem Gelände hin und drehst, blöd gesagt, komplett durch, weil mit der Zeit fangen alle an zu spinnen. Also ich kann es wirklich bestätigen, es hat keine schlechte Laune im Backstage. Also keiner, der mit einem Definitiv. Open Air Grenchen Crew-Show rumläuft, hat jemals einen Letzten drauf gehabt. Die sind alle immer am Grinsen gewesen. Wirklich. Allgemein der Herzblut und die Passion fühlst du einfach extrem. Mega. Ja, wirklich. Auch mein Eindruck gewesen. Mhm. Das sind natürlich auch meine Szenen, die dann entstehen. Während dem Anlassaufbau, Abbau, das ist so, also ich lache mit zum Teil toten Händen, manchmal könnte ich schreien, aber es ist alles 10-mal intensiver, darum Ja. immer wieder. Ja, wenn du mal Teil von der Community willst sein und mal die Erlebnisse willst machen, dann melde dich als Helfer doch. Oder? Genau. Ja. Halt dich als Melfer. Es tönt eigentlich wie coole so Sportlager oder so etwas. Metallager, es ist Metallager. Das Ding ist halt, du wirst ein Teil davon. Und Ja. es ist nicht so, ja, das darf ich nicht, sondern hey, ist eine Meinung, sag deine Meinung, schau mal, ob wir es machen oder nicht. Gibt's- Oder eben wird aktiv. Du Wie kannst viele bei uns Leute wirklich gibt's? auch beitreten. Weißt, bei uns, weil es halt ein Verein ist. Kannst du sagen, wenn jetzt jemand wirklich das Gefühl hat, ich könnte den ganzen Laden besser aufstellen oder hätte eine Idee. So, das ist ein öffentlicher Verein. Du Ja. kannst beitreten und einen Antrag stellen. Du kannst ins OK kommen. Es gibt ja so wie eine Mittelfunktion, quasi, dass du nicht nur hilfst, nicht im OK bist, aber zum Beispiel wie sagen, es ist jedes Ressort ein bisschen anders, aber so Standchef zum Beispiel kannst du sein. Oder eben bei der Infra ist es, glaube ich, so aufgeteilt, je nach... Ja, also du kannst eigentlich in die Infrage helfen und dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich möchte irgendeine Abschnittsverantwortung davon. Genau. Oder so etwas. Das ist so, schau einfach mal rein, schau, was du Bock hast, schau, was grad, ob es etwas braucht. Vakant ist, ja. Ja, und sonst eben, bringe deine Ideen mit rein. Also, das Beispiel, das sicher jeder gesehen hat, sind zum Beispiel die 2 Figuren links und rechts von der Hauptbühne oder der blütende Schädelbrunnen am Eingang. Das sind alles Sachen, da hat irgendjemand mal gesagt, hey, komm, wir machen das. Und zum Beispiel bei den Figuren weiss ich, dass ich selber dort gestanden bin und gesagt, das spinnt ihr eigentlich, das funktioniert doch nicht einmal. Ja, wir haben einen Plan. So, okay, macht mal. Und siehe da, Das sieht auch geil aus. Oh ja. ja. also das Resultat ist crazy. Shoutout an Tobi und Nico. Ja, ich glaube so, mich selber interessiert wirklich so, wie, hey, wenn irgendwie Interesse hast, um zu schauen, wie überhaupt so etwas aufgebaut wird, allgemein, oder? Weil es ist so viel, was dahinter steckt, oder? Kannst mal hinter die Kulissen schauen. Kannst irgendwie und Erfahrungen sammeln. Ja, bei jeder Zeit. Da sind wir nicht Verein hinter verschlossenen Türen. Komm mal reinschauen oder komm mal an eine Zahl der Mitglieder beitragen und du kannst auch die ganzen Dings
die ganzen Anlässe, die wir machen. Genau, du kannst passiv Mitglied werden. Du kannst beim Auf- und Abbau eben sagen, hey, komm helfen. Zum Beispiel, ich bin zwar am Arbeiten, aber ich komme zu oben nach dem Arbeiten noch. Oder ich komme einfach mal 2 Tage und schaue mal, ob es mir gefällt. Vielleicht komme ich dann nächstes Jahr mehr. Oder auf den Abbau, das ist immer ein bisschen unsere Achillessehne. Dürfen wir auch so stimmt. sagen, weil es ist ja, liegt ja in der Natur des Menschen, aber wir haben eben je nach Tag, glaube ich, momentan fast zu viel gehabt beim Aufbau, weil gewisse Schritte müssen abgeschlossen sein, dass du nachher den nächsten kannst machen. Und eben, wir reden hier von 60, 70 Leuten, wo mega schön ist, aber das Problem ist, wenn dann nachher nur noch 10 auf dem Abbau sind, ich glaube, wenn jemand sagt, wie kann ich das Festival am besten unterstützen, Gehen abbauen. ja. Auch wenn es nur 2-3 Stunden ist, eben, wir haben zum Beispiel intern dann auch gesagt, wir müssen das auch sichtbarer machen, dass vielleicht sogar wirklich eine Tafel ist beim Ausgang, einfach so, hey, hast du noch 2 Stunden Zeit, komm noch irgendwie einen Boden rausnehmen oder helfen, ein Zelt runterrupfen oder irgendeinen Haken abbauen. Weil das ist die letzten paar Jahre wirklich ein bisschen der kritische Punkt gewesen, dass halt wir vom OK auch durchgearbeitet haben, die vom Aufbau auch geredet sind und dann nochmal mit 3 Tagen abbauen. Und alles, was am Sonntag schon weg ist, und eben wir sind auf dem Gelände, wir haben das oft eben gar nicht sichtbar gemacht. Das ist, die jetzt noch am Hören sind, eben, wenn ihr irgendwie noch, auch wenn es eben nur 2-3 Stunden ist, einfach meldet euch bei irgendjemandem, der aussieht, das würden wir schaffen. Und du wirst mit offenen Armen empfangen und eben, wenn du sogar schon vorher dich anmeldest, eben, kannst du sogar eigentlich als Festival gratis, oder geht das noch? Oder musst du noch einen Aufbau? Ja, also wenn du dich vorher anmeldest, ich weiss jetzt nicht, sind im Moment es sind immer noch so ein bisschen Diskussionen am Laufen. Haben wir es eigentlich immer so geregelt gehabt, dass jemand, der in den Abbau kommt, auch beim Aufbau muss helfen, dass wir nicht den Fall haben, dass sie beim Abbau melden und nachher einfach nicht aufkreuzen. Und dann gratis als Festival Ja, sind. klar. Weil das der schlimmste Abfuck ist. Wir sind gerade ein bisschen am Schauen, ob wir dort irgendetwas machen können. Ja, Könntest du fürs einfach nächstjährige blacklisten, Festival. Ja, genau. Das ist wäre einer mir der einfach. Vorschläge, der im Raum ist. Das ist mir jetzt, als ich das gesagt habe, eigentlich ist das der logischste Vorschlag fast. Also wir sind noch mehrere Optionen am Checken, aber ich glaube, man macht überhaupt nichts falsch, wenn man einfach beim Rauslaufen noch irgendwie sagt, hey, ich Das habe ist noch wieder eine Stunde Politik. Zeit. Meine Stimme ist jetzt auf deiner Seite anyway. Das ist von mir aus gesehen ein bisschen obvious, aber dann hast du halt unterschiedliche Ansichten, Ja, je ja. nachdem geht. Ich bin nicht der, der Mitarbeiterplanung machen muss. Fair, Das ist ja. dann wiederum ein schwierigerer Aspekt. Da hast du vielleicht ein bisschen eine andere Ansicht drauf, wenn du es so siehst. Darum eben, so Sachen können wir gerne mal zu Diskussionen führen. Da ist noch kein klarer Standpunkt drum, aber wir haben es jetzt auch schon so gemacht, wenn jetzt zum Beispiel jemand beim Aufbau gar nicht rum ist, vorher sonst irgendwie nichts gemacht hat und dann einfach beim Abbau kommt, haben wir wirklich genau die Lösung gemacht und gesagt, hey, schau, wir schauen für nächstes Jahr auf dich. Kommst du nächstes Jahr wieder? Und dann eigentlich sind die Fälle, die so gekommen sind, haben sie dann gesagt, hey geil, nächstes Jahr komme ich mehr. Ich habe Bock drauf. Aber generell, wer Bock hat, abbauen zu helfen, hat schon mal Legendenstatus. Also ich nehme das Beispiel von Produktion, weil OK sind die meisten sind wirklich auch im Arsch vom Wochenende. Dann kommen viele verständlicherweise nicht. Auch ich habe zum Beispiel jetzt, ich mache noch Anlassmanagement während dem Anlass. Und dann habe ich auch gesagt, hey Leute, ich am Sonntag schlafe ich das erste Mal aus und ich muss noch ein bisschen ruhiger fahren. Ich komme so viel ich kann, aber irgendwann bist du auch auf Anschlag. Da hat es halt viele, die nicht kommen. Und dann sind wir in Seich gekommen, das war glaube ich vor 2 Jahren so gewesen. Und dann ist es irgendwie eine Stunde gegangen und dann ist der Fabio von der Produktion ist dort auf der Matte gestanden. Der ist beklatscht worden und es ist nach einer jeder Sitzung erwähnt worden, wie schnell das es gegangen ist vom Aufruf, dass wir zu wenig Leute haben, gerade, bis er dort gestanden ist. Also du bist automatisch einen komplett anderen Status für den ganzen Verein und den Papa kommst. Und er hat 3-4 Tage hat er 18 Stunden gehabt, weil er Holy halt shit. Produktionsleitung, also wir haben sie aufteilt in Technik und Backstage und er macht die Backstage und ist eigentlich verantwortlich gewesen, wenn die erste Band am Morgen um 8 Uhr mit dem Nightliner ankommt, bis am Morgen um 3 Uhr die letzten zusammengeräumt haben und gegangen sind. Und eben das noch mit den Vorbereitungstagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und ist dann am Sonntag nochmal
helfen. Ja, soweit ich mich daran erinnere, ist es am Montag, Oder am Montag, ja. Im Zeltabbau im Seich waren und dann haben wir einen Aufruf gemacht halt im OK, hey, falls irgendjemand irgendwie das schafft. Er ist wieder arbeiten am Montag und hat den Arbeitgeber gefragt, hey, kann ich Nachmittag frei haben, ich muss helfen. Und ist dann helfen. Dann einfach gesagt, hey Leute, ich muss morgen wieder arbeiten. Fucking Sigma. Legend, oder? Ja. Sigma. Full Circle wieder zum Anfang. Und wir dürfen das wirklich die News auch gerne privat spreaden. Also nicht, dass ihr jetzt konkret nur angesprochen werdet, sondern auch, wenn ihr jetzt im Umfeld merkt, irgendwie, oder wir dürfen es auch wirklich gerne mal oder bis zum Festival auch droppen, eben, dass wir quasi uns dreifach den Arsch rettet, wenn man noch irgendwie am Sonntag noch mag oder am Montag, wenn man sonst nachher noch mal eine Woche frei hat, dass man sonst einfach am Montag nochmal, auch wenn es nur ein Nachmittag ist, einfach vorbeigeht und sagt, hey, ich habe gehört, ihr braucht noch Hilfe. Hey Ricky, du hast gesagt, wir schicken ihnen das Material, gell? Also das heisst, wenn ihr jetzt schnell einen Aufruf machen könnt ihr schnell einen Aufruf machen und dann könnt ihr den rausschneiden und könnt dann auch noch posten, irgendeine Story machen oder so, wenn ihr wollt. Jemand von euch im Team hat uns heute angeschrieben, ob wir, ihr würdet gerne auch Snippets vom Podcast nehmen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, wir schicken euch einfach das ganze Material. Nein, das ist die Lea Das ist nicht der Lea, fängt aber fast gleich an. Also, wie meinst du Aufruf? Also eben, wenn ihr jetzt quasi, du könntest jetzt gerade So relativ billig ein Promo-Video machen für zum Abräumen. Ja, also wir haben ja generell jetzt eigentlich über das Thema geschnurrt gehabt, das kannst du gut rausschnippen und ich weiss, Lea hat das im Griff. Das ist doch perfekt. Top. Da machen wir absolut keine Sorgen. Ja, und wenn du beim Abbauen gerne hilfst und ein Selfie machst, dann tun wir es nachher im Podcast auch noch Danke sagen und und machen mal eine Wall of Fame. Fuck it. Ja, macht er das? Ja. Karma.wall. Oder es gibt viele Karma-Punkte, wenn man dort hilft. Oder? Hast du jetzt gerade einen Schweizer Metal-Server La Karma-Wall aufgemacht, wo man, wenn man gute Daten macht für die Schweizer Metal-Szene, kommt man an die Metal-Server La Karma-Wall? Metal-Server La Karma-Wall, ja. Nice. Können wir dann schauen, Selber schuld. Umi, hast du irgendwie Highlights von Geschichte, Grenichen, jetzt bis zurück? Bevor wir das vergessen. So, dann müssen wir langsam mal zum Ende kommen. Nein, Okay. Wir haben noch 10 Minuten und das Zweite hat der längste. Okay, dann muss ich schnell auf jetzt. Jetzt ist die Frage, wenn der Zweite der längste, also das Zweite der längste gönnen oder wenn der längste selber hat. Es trennen jetzt noch etwa 9 Minuten. Ja, sie können schon, aber jetzt hast du mir Umi noch eine Frage gestellt, dann weißt du, was so läuft. Wie gottlos. Du, das stimmt aber, ich kann es sonst auch noch rauszögern, wenn es sein muss. Eine von der für mich lustigsten Erinnerungen, die jetzt eben vor allem jetzt in den Jahren ist, wo ich privat gegangen bin, war, wo More Than 1000 im Zelt gespielt hat und ich habe dort in diesem Jahr habe ich das erste Mal eine GoPro gekauft und habe dann die auch an andere Festivals mitgenommen und jetzt im Nachhinein, das ist glaube ich sogar immer noch auf meinem Insta, unter den Reels habe ich nachher wie so einen privaten Aftermovie von, ich glaube, Rock im Park, Greenfield, Gurten, eigentlich so den ganzen Sommer. Das war der erste Paris Hilton Post von dir gewesen, wahrscheinlich, he? Ich habe es aber erst während Corona released. Also es war quasi 6 Jahre später gewesen, weil eben es war langweilig gewesen. Retro-Post. Und dort habe ich nachher bei More Than 1000 dann gedacht, ein bisschen so, wäre noch lustig, dort im Zelt drinnen surfen, also Crowdsurfen. Ja. Und bin dann so quasi mit der GoPro am Surfen gewesen, aber auch wieder runtergefallen. Und irgendwie lustige Erinnerungen. Vor allem dort habe ich ja noch nicht mal gewusst, dass ich dann 2 Jahre später plötzlich das Booking übernehme. Also ich habe dort normales Billett gekauft. Das war ein Jahr mit Heaven Shall Burn. Wer hat noch gespielt? Ich glaube, Madball ist glaube ich auch noch gewesen. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Heaven Shall Burn am Grenichen gespielt hat. Das habe ich auch noch auf der GoPro. Insane habe ich auch noch auf der GoPro. Heaven Shall Burn mit diesen roten Hemd ist einfach auch eine der besten Bands, die sie je gegeben hat, Mann. Kann ich unterstreichen. Ich kann sonst, wenn er Heaven Shall, das wäre etwas für dich. Kennst du Angst? Also Angst mit C geschrieben anstatt G. Nein. Das ist Heaven Shall Burn einfach in real. Schleichwerk. Wenn Heaven Shall Burn ist schon real, aber das ist Heaven Shall Burn. Also ich fühle mich leicht angegriffen. Was ist an Heaven Shall Burn nicht real? Nicht, aber das ist, wenn Heaven Shall Burn halt noch mehr Punk wäre. Also nicht Punk wäre, aber es ist einfach so, es ist ein bisschen roher und ein bisschen... Es ist wirklich einfach Heaven Shall... Also haben sie nur noch eine Seite, wo sie durchraffeln? Nein. Es ist wirklich eigentlich, also wenn Heaven Shall Burn geil ist, die Blicke sagen alles. Musst du Angst wirklich geben. Es ist einfach, ist, wenn Heaven Shall Burn ein bisschen mehr Punk und Hardcore wäre.
awkward Es ist silence. schwierig zum Vorstellen. Es ja, ist, aber, es ist schwierig zu vorstellen, weil Heaven Shall Burn ist das schon ziemlich fest. Ja, ich wenn weiss, mir aber Leute sagen, los dort unbedingt die, dann mache ich das Ich schicke meistens dir- eigentlich auch früher oder später. ich schicke Er dir schickt sonst dir. den Link jetzt. Das ist mir noch mal gerade in den Sinn gekommen. Das Du ist, musst das jetzt hören. Gut, dann höre ich keinen hey, du spielst doch auch Schlagzeug, oder? Ja, ich habe übrigens mega Freude gehabt am Kannst du Blastbeats? People Die at the Fair Mensch. Weil, Tom? Ich bin auch Linksdrummer. Geil. Aber ich hasse Blastbeats. Ich Ah, hasse okay, es. gut, Es ist zu stumpf. Der Lucky und ich suchen für unser imaginäres Black Metal Projekt und Drum. Oh Gott. Nein, da wäre Dann ich kannst los. du deine Frage stellen, wer blästet was, und dann kann er sagen, kein Beats. Okay, den gibt er. Der ist wirklich sehr Nach fast 4 Stunden so Ja, einen Brian. auspackt. Brian, das ist dein openergleiche Highlight gewesen bis jetzt? Ey, bis jetzt zum einen, ich muss wie 2 Kategorien einteilen. Zum einen, Wir haben noch 6 Minuten, bis Sveti durch ist. okay. Das schaffen wir, komm. Gut. Das ist Team-Effort. Sorry, Sveti. Sveti spielt by the way im Opener Grenichen das Jahr. Ja, mit Irony of Fate. Fate. Jetzt darf man es ja einfach sagen, ich klingt, habe einfach dort, noch vor der Welle, als ich ins Tessin runter bin, habe ich hier Rückfahrt gelassen und weiss ich so dachte, dünn sie es. Wir haben sie noch gefragt, ob wir es rausschneiden und sie, nein, das ist glaube ich schon gut. Ihr seid für mich so tönt nach dem Motto so, interessiert dich gleich niemand. Sind es darum zuunterst auf dem Flyer? Oh. Es hat von ihr selber so tönt so nach dem Motto, ich habe es jetzt zwar so halbes geleakt, aber es ist schon gar kein Leak, wenn es bei niemandem ankommt. Also, ja, genau. Sie hat dann gelassen, es gibt, glaube ich, größere Probleme, wenn jetzt irgendjemand, einer von diesen 4 Leuten, die bis dahin gelost hat, herausfindet, dass wir im Grenichen Das ist eigentlich auch der richtige Ansatz. Gell? Das andere geht wieder ins Tryhard. Der richtige rein. Ansatz ist der, den die 2 Herren da einen sagen. Übrigens, wir haben vorher, in den Jahren vorher haben wir viel grössere Leaks gehabt. Also das ist Ja, wirklich ich so. glaube mal, ein Headliner hat doch das Post, also Die der Sendung Headliner, sind ja, das die sind vorher okay, einfach so, schon ja. angekündigt gewesen, aber wir haben natürlich, wo das Line-Up fertig war, allen Bands, auch die schon angekündigt sind, geschickt, so, hey, look, ab dann, und sogar noch unterstrichen und Geld gemacht im Mail, aber irgendwie am Montag am 9 Uhr könnt ihr da posten, Central Europe Time, also so. Ja. Und dann haben die dann das, glaube ich, am Freitagabend, nein, am Samstagmorgen, ich bin noch im Bett gelegen und plötzlich im Chat drin so, das Line-Up ist dann gleich. Weißt du, und das war gerade noch der Headliner, den es dann halt alle gesehen haben. Es war nicht irgendeine Schweizer Band. Gewesen. Und dann Mag mich Das ist dann, erinnern. wenn auch mit dem Medienmarketing-Chat leicht eskaliert. am friedlichen Samstagmorgen ich noch im Nest liegen und so, hey, fuck, ist das ein Das ist Scheiß. einfach das Äquivalent zu, wenn der Sänger von Taoist sich verabschiedet und jemand einen Screenshot macht vom Video. Aha, ja. Der Ricky hat einfach mal schnell Tschüss gesagt. Ah ja, genau. Und irgendjemand, der in dem Gruppenchat drin ist, hat das Video gesehen, einen Screenshot gemacht, in den Gruppenchat gepostet und einfach so geschrieben, ich habe da Fragen. Stimmt, ich glaube, nach 4 Stunden kann ich jetzt das mal sagen. Eigentlich würde das die ganze Zeit immer wieder thematisieren. Ich habe mich jetzt gewundert, dass nie der Name Hitler gefallen ist im Podcast. Und eigentlich zuerst dann, ich komme da her und drop das einfach nach 10 Sekunden. Aber ich dachte, ja, ich glaube, das stellt die Hälfte auch mal ab, das kannst du nicht machen. Das Ding ist, ich habe letztens einen Take gehört, wieso die Lads so obsessed sind mit dem. Und es ist einfach, wahrscheinlich liegt es daran, dass es einfach, Oh, das habe ich dir geschickt, oder? genau, das ist übrigens, it's the furthest the lads have gone, ohne dass irgendwie die Frauen die heiß gefühlt haben, so, Kollege, ist das eigentlich euch Ernst? So, es ist wirklich einfach so ein Junggesellenabschied, was ein bisschen eskaliert ist, ohne dass irgendjemand mal gesagt hat, so ist das euch Ernst. Kann man so anschauen. Brian, hast du versucht? Also, Ja, das ist genug lang können überlegen. ja, ich habe es ja schon vorher beieinander gehabt. Ich tue es in 2 einteilen. Zum einen Das ist gut. letztes Jahr das ganze Ereignis, weil ich es unglaublich gefunden habe, dass wir einen Container haben im Backstage zum Aufnehmen und dann einfach das ganze Festival perfekt gelaufen ist. Es ist alles genial gewesen, von A bis Z. Unsere Bis auf Interviews, etwas. Bands, die wir sind schauen, ausser dass Escuela Grind nicht gekommen ist. Aber Also dort, wo es- du kurz einen Nervenzusammenbruch gehabt hast und gesagt hast, ich will das alles nicht mehr, ich schmeiß mich jetzt von der Hauptbühne. Nein, das Lustige war, das Mikrofon war nicht an gewesen und ich habe gesagt, Bella, ich mag nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Und dann hast du eingestellt und ich, okay, let's go. Das ist der fucking beste Moment. Wir sind beide in dem Container reingehockt, so Echter am- Profi. kurz vor sein los ist, so in dem Container rein, so, Mann, mir geht nicht mehr. Es ist fertig. Und ich so, Brian, wir müssen. Und der Brian so, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Ciao zusammen, wir sind... Der Knopf Professionell. ist an und der Brian Genau. ist da gewesen.
Das und das andere Highlight ist eben im 17., wo ich das erste Mal war. Dort habe ich das allererste Mal Terror gesehen. Und ich habe es jetzt schon oft gesehen, aber das war das erste Mal. Und ich habe vorher zwar schon Hatebreed gesehen, aber ich habe noch nie so eine Wucht an Hardcore gesehen wie Terror an dem Tag. Und dort war es noch unglaublich heiß. Wir haben so mit einem Gartenschlauch die Leute noch angespritzt, weil es so heiß war. Und es ist einfach unglaublich hässig gewesen. Und dann ist auch noch Anti-Flag ist noch gekommen, Eskimo Callboy ist gekommen, da haben sie noch so geheißen. Broken Teeth, es ist ein Wahnsinns-Line-Up gewesen. Und Turbo Negro. Turbo Negro ist Headliner. Also, ich würd schnell reingrätschen und sagen, bist vorsichtig mit dem Begriff Gartenschlauch, weil ich habe schon Leute dazu gebracht, dass es sich überschlägt, wenn du direkt auf jemanden zielst mit dem Ding. Das ist ein ausgewachsener Feuerwehrschlauch. Ja, So viel Schläuche an diesem Festival. auf jeden Fall, das war eine unglaubliche Erfahrung, mein erstes Grenchen. Ist eigentlich am letzten oder vorletzten Grenchen, das war vor Bury Tomorrow gewesen, wo jemand vom Team verlobt worden ist. Ich weiss nicht, wer es war. Kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, das war vorletztes Jahr. Das war bei Bury Tomorrow in dem Fall. He? Ja. Aber wir hatten doch mal einen gehabt, der doch mit so einem angegipsten Bierhumpen auf die Bühne ist. Weißt du, das war im 18. Die haben doch so einen Polterabend gemacht und dann haben sie irgendwie gefragt, ob es bei Doggy Dog auf die Bühne könnte. Und dann haben sie irgendwie so als Polter-Ding einfach so eine Bierhumpe an die Hand gipset. Ja, so wie man das halt macht an einem Polterabend. Ja, also, da könntest du mal eine eigene Folge daraus machen, was alles so an weirde Storys passiert sind. Oh ja, das war ein Viech, das immer rumgekickt haben. Der Felix ist auch einfach so lustig. Vom Must Be Wrong. Das ist Kennst du das noch? Ja. Ich so ein kleines, so ein Gumpi-Einhorn, weißt du, so die Plastik-Einhorner, wo Kinder drauf sitzen und so rumhüpfen. Ja, ich weiss schon. Und das ist doch nachher das ganze Festival lang rumgeshootet worden. Der ist also X Leute irgendwie ein Bier aus der Hand Angst gehabt. Also ich bin, glaube ich, selber letztes Jahr am Schluss noch ein bisschen grenzwertig rumgelaufen mit einer satanisch bemalten Kinderpuppe irgendwo in der Hawaii-Bar. Ah ja gut. Nein, aber der Felix, der Airborne, also der Airstrike Felix, der bist wirklich irgendwo gestanden, aber BAM! Hat der Felix wieder gekippt. Das war krass gewesen. Ja, das Ding hat vor allem dann das stabil gewesen. Es ist relativ, es ist zwar schon Silikon, aber es ist relativ stabil. Es hat nicht viel nachgelassen, wenn die irgendein Bein bereicht hätten. Nein. Was war so dein Highlight? Mein Highlight? 2. Ich muss es auch wieder in 2 Kategorien unterdingseln. Erstens Psylosis. Das stimmt nicht mal. 2 Kategorien. Bands, die den Abschluss machen auf der grossen Bühne. Psylosis und Fjord. Das ist Produkt. Also 12:30 ist dein Slot. 12:30. Ja, das Jahr hast du eben, ich habe eigentlich mit Sperling auf dieser Zeit gerechnet, so, um nochmal kurz alles kaputt zu machen. Aber dann gehen wir aber God is an Astronaut. Mache ich sicher, definitiv. Das ist mein Slot. Post-Rock. Das ist mein Slot. Das ist mein, der einfach am letzten noch einfach kurz so vor der Bühne stehen, eine Stunde. Das ist geil. Das ist wirklich das Beste. Und dann Open Grenchen 2018, das erste Mal, als ich gegangen bin. Der Butch, der Domi und ich. Dort war, glaube ich, der Timo noch nicht bei Versus gewesen. Nein, schon noch nicht. Auf jeden Fall sind wir dort als Grenchen und dann das erste, was passiert ist Expello am Umschreien gewesen. Und ich so, cool. Das ist eine Schweizer Band, geil. Dann ein Duno, dann ist, was war es? Wann war das? 2018. Dann ist Expello dort gewesen? Ja, 2018 sind es die ersten am Freitag auf der Bühne. Ja, dort haben wir nur 7 Bands gehabt. Das ist der Adiletter Ginger ist der gemacht habe. Comeback Kid. Das ist eben das Geilste, weil ich weiss nicht mehr, hat Comeback Kid nach Donuts gespielt? Ja, die haben 12:30 und dazwischen Northlane im Zelt. Ja, und dann war es dann Donuts, eines der besten. Donuts sind immer die beste Band ever, egal wo sie spielen. Die können an jedem Festival spielen und sie sind die beste Band vom Festival. Bei uns ohne Bus. Ja. Die haben noch, dort sind wir noch ein bisschen vorkriegszeitlich gewesen. Dort haben wir noch keinen Depotbecher gemacht und sie haben dort das Boot in die Menge gerührt und gesagt, sie sammeln Depot und es sind einfach alle ihre leeren Becher für Via ins Boot geschmissen. Ja, so. Die sind alle wieder rausgefallen und er ist dann mit dem leeren Boot dort gestanden und hat das Publikum zusammengeschissen, dass da kein Depot, also dass sie kein Geld haben, weil die Becher wieder rausgefallen sind, obwohl es auf die nicht drauf angekommen wäre. Ja, das ist wir haben dann jetzt ein Depotsystem. Also. Das heisst, wir müssen Donuts wieder mal einladen, damit sie das Bötchen fühlen. Sind das ja am Greenfield? Umi? Sind am Greenfield. Ja, ich weiss, dass sie vom Greenfield sind. Eben. Ja. Wie wir halt hinterstehen. Ja, das ist, ja, Donuts, ja, ich finde Donuts, die könnten sich aber auch einen Ruck geben und euch einfach mal fragen. Die könnten euch einfach mal schreiben. Der Ingo Nein, die jedes Jahr jetzt
seit sie bei uns gespielt haben, haben sie jedes Jahr halt andere Festivals. Ja, ja. Was ja gut ist, Ja, auch ja, für das- die ich Band. weiss. Also Aber ich weiss, die könnten euch mal so schreiben, so, hey, Jungs, können wir nicht einfach für Samstagabend auf der kleinen Bühne einfach so am Schluss noch schnell einfach so eine halbe Stunde spielen? Einfach nur so. Wegen Spass. Jetzt haben wir 3 Stunden darüber geredet, wie teuer das es für Bands ist. Und die irgendwie für einen Kasten Bier einladen. Ich finde, Die Ironie vom ganzen Das ist- Podcast jetzt. ich könnte das doch einfach machen. Das wäre einfach, das wäre meine Utopie. wäre Spiel das. doch du einfach Lotto. Ja, Ich würde du sagen, quasi, der Fella sponsert. Ja, der geil. Bela sponsert. Der das selber Donuts nicht genug freut, das Geld. Festival hat Freude. Nein, das stimmt, Donuts haben auch kein Geld. Ja, das ist verdammt dumm. Ja, du kannst dir sogar sagen, du zahlst einen Bus, wenn es eine gibt. Wieso Bus? Ich stelle das Instrument auf die Bühne. Ich glaube, Also, du ich glaube, willst wieder zulassen. ich habe einen Bassgitarre und ja, Schlagzeug habe ich keine, sorry. Das Voll müssen für ihr den bringen. Merch, wenn du Schlagzeug müssen übernehmen. ihr bringen. Dann haben wir es. Instrument haben wir gedeckt. Du gehst einfach in Dunkin' Donuts und sagst, ja, look, ich habe Donuts organisiert. Ja, und dann während dem Donuts-Konzert ist mir der Sänger von Comeback Kid mit dem Bier in der Hand so durch die Crew in mich hineingelassen und ich nur so I'm looking forward to your show. Und er schaut mir so an, so, me too, man, me too. Und dann hat er mir ein High Five gegeben und ist absolut hyped weitergelaufen und hat noch 4 Kinder weggemusst, während Donuts dort gespielt haben. Dann sind wir in die Hawaii-Bar. Es ist Biene Maya gelaufen und der Domi hat sich einfach wirklich mit einem Bier in der Hand. BAM! Also der ist, ich glaube, der ist umgerätscht worden, weil der ist wirklich da gestanden und dann hat es einfach so gemacht. Der ist wirklich einfach Bein aufgeflogen und er am Boden. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber nachher sind wir gegangen und er ist noch jedes Gebüsch, das er gefunden hat, hat er einen Bürzelbaum drin gemacht. Das ist mein Highlight. Auf dem Highway sind wir von der Polizei rausgenommen worden. Butch absolut panisch. So, nein, ist gut. Ja, da haben sie es. Und der Polizist schaut ihn nur so an. So. Okay. Können Sie bitte schnell aussteigen? Da sind dir alle angeschnitten. Das sind alle angeschnitten gewesen. Und ich habe mit so einem Petbecher, mit dem McDonalds-Becher so da unten gespielt und dann irgendwann ich so, da stand neben mir die anderen Taschenlampen in mir zündig. Ich sage, was ist jetzt die so nervös neben mir? Bis ich so gecheckt habe, aha, ja, warte schnell. Du spielst gerade mit einem PET-Fläschchen irgendwo in dem Auto unten, wo sie deine Hände nicht sieht. Aber wenn ich das Auto angeschaut hätte, auch ein bisschen nervös geworden. Ich so, Sie hat gedacht, du bist mit dem Pimmel am Spielen. ich bin wieder Mike, dann haben sie, ja, keine Ahnung, ich bin wieder Mike dort gehockt, einfach so, dann so die Hände aufgenommen, so, hello, is only pet, all good. Ja, das ist mein openergrenziges Highlight. Schön, schön. Und der Adam Angstsänger, Da bin ich dabei gewesen. der ist ganz gut gewesen. Oh ja. Der ist richtig chillig gewesen. Der hat ausgesehen wie so ein ausbrannter Banker, den ganzen Tag. Das hast du gesagt, ja. Dann hat er Joe gespielt und dann war er verdammt happy gewesen. Dann ist er mit seinem Köfferli da gestanden und hat vorher verloren ausgesehen. Und nachdem, das habe ich eigentlich auch mega geil gefunden. Zuerst haben wir mit ihm geschnurrt und nachher sind wir zu euch zwei hinterher. Und da ist einfach so der ultra Vertrauensbeweis ist gekommen. Also, ihr beide gesagt, danke vielmals, dass ihr so viel Content gemacht habt da und überhaupt. Ich hoffe, mit dem Container ist alles gut gewesen. Wollt ihr euch noch am Kühlschrank bedienen? Ich habe das so einen unglaublichen Ehrenmove gefunden. Also am Sonntag dann? ja, nach Silosis. Also am Samstag, Aha, ja. ja. Ah ja, Samstag. Ja, also so, es ist ja etwa so eine Stunde Ja, es ist schon Sonntag Sonntag, gewesen. Ja, wirklich Tschüss sagen gekommen und ihr einfach, komm, nehmt noch etwas mit. Nehmen wir noch etwas vom Kühlschrank. Und der Brian so, jawohl, und ich so, ich fahre. Wie viele Schweizer Bands sind es das Jahr? Ich glaube wieder 11. 11 oder 12. Alright. Wird spaßig. Oh ja, freue mich. Mhm. Ja, also von dem her, ich glaube, jetzt ist langsam wirklich alles gesagt. Ja, außer meine fucking Highlights. Oh! Jetzt hätte ich gerade wollen sagen, hey, erzähl. also, Geil. Der du Tisch hast vom, einen noch rausgelassen. der Tisch von Mike. Ja, stimmt. Nein, Dings, wann ist Rise of Erzähl the jetzt North deine Star Highlights. 2016? Letzt- Rise of the North North Star ist Zweimal. letztes Jahr auch gewesen. Letztes Jahr. Letztes Jahr und 16. oder? Weil die, es ist so heiß gewesen. Dort, wo sie in der Sonne gespielt Es war haben. so heiß gewesen und die haben die ganze japanische Schuluniform gehabt, langärmig, langbeinig, also Respekt. Und hure Und noch die Gas gegeben. Masken. Und die Masken, hure Gas. Und es hat gegeben. wirklich so gottlos, irgendwie bei 3, 34 Grad. So, also, ihr kennt ja das Gelände. Also, du bist immer nach die Jahre am Sau auf der Bühne, es scheint dir genau an Grind an. Ja. Shit. Dass keine
umgekippt ist oder so. Also, Und sie sind irgendwie um 4:45 in der Slot. Das hat der brutale Royal Abendsonne. Republic doch auch gehabt. Die sind nachher sofort hinten ab der Bühne runter und haben alle ihre Glitzeranzüge hinten an den Haken aufgehängt. Da So treift das Zeug. sind in der Unterhose dort rumgesäckelt. Es ist so heiß Das und die glaube ich haben aber. einfach durchgekämpft wie Warriors und eben Hatebreed ist schon geil gewesen. Und damals habe ich nicht wirklich HC gelost, aber Ist Rise of the North Star, was ist das eigentlich für ein Genre? Hardcore. HC. Ja. Anime HC. Ist es? Weil jedes Mal, wenn ich Rise of the North Star irgendwo sehe, steht der Nu Metal. Ist schon noch Metallic, aber ist schon HC. Ich würde auch sagen wahrscheinlich, sobald du HC. irgendetwas anderes in Hardcore reinmischst. Ja. Und Also ich ich würde auch weiß sagen, es nicht ist mehr, ob es jetzt noch Hardcore. Hardcore darfst nennen und sobald es irgendein Gemisch ist, Ich nennt es würd's- Crossover oder New Metal. Also ich würde im Fall Rise of the North Star viel mehr in Oldschool Hardcore rein tun, als viele Bands, die Oldschool Hardcore machen. Definitiv. Ja, 100%. Voll. Who am I to judge? Aber ja, mehrere Jungs sind dabei gewesen. Ich droppe noch etwas, damit ihr etwas mitmachen. Ihr könnt 2 Tickets verlosen, 2 Wochenendtickets fürs Gränichen. Also, falls sie es nicht machen, ist ihre Schuld. Uns liegt es nicht. Alright. Also Ricky, wir machen verlosen einen das, Post. wir verlosen das unter uns zwei. Einer Ja, von uns voll. zwei bekommt 2 Tickets zusammen. Ja, dann Oder unter dem Brian. Und uns Unter drei. meinen Armen. Unter deinen Armen. Eins links, eins rechts kannst du wir machen. machen sonst dann einen Post. Wieso Ja, unter den Armen? Okay, jetzt denke ich, wie schön. Also wahrscheinlich, ich nehme das sonst gar nicht an. Hey, wie ihr vor etwa 2 Sekunden erfahren habt, vom Leni, vom Open Air Gränichen, dürfen wir 3, wegen ihnen 2. 2, gell? Das sind 2 Tickets! Also, Zwei Festivalpässe, oder? zählst du meine Persönlichkeiten oder meine Erscheinung? Nein, zwei Festivalpässe, die wir verlosen können. Ah, ja. Also, wir können 2 Festivalpässe verlosen. Fürs Open Air Gränichen. Alles, was du dafür machen musst, sagt dir der Ricky jetzt. Ja, du musst. Nein, das ist. Also, unter dem Post musst du Gränichen folgen, du musst Metal Sevilla folgen, Du musst den Post in der Story teilen. den Post in der Story teilen, Öffentlich, damit wir es sehen. Deinen Konzertbody markieren. Konzertball markieren. Und schreiben, wieso dass du das Open Air Gränichen Ticket gönnst. Das Problem ist, es ist Genau. uns eigentlich wirklich gleich, weil wir gehen nachher durch einen Randomizer durch und nehmen einfach anhand von den Nummern raus, aber der Grund, wir wollen trotzdem auch sich Der Grund und welche Band du dich am meisten darauf freust und warum. die, voll. die Band auch gerade noch taggen. Der Grund, warum ich würde eher ein separates Video machen, ist, weil dann kann ich eine Ich würde ein separates Video machen. Deadline geben. Ja, aber das kommt trotzdem im Podcast rein. Ja, ja. Ich will eine Deadline geben und nachher nicht, dass Leute nachher unter dem Podcast kommentieren. Ja, ja, ich bin jetzt der Dings am... Ja, aber du musst gibt das noch jetzt mal alles nochmal schauen, dann alles zusammensammeln, was jetzt vorhin gesagt worden gut. ist und als 15-seitiges Essay Genau. drauflegen, Ich weil ha- sonst genau. ist es ja fast ein bisschen wenig Und Aufwand. ChatGPT fasst zusammen. Genau, ich habe ChatGPT eigentlich eine nur Seite. jetzt schnell gerade unseren Prozess optimiert. Ich habe das Video jetzt schon erstellt, während wir den Podcast aufnehmen. Alright. Clip Farming. Aber. Okay, ihr könnt schon gerne kommentieren im Video vom Podcast. Das ist kein Nein, Problem. es gibt noch mal einen zusätzlichen Aber- Post. Wir wollen aber- ja den Erlöspost machen. Ja, aber ihr dürft nur kommentieren, was ihr über das Open Air gar nicht gerne habt und nachher kommt der Post mit der Verlosung. Der Post mit der Verlosung ist einzeln. Dort, wo wir alles mitmachen, was wir vorher gesagt haben. Genau, Yeah. genau. Ich weiss es schon selber. Und sonst mobbt bitte den Bella, so dass er übernachtet am Granichen, weil dann können wir eine coole Shower-Party machen. Eben, ihr wisst, er ist immer 1:30 bis 1:30 bei der Mainstage. Jetzt bin ich einfach kidnappt. Ja. Super. Ja. Und nicht einfach schauen, wer sieht aus wie die Linkin Park Sängerin und ist Ja. noch am Mitfeiern. Ja, genau. Dann Du, vielleicht komme ich nach Bern gar nicht mehr, nach dem 20. Juni gar nicht mehr zurück. Also soweit ich weiss, gibt es auch genug Leute von den Helfern, die da mitlosen. Also es wird sich sicher dann um die Uhrzeit einen Gator finden, wo wir dranbinden können und dann mal irgendwo ins Gemüse rausfahren. Er findet dann immer raus, dass er gar nicht heimgekommen ist. Und wenn er genug müde ist, stehen wir auf den Zeltplatz. Praktisch. Du hast einen kleinen Punkt vergessen. Ist ein bisschen grösser wie ich und hat rote Haare. Ja, ich glaube, Michel lässt sich schon auch noch überzeugen. ja, da finden wir einen Endlich Weg. mal Ruhe, das, ja, gut, das fair. bringen wir hin. Endlich mal Ruhe, ja, okay, hast recht. Wir machen extra ein Metal Server Camp, wo alle eingeladen sind und Mischa schaut. Perfekt. Fuck no, ich wollte die Leute nicht sehen. Wir wollen aber dich sehen. Alright, Betreutes Camp. Ich wollte meine Privatsphäre. das ist Open Granichen Metal Server Folge gewesen. Wir freuen uns mega das Jahr. Merci, sind ihr da gewesen. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Und Ich danke muss allen sagen- fürs Zuhören. Ich gratuliere, Ja. ihr habt offiziell den längsten. Wir haben den längst. Ihr habt den Ole. längst. Ihr habt den längst. Ich habe vorher einen guten Titel gehabt für
Das haben wir gut gemacht. Das war ich habe vorher eine gute Idee gehabt für einen Folgetitel. Aber jetzt wäre das Open Air Grenichen hat der längst wäre eigentlich der bessere Titel. Okay, ja. Ich habe vorher noch Hawaii 5 Open Air Grenichen. Das ist schön geschrieben, ja. Oh Gott. Aber Open Air Grenichen hat der längst schon gut. Also es würde passen, weil du Umi da hockst. Ja, aber darum. Quasi so. Hawaii 5 Open Air Grenichen. Weil er so tief kommt. Kennst du die Fernsehsendung nicht? Nochmal. Hawaii 5 Hawaii 5 Nein. Open Air Grenichen. Ich habe gedacht, jetzt kommst du mit etwas Niederem, wie so nicht 29 Jahre, sondern Zentimeter. So, jetzt haben wir definitiv Das ist abgegeben. fertig.